Oh, sieht okay aus. Ja. Ach, guck mal, da warten schon die ersten. Ja, das ist ja... 16:01 Uhr, was soll das? Der Knut. Wo ist denn mein... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Oh. Ach, guck mal, jetzt muss ich mich da echt einloggen. Das noch. Oh, ehrlich, 2-Faktor. Was musst du denn noch machen? Ach, hier, Restream chat mich an. Restream. Ach so, ja, alles klar. Der hat meine... Ab und zu vergisst er, dass ich das bin. Dass ich das wirklich bin. Ja, das kenne ich. Ich bin's. Höri. Oh, ich das so. So, Telos ist da, Varutelos ist da. Hallo. Jetzt ruft er bei mir erstmal auf. Ach, guck mal, das habe ich auch noch nicht. Ah, das ist falsch. Das bist du. Dich schiebe ich mal darüber. Die schiebe ich da rüber. Ah, dann macht das auch Sinn. So, ich muss das hier noch einrichten. Und wir sind sofort da, Leute. Der Gux ist wie immer, ich habe zu spät gegessen. Jetzt kommt die Kamera doch nochmal darüber. Ja, super vorbereitet sind wir. Ja, wie Sau. Wir haben ja auch Wir noch sind- eine Stunde. Ganz ruhig. Weil wie in Star Citizen Manier, CIG Manier. Ja. Jetzt geht's los, genau. Ja, wir sind die 318 der Streamer. So, wo habe ich denn hier? Da habe ich. Ach, guck mal, da muss ich den nochmal. Das hilft. Das hilft. So, Es hier. ist übrigens super angenehm, dass ich heute mal so quasi so in Ah, Astrosem-Manier mich zurücklehnen kann und mit dem Stream nichts zu tun habe. Ja, guck. So, das ist. Guck mal, und der Epic Matze hat mich schon erkannt. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe hier. Guck mal. So einfach ist das. Sind wir denn jetzt auf beiden? Auf beiden? Ja, ne? Ja. Muss so wie es denn. Ich habe nur YouTube auf. So, das sind meine Inhalte. Ist das der Mitch? Heute Glotzi-Glotzi, das stimmt. Glotzi-Glotzi. Ah, guck mal. So, das sieht doch ganz gut aus. Du hast nur YouTube auf. Ich könnte das auch machen eigentlich. Das spart mir ein bisschen. So, Warmup, ne? Wo ist mein Kaffee? Da. Du hast Kaffee, ich habe Eistee. Jo, ich habe Kaffee, ich habe Mate-Tee, ich habe also Mate-Drink, hole mir gleich noch was, ich habe im Kühlschrank, ich habe Wasser hier und ich habe noch Reste vom Essen gerade. Zwischen den Zähne. Ja, das auch. Irgendwie sehe ich komisch aus. Was liegt das am T-Shirt? Eine fehlende Kopfhörer, ich habe keine Ahnung. So. Hey, cool, Mitch dabei. Ja, steht doch, habt doch Werbung gemacht mit Mitch. Habt ihr das nicht gelesen? Mann. Guckt doch keiner hin. Nee, Also, weil die Frage schon aufkommt. Der Astro ist beim Zeigshot, der Danny ist beim Wu und ich bin hier. Wir haben uns verteilt. Genau. Das ist, genau. Genau. Braucht er so lange, um sich auf den Stuhl zu setzen?
Ich? Warte, wir sind gleich da. Ganz kleinen Augenblick noch. Wir sehen uns schon gegenseitig und das wollen wir jetzt eine Runde erstmal so privat auskosten. Genau. Ja? Und dann lassen wir euch gleich daran teilhaben. So, ich würde sagen... Sollen wir uns jetzt wieder anziehen? Wir müssen uns wieder anziehen. Warum kommt jetzt nicht das, was kommen muss? Keine Ahnung. Oh, guck mal. Da war ich kurz im Stream. Ja, Den kenne ich. Du bist da. Wieso bin ich nicht mehr da? Keine Ahnung. Ja, herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Ah, da, guck mal. Ich bin verkehrt rum. Das ist natürlich scheiße. Warte mal, kann ich das flippen? Kann ich flippen? Nee, bei mir bist du richtig rum. Ich kann zumindest lesen, was auf deinem Shirt steht. Ja, das stimmt. Gallifrey University. Hm? Ja, kann man das sehen? So ein bisschen? Ich bin heute Dr. Who. Ich komme heute aus Dr. Who. Ja. So, da sind wir. Herzlich willkommen bei dem Special. CitizenCon. Warmup. Ja, ihr Mein Lieben. Lieber. Hallo. So, da ist der Mitch. Der hat sich heute bereit erklärt. Der wollte sich unbedingt mit mir... Ich glaube, ich muss nochmal die anderen Kopfhörer reinmachen. Ich höre mich... Kennst du das? Das ist total blöd mit diesen Kopfhörern hier. Ich habe die extra... Damit ich nicht die ganze Zeit die dicken Mäuse auf habe. Aber die gehen halt so rein und ich höre mich selbst reden. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die nicht nehmen wollte. Okay. Ich glaub, das ist doof, wenn du dich selber ja. hörst. Gux ist leiser als der Mitch. Ja. Okay. Okay. Dann machst du entweder mich leiser oder dich lauter. Da geht's weiter. Ich bin der Mitch ist... Nee, nicht der Gux ist leiser, der Mitch ist lauter wahrscheinlich. Ja. Ach, deine Stimme ist ja viel besser so. So, sag nochmal was, Mitch. Ich habe dich einen ganz kleinen Tacken leiser gemacht. Hallo da draußen. Hallo. Herzlich willkommen beim Livestream mit mir als Gast. Ja. Freue mich, dass ich hier bin. Ist Mitch jetzt zu leise, ne? Das wird lustig. So, Mitch wieder ein ganz bisschen lauter. So, jetzt geht der Chat über dein Gesicht rüber. Das ist auch nicht schön. Ja, das streichelt so ein bisschen. Warte, ich schieb das nochmal. Pass mal, weißt du, was ich mache? Ich schieb uns jetzt mal hier ein bisschen rum. Ich schieb dich mal. Du Schieber, du. Ich schieb dich mal. Du kommst jetzt nach da, du bist der Gast. Und der Gux kommt nach da und dann sieht das nicht so ganz so scheiße aus und der Chat So, geht jetzt nicht pass über auf. dich Ich habe drüber. dich vorhin gefragt, ob ich irgendwie hier hinten... Hoppala, das ist falsch. Du kannst auch dich ausblenden, aber ich finde, das geht manchmal nicht so schön. Ja, ich muss mal gucken, ob das hier so ein bisschen funktioniert. Mitch kann ruhig noch lauter. Also jetzt Mitch wieder lauter. Okay, Mitch lauter. Ich guck noch mal. Jetzt habe ich auch noch... Der 3D-Drucker läuft jetzt auch noch hier. Jetzt ist er weg. Kamera weg. So. Jetzt müsstest du einen Chroma Key bei mir drauflegen können. Ja, warte mal. Einfach einen normalen Grün oder nehme ich den richtigen? Mein Custom, ne? Ja, so. Ich habe irgendein Grün gerade nur ausgewählt, schnell im OBS. Kannst doch die Pinpette nehmen, bestimmt. Ach, hab ich. Aber guck mal, warte mal, jetzt muss ich ja nochmal runterreden, ja? Ah! Ja, Jetzt bin ich ein Geist. das geht natürlich jetzt nicht so auf die Schnelle. Ja, wir haben doch noch Zeit. Wir verraten ja alle Tricks hier. Ja, das ist heute eher so ein Tutorial, wie funktioniert das OBS. Ganz ehrlich, worüber sollen wir denn jetzt Star Citizen mäßig reden? So, ich wollte wissen von dir, du warst auf der Bar Citizen in Köln. Ja. Und du warst ja auch mit Nerds and Geeks bei... Auf der Gamescom. Ah, genau. Hallo Leute, der Mitch von Verse Night und Nerds and Geeks ist heute bei mir. Bei uns, mit euch. So, das müsste aber gehen, ne? Vom Chroma Key her, ich hoffe. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Das Helle kommt leider Gottes, weil ich direkt hinter mir das Dachfenster habe. Das kann die Webcam ansonsten nicht. Das wird nachher, wenn es dunkel ist, besser. Ich bin leise. Wieso bin ich denn? 1, 2,
Ehrlich? Ja, nimm das Mikrotumtum näher an den Mund. Nee, warte mal, ich guck mal jemand. Ja, mach mal. Oh, nee, komm. Ja, alles klar. Oh. Jetzt brate Okay. ich, ne? Ja. Jetzt brate ich rein. Jetzt muss ich dich leiser machen. 1. Alter 2. Verwalter. 3. Ja. So, jetzt muss ich nämlich auch den Discord wieder zurückstellen. Jetzt weiß ich warum. Der Fehler saß 40 cm vom Bildschirm. Der Fehler saß beim Umstellen von der scheiß Soundkarte, wenn ich das mal sagen darf. Mhm. So, 1, 2. Soll ich bei mir den Booster jetzt wieder deaktivieren oder geht das jetzt bei mir so? Chat, sagt uns mal bitte Bescheid. Wahrscheinlich bin ich jetzt leise. Also ich habe dich wieder volle Pulle hochgedreht jetzt. So, jetzt sind wir alle volle Pulle quasi. So, jetzt schreien beide. Nee, jetzt machen wir mal folgenden Test bitte. Ihr da draußen, ihr müsst uns jetzt kurz unter die Arme greifen. Das bin ich ohne automatische Verstärkung. Und das bin ich mit automatischer Verstärkung. Was ist für euch angenehmer, was ist besser? Und das ist mein normaler Sound, meine Lautstärke. Passt die dann zur Mitch-Sound-Lautstärke? Ohne ist gut. Alles klar. Ohne, ne, ist gut so. Erstes, ohne. Also ohne habe ich da. Alles klar. Gut. So, Runde der und Mitch prächtig. Jetzt könnt ihr alle nochmal am Drehregler machen. Jetzt haben wir uns eingeprägt. Nein, ich habe die Soundkarte mal wieder. Ich musste die auf 44.000 Abtastrate runterstellen, weil sonst blöde. Ist auch scheißegal, Technik. Und dann haut er mir alles weg. Er haut mir alles weg. So, der Mitch war mit Nerds and Geeks mit einem eigenen Stand auf der Gamescom. Und richtig, da hast du auch Leute getroffen. Wen hast du denn alles getroffen? Warte, ich suche mal gerade Fotos raus, die ich gleichzeitig hier mit reinballern könnte. Ja, kannst du mir geben, dann packe ich die oben drüber. Ich würde jetzt einfach auf meine Webcam hier eine Diashow legen. Warte mal kurz. Das ist jetzt natürlich alles super nicht vorbereitet. Dann mach ich schon mal groß. Hinzufügen, Diashow, neu erstellen, Bilddateien, Ordner. So, Moment, wo bin ich denn hier? Pornhub ist falsch. Das ist richtig. So. Jetzt muss ich das natürlich von der Größe her anpassen. So, während der Mitch... Ach, guck mal. Warte mal, war das nicht hier? Ah, so war das. Und dann mache ich mich darunter mal kurz aus. Sehr gut. Dann mache ich mich auch mal kurz aus. So. Und dann sieht man jetzt so ein bisschen was. Da ist natürlich jetzt Greenscreen Filter drauf, ne? Warte mal. Das ist auch scheiße. Also auch egal. Ja, lass so. Komm, so passt. So passt jetzt. Wieso ist wieso ist der Filter jetzt weg? Was ist das? Keine Ahnung. Du hast den... Oder, ach so, das Schwarze, weil ich den Hintergrund schwarz gemacht habe. Ach so, ja, alles klar. Ist egal. Passt so. Oh, cool. Ja, wir hatten wieder einen Stand in der Retro-Area mit Nerds and Geeks und der German Remix Group. Ich gehöre ja beiden Vereinen an, quasi. Und ja, dann hatten wir auch, am Donnerstag hatten wir das Messeteam von CIG da. Also der Ulf, der Chris und noch ein paar Leute kamen vorbei, hatten dann unseren Stand auch getaggt bei Twitter und so weiter, haben dann geschrieben, wir sind hier jetzt für eine Stunde, kommt vorbei, ihr kriegt Goodies. Mhm. Dann sind sie auch etwas länger als eine Stunde geblieben, so knapp 2 Stunden. Ja, cool. Habt ihr Barno-Cubes gekriegt? Ja. Sehr gut. Und dann ja, abends zum Bar Citizen am Donnerstag. Ja. Wir wollten eigentlich donnerstags und freitags hin, waren aber freitags so fertig, dass wir da nicht mehr hin sind. Es war auch picke-packe voll. Am Freitag soll noch voller gewesen sein, ne? Am Freitag haben die das komplette Brauhaus in Beschlag genommen. Am Donnerstag ja nur die Hälfte und dann, wir kamen um 6:30 da an, so um den Dreh, 6:30, 20 vor 7. Ja. Und vor 4 Jahren, als das Bar Citizen war im Deutzer Brauhaus, da kamen wir auch um die Zeit, da waren wir die Ersten. Diesmal waren wir die Letzten. Also
Da haben einige schon gesagt, um 17 Uhr, als das Ding aufgemacht hat, da waren die schon da. Dann haben wir Gott sei Dank draußen noch einen Platz gekriegt. Wir haben noch jemanden getroffen, den kannten wir noch vom letzten Mal. Okay. Der war mit seinem Sohn da, der sagte, komm, wir rücken hier zusammen, könnt ihr hier draußen sitzen. Drinnen bist du kaputt gegangen, da war Puma-Käfig. Schnitzel gegessen, ein bisschen mit den Leuten unterhalten, den Bruder von Jared kennengelernt, der saß bei uns noch mit dabei. Sehen Sie ähnlich? Der wohnt, nee, nicht wirklich. Nicht so ganz. Aber zumindest der ist ein lustiger, auch so ein lustiger Kerl, der lebt irgendwie in Deutschland. Ja, und dann wollten wir eigentlich schon gehen, waren schon im Begriff zu gehen und draußen irgendwie waren dann der Aaron Roberts, der Brian Chambers und Jared, die waren mit jemandem beschäftigt, der hat Aufnahmen mit einer Drohne gemacht da in der Straße. Und dann sind wir kurz hin, können wir noch Fotos machen? Ja, klar, kein Thema. Haben mit den Fotos gemacht. Das war das eine Foto, habe ich gesehen, ja. Okay. Das ist halt ein Foto, das ist hier jetzt auch dabei. Und da war es dann eigentlich im Großen und Ganzen. Also das war so voll, du hast keine Chance jetzt großartig gehabt, mit den Leuten komplett ins Gespräch zu kommen oder so. Ja, und ich habe dann Freitag, weil ich eben auch noch ein bisschen so busy war ich freitags nicht da. Sonntags nachmittags bin ich dann hin. Hatten die Jungs mir noch einen Kuchen gebacken, weil ich Geburtstag hatte. War ganz lustig und dann haben wir eben den Abbau noch gemacht und dann war ich irgendwann auch kaputt um 11 Uhr zu Hause und das war dann die Gamescom. Da warst du froh, dass sie vorbei ist und das hast du dich schon wieder gefreut aufs nächste Jahr. So ungefähr. Ja, also Gamescom, ich war ja auch ein paar Mal als mittwochs auf dieser, na, sag mal schnell, Presse und Fachbesucher. Das war mir schon zu voll, das ist mir zu groß. Da bin ich zu alt für. Ich muss mal eben hier Fenster zumachen. Ich habe hier, wie man vielleicht hören kann, Straßenbahn voraus. Ja. Ich bin sofort da. Es hörte sich eher so nach Fußballstadion an. Weiß nicht, wo die liegen wollen. Ja, da ist gerade das Foto hier, was ich sagte, mit Ulf und mit Chris. So, da bin ich wieder besser. Ja. Ja, ich war ja auf dem Camp Citizen mit diversen Leuten und da ist zufällig der Chris vorbeigekommen auf dem Camp Citizen, weil das war ja privat, sonntags war das dann, samstags, war er privat mit seiner Freunde besuchen und so und ja, das war ganz witzig, als er da auftauchte. Für ihn waren es irgendwie nur, keine Ahnung, 10 Minuten von da, wo er da Bekannte hatte und so. Und ja, da haben wir auch so hier den ein oder anderen Barno-Cube angewürfelt bekommen. Ja, und da hatten wir allerdings ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen zu quatschen. Und das war ganz interessant, so ganz locker außen. Das ist also wirklich ein ganz netter Kerl, ne? Kann ich nur sagen, wenn er den mal trifft. Ja, der Chris Wayne. Also der Ulf ist auch nett. Ich habe den ja auch in Frankfurt. Ich war ja zweimal in Frankfurt. Hab mir so eine Führung haben wir uns geben lassen und so weiter. Die sind super nice. Damals vor Covid noch. Ja, also auf der Gamescom war es so, ich kam gerade an und dann sagt Dani, guck mal, wer hier ist. Und dann haben wir wirklich abwechselnd immer der eine mit dem anderen gequatscht. Also Dani hatte mal den Ulf, dann hatte ich mal wieder den Ulf für 10 Minuten. Dann ging immer so hin und her zwischen Ulf und Chris. Wir kamen auch von Höchstchen auf Stöckskin. Also wir haben da über jeden... Kommst du auch ganz menschlich, ne? So. Ja, über jeden Scheiß redest du mit den Jungs. Das sind eben auch ganz normale Menschen, wie du und ich auch. Guck mal, ganz rechts Ulf. Zweite von links ist Chris. Ja, der Mitch in der Mitte wieder, ne? Also. Wer ist denn der da in der Mitte nochmal? Das ist Dani. Das ist Dani. Ach, ich hab mir fast gedacht, ich hab den noch nie gesehen. Das ist Dani. Dani, du bist ja ein Hübschen. Ich bin jetzt gerade beim Wu. Ja, ich weiß. Hallo. Vielleicht gucken wir. So, dann lass uns mal wieder hier umschalten, damit die Leute auch nicht immer, damit die auch sehen, wer wir sind. So. Kamera nochmal an. Jetzt kommt meine Hackfresse wieder. Ja, ich mach dich wieder kleiner. Ich mach dich wieder passend. So, guck mal. So, da sind wir ja, meine Lieben. Wir machen Warm-up.
Hast du Ich hab- mitgekriegt, dass der Ja. Montoya ein Video gemacht hat zu einem geleakten Video? Nee. Das ist Und schlecht. zwar- Das sollte man nicht machen. Nee, und zwar hat er gesagt, es ist irgendwie ein Video geleakt worden ohne Sound in niedriger Auflösung, was sich auf Squadron 42 bezieht. Und wahrscheinlich werden wir das heute zu sehen bekommen. Und da muss zum Schluss ein richtiger Knaller drin sein. Und er hat gesagt, er bereut es, das schon in dieser schlechten Qualität gesehen zu haben, weil es bestimmt eben, es ist ja für heute gedacht, weil es dann bestimmt in einer guten Qualität HD mit Sound und allem drum und dran viel besser wirkt. Und Aber hat er dann hat es gesagt, nicht Leute, gezeigt. Er hat es nicht gezeigt. er hat's nicht gezeigt, er hat gesagt, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu schauen, tut's nicht. Ja. Erinnert mich an The Phantom Menace. Wisst ihr noch, Star Wars Phantom Menace ging rum auf VHS-Kassette, einen Monat bevor es ins Kino kam. Oh ja. Hätte ich mir auch gekniffen, hätte ich mir auch kneifen sollen. Hat damals, glaube ich, jeder, es war der erste Film, der ins Internet ging. Hat jeder gesehen. Jeder. Phantom Menace hatten wir auf VHS, wie gesagt. Ist schon ein bisschen her. Ja. Und dann haben wir da zusammen geguckt. Ja, mit 4 verschiedenen Sources, die zwischendurch gewechselt haben und allem drum und dran, ich weiß noch, ja. Ja, Zoller hat recht. Selber schuld, wer sich Leaks anschaut. Das stimmt. Du hast recht. Das gab's in 720p gestern für 30 Minuten auf YouTube. Echt? Oh, James, gut, dass ich das nicht gewusst und gesehen habe. Mann. Nee, das macht doch keinen Spaß. Bitte im Chat, Leute, nicht spoilern. Ja, genau. Ja, verderbt den anderen dann jetzt gleich nicht den Spaß. Ja. Wer spoilert, fliegt raus. Ja, auf jeden Fall. Er hast recht. Hier, ich habe Milo ist da und ist Stormmaster auch schon da. Milo schmeißt alle raus, die hier irgendwelche Sachen posten, aber Links gehen eh nicht gepostet hier bei mir. Ansonsten auf Twitch auch rausschmeißen. Alles wird gekickt. Alles gebannt. So, muss gestehen, ich habe ein bisschen geschludert. Ich habe gestern den Umschlag abgeschickt. Sind gleich im Stream. Ja, pass auf, gleich im Stream sieht das so aus, damit ihr das schon mal wisst. Gleich im Stream sieht das so aus. Oder auch nicht. Warte mal, wo ist denn der Chat? Guck mal, da kann ich noch ein bisschen optimieren. Zack. Ach, das habe ich verschoben vorhin, deswegen. Nachher sieht das so aus. Obwohl den Chat kann ich dann auch ausschalten. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ist das so okay? Können wir das so lassen? Das geht doch. Würde ich sagen, ne? Ja. Jetzt nicht zu aufdringlich. Also wenn es dann dazu kommt, dass irgendwas super Wichtiges kommt, wenn irgendwas Cooles kommt, dann machen wir so, ne? Dann mache ich so. Ist ja alles weg. Ja, muss ich nur mal gucken, wo der da. So, dann können wir noch das auch noch wegmachen und dann geht los. Dann müsste ich vielleicht mal. Die Alloys schalte ich gleich auch aus. Das heißt, wenn ihr hier noch was spenden wollt, dann jetzt. So, und damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzt, bevor das nachher losgeht, allzu viele. Ich werde auch hier den guten Bot loslassen. Wenn er. Da ist er. Da könnt ihr looten. Aber nachher mache ich Audio aus davon, dann hört ihr das nicht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Vielleicht mache ich dann so Handzeichen. Ja? So, wie gesagt, so sehen wir nachher aus. Ja, dann sind wir gleich zu dritt quasi. Der Mitch, der Gux und die Community. Und dann freue mich schon. Meine Erwartungen sind ja groß. Ne? Wir können ja einmal ganz kurz hier durchscrollen. Pass mal auf, ich scrolle mal hier durch.
was uns denn erwartet in 33 Mal Minuten. durch. CitizenCon 2029, 52. Rockabilly, dank dir. Ganz lieben Dank für deinen Support. Jetzt habe ich natürlich das VIP-Ding ausgemacht, ne? Nee, doch nicht. Wo ist es? Macht der noch Ping? Ich bin 1 Jahr alt. Boah, 12 Monate ist der Rockabilly schon dabei. Danke für deine Unterstützung. Warum kommt da kein Bildchen? Kannst du uns nicht nach unten packen? Dass wir Ja. nicht so mitten im Bild sind? Ja, ich hatte, weil ich nicht wusste, ob noch jemand kommt, unten sind noch 2 Platzhalter. So. Für Gäste noch. Ich kann uns natürlich nach unten packen. So ist besser, ne? Ja. So. So schön an der Kante ran. Ja. Ja. Guck mal. Da müsste man noch. Müsste ich dann nach unten. So, so ist das super. Perfekt. So, dann was ist gerade los? Also, wir haben heute CitizenCon. Das wird ungefähr 5 Stunden gehen. Plus, minus eine, haben sie geschrieben. Ich glaube eher plus als minus. Wenn es so läuft wie letztes Jahr, auf jeden Fall. Und wir werden nicht so wahnsinnig viel quatschen. Wir werden vielleicht mal 1 oder 2 sagen so, oh, oder so. Und dann chatten wir mit euch, denke ich mal. Ja. Damit wir was verstehen. Wenn es natürlich total langweilig ist, dann quatschen wir dazwischen. Oder wenn wir meinen, wir müssten was erklären. genau. Die Sachen schalte ich nachher auch aus. Das heißt, ihr könnt jetzt noch nuken und zirpen und so. Und dann wird nachher auch weg sein. Ja. So, also CitizenCon, was haben wir denn? Wir fangen gleich an mit Planetary Pyro. Aber sag mal, bei dem Squadron 42, hier steht ja gar nichts drin von Squadron 42. Wenn du sagst, das Video, da käme ein Video. Also sehr gut möglich, dass es kommt. Okay. Ist zumindest so eine Vermutung gewesen von Montoya. Meine Kamera stellt sich gerade nicht scharf, das geht mir auf den Senkel. Da tut mir leid. Das Die wird gleich irgendwie nachfahren. Hauptsache ich bin scharf. Ja, du bist eh ein Scharfer. Der scharfe Typ hier. Hast du Autofokus oder was? Ja, die Logitech Autofokus, irgendwas HD, Ding ist das hier, keine Ahnung, das muss irgendwie gleich mal kommen. Das ist, wie gesagt, Dachfenster hier direkt hinter mir und da kommt die Kamera nicht drauf klar. Wenn gleich dieses komische Ding da draußen, was Licht macht, untergegangen ist. Kannst du nicht Dachfenster zu und Licht anmachen? Ich habe bei mir hier das Dachfenster ist ja zu. Da ist ja sogar noch ein Rollo vor. Und trotzdem. Ja, dann gibt der Kamera, mach indirektes Licht an die Wand. So habe ich das ja auch. Indirektes Licht an die Wand und dann hat die Kamera ein bisschen besser zu gucken. Dann kriegt die dich auch scharf. Aber jetzt hat sie sich scharf gestellt, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich muss mich so ein bisschen guck mal, jetzt ein bisschen, ja. Ja, das kriegen wir schon. Du willst ja auch nicht die ganze Zeit in das Licht gucken, ne? So, dann. Also, wie gesagt, der Montoya hat ja zumindest ein Video zugemacht und meinte, das wäre sehr gut möglich, dass dieses Video hier zu Squadron heute kommt. Mal abwarten. Montoya ist der von Test, wer nicht weiß. Ja, genau, von Test Squadron. Ja. Test Squadron, und ich glaube, das ist sogar der Leader von denen und der macht halt auch YouTube-Kram. Ich glaube, das ist der Leader von denen. Oder? Ja, richtig. Den gucke ich nicht allzu oft, weil er auch viel labert. Komische Sachen erzählt manchmal. Ja. Muss ich mir nicht geben. Manchmal. Der hat auch manchmal die eine oder andere komische Ansicht. Ja, kann sein. Ja. So, dann haben wir Planetary Pyro. Damit fangen wir gleich an. Den gucken wir uns an. Da ist Maximilian Kehlich. Kenne ich gar nicht. Haben wir den schon mal gesehen? Kennst du die ganzen Leute? Ach Gott, denn den Namen habe ich schon mal gehört. Vielleicht hat man mal irgendwo Maximilian drunter gelesen oder so. Naja. So, dann Design Brief Investigations. Erforsche den Pitch-Prozess, eine neue Missionsarchetyp. Was soll das heißen? Da bin ich mal gespannt, was gibt es denn noch für Missionsarchetypen? Also ich bin ja immer noch für mit der
Starfahrer tanken. Das finde ich gut. Sprit von A nach B fliegen. Das wäre zum Beispiel ein Missionsarchetyp. Ja gut, die haben ja noch ganz, ganz viel Luft nach oben mit dem, was sie alles als Missionen machen können. Also mal gucken, was da kommt. Missionsarchetyp. So, dann haben wir... Was meint ihr denn? Hat schon einer? Ach, nicht spoilern. Ich habe die neue Sonde-Ausbringen-Mission gemacht. Ich habe heute die neue Sonde ausbringen. Die ist doch nicht neu. Bringen die Sonde dahin? Das ist doch ein altes Ding, Herr Dön. Das ist mein Schwager. Die Sonde, eine Sonde irgendwo hinschmeißen ist alt. Das ist eine alte Mission. Nein, Explore heißt nur für uns hier. Explore the Pitch Process. Also wir sollen den exploren mit denen. Also wir sollen den erforschen mit einem neuen Missionsarchetyp. Da bin ich mal gespannt, was das sein soll. Keine Ahnung. Wenn man sehen kann, was möglich ist. Vulture, Missionsarchetyp, geh hin und hol dir den Scheiß. Ist der neue Archetyp. Ja, irgendwas mit Storytelling, also irgendwas, was sie so ein bisschen in die Lore mit einbinden können an Missionen. Ich frage mich sowieso, es ist ein bisschen wenig Missionen. Typ. Ja, gut, hatte das jetzt auch nicht Priorität, ne? Ja, aber ich sag mal, Schiffe sind da. Wo sind die Missionen? The New, könnte natürlich eine verbesserte, aber das wäre ja nicht neu. Ne? Ich überlege gerade, das ist Bounty Hunting. Dazu bräuchte man Non-Lethal Weapons. Egal. New Underground, danach das Panel, also 3 Panels. Hier sind wir wahrscheinlich schon bei 18 Uhr. Wenn Kooperation, Kommerz und Caverns, sind das nicht Höhlen? Caverns? Collide. Reimagine, achso, Underground Facilities. Super. Warum ist das ganze Zeug Underground eigentlich? Warum bauen die nicht einfach irgendwelche Dinger oben hin? Also sie wollen uns zeigen, dass sie Keller bauen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Warum muss das Zeug im Keller? Zum Lachen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Das ist eine Mission für Westfalen. Ja. Mission für Westfalen. Die gehen zum Lachen in den Keller. Ja. Alle anderen machen ja eine Mission. So, wo sind wir noch? Was haben wir noch? Underground. Okay, dann nächstes Panel. Need for Multiple Speeds. So, hier geht's. Ja, da bin ich mal gespannt. Kommt das mit 3.18? Wir wissen es nicht. Also, Kampf und so weiter wird langsamer. Wahrscheinlich. We all know speed impacts combat. Wir wissen, die Geschwindigkeit wirkt sich auf den Kampf aus. Aber wie man die Modes meistert, bla. Es wird aber auf jeden Fall eine Menge Leute dabei. Da bin ich mal gespannt hier. David Coulson, Tyler Talbot, Yogi Klatt, das wird interessant. Und Johnny Young. Die wissen, was zu tun. Guck mal, jetzt heißen die schon hier Senior Gameplay Programmer 1 und Gameplay Programmer 3. Aber nicht Senior. Senior Game Designer. Ja, der Klatt, der ist Senior Gameplay Programmer 1. Ja, ist der Senior 1. Wo ich sage, klingt ein bisschen wie ein Titel aus 1984, aber... Need for Speed, also Multiple Speeds. Wir werden sehen, also vielleicht jetzt, ich will nicht noch mehr verschiedene Geschwindigkeiten haben. Wir haben dieses SCM und das, weil ich schon gar nicht mehr benutze, weil ich mir Kurven eingestellt habe für meine Sticks und ich benutze einfach nur immer Vollgas und fliege aber nicht Vollgas. Ich verstehe den Text so, dass sie eine gewisse Vorstellung haben, wie die Fights eben in Squadron abzulaufen haben und dass sie da eben Feintuning machen an den Schiffen, um das dann das eben auch im Persistence-Universe zu haben, ne? Ja. Das soll ja nicht so sein, dass sich das im Singleplayer großartig anders anfühlt wie im Multiplayer. Genau. Davon gehe ich mal aus. Also interessant wird's, wenn das Spiel, mal angenommen, das Spiel ist tatsächlich irgendwann mal draußen, Squadron 42, und das PU kommt dann auch
und das entwickelt sich weiter, auch noch nach dem Beta- oder Livegang. Dann wird sich ja höchstwahrscheinlich nochmal irgendwas am PU ändern und irgendwann kommt einer und sagt, oh, da gibt's ja noch einen Singleplayer von Squadron 42, das haben sie vor 4 Jahren rausgebracht. Dann spielst du das, gehst ins PU und denkst, was ist das denn? Spielt sich ja ganz anders. Das, ne? Weil die werden ja sicherlich nicht mehr an dem Verfahren von dem Singleplayer nachher sich was ändern, wenn es erstmal live ist. Oder meinst du? Nee, der Singleplayer hat ja Priorität und das soll dann im PU sich genauso anfühlen. Ja, aber ich meine, wenn jetzt Singleplayer kommt raus und es vergehen 4 Jahre und PU ist da, auch schon. Ja, dann kann das auseinandergelaufen sein bis dahin Ja, vielleicht, weil sie irgendwas am Oder Balancen gemacht haben im PU. Oder meinst du, wenn sie darin Sinn sehen, ja. Excelsior schreibt, oder 6 neue Bremsstufen für Gooks, genau. Need for Speed, noch mehr Bremsen, weil ich noch mehr Bremsen zur Verfügung habe. Das ist gut. So, Journey to Final Lorville Redux. Also wir bekommen hier, da sind auch 3 Leute für da, die uns erklären, warum sie die für Landing Zone Lorville neu aufsetzen. Polluted gut. City. Da werden wir mal sehen. Also das interessiert mich eher nicht. Vielleicht überrascht es Doch, mich ja. Aber doch. Ja, mich nicht. Das, ja, was ändern sie an Lorville? Ne? Ist interessant. Ich denke mal, die werden ja wohl ein bisschen was zu zeigen haben und nicht nur reden. Ich vermute, die Stühle werden auf den KIs stehen demnächst. Dass sie da vielleicht nochmal gearbeitet haben. Die Stühle stehen auf den KIs, ist auch gut, ja. Hör mal, NPC, du hast da einen Stuhl am Kopf. Die haben das Problem rausgefunden. Die haben erst die Stühle und dann die KI gespawnt. Jetzt machen sie es andersrum. Und dann sind die Stühle oben drauf. So, Powerplay, was haben wir hier? Danach, vorletztes Panel. Upcoming Resource Management System. Boah. Resource Management, betrifft das uns oder ist das im Untergrund? Also ist das System im Live Inverse as we know. From Combat to Player Homesteading. Das ist wohl an die Spieler gerichtet und geht dann eben darum, Basenbau und eben, ja, Multicrew-Gameplay steht ja da. Das ist wahrscheinlich auch, dann hängt das Next auch da dran wahrscheinlich mit, wo sind meine Sachen. Das hängt ja alles irgendwie zusammen auch. Also das Backend muss ja auch das Ganze unterstützen, ne? Und mal gucken. Ja. So, dann gucken wir weiter. Da bin ich gespannt, was passiert. Wer ist denn das hier? Thorsten Leimann. Ach, den habe ich glaube ich auch schon mal gesehen. Und Dan Truffin. Oh, der erzählt immer. Aber das ist ja alles aufgezeichnet und geschnitten und das schlimme Zeug wieder rausgeschnitten ist wahrscheinlich, weil ich glaube, der verrät auch immer Sachen, die er nicht sagen darf. So, dann Talking Ships. Annual Presentation from the Ships Team. Wir warten ja auf, ich glaube, zwei unannounced Sachen sind irgendwie noch. Ein Schiff und ein Auto oder so, glaube ich. Hängen da noch irgendwo in der Luft. Also Portemonnaies festbinden. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Presentation from the team. Discover the latest vehicles throughout the pipeline. Concept, new flyable to new flyable and new twist to this year. Voting on a new ship to come. Achso, dann dürfen wir wieder abstimmen, was wir gerne hätten. Ein Minenräumer oder ein... Ist jetzt nur mal geraten, ne? Ein Minenräumer oder ein... Pizzaboten. So ein Pizza-Auto wäre nicht schlecht. Ja. Food Delivery, das könnten auch die Missionen sein. Eine neue Missionsarchetyp ist Döner-Taxi. Bring das Essen, nimm die 3 Essen mit und liefer die an 3 Monde aus. Und zwar innerhalb von 35 Minuten. Ja, ohne dass du einen Gammelfleisch-Skandal am Hals hast. Sonst wirst du nicht bezahlt. Je schneller du bist, desto mehr muss noch warm sein. Tipp kriegst du. Hm? Mobile Pommesbude, genau. Vielleicht ein neues Abkommen zwischen Schule und NPC. Kommt demnächst die Cutlass Pommes Truck. Die Cutlass Pommes. Cutlass Fries, genau. Ja. Nehmen wir mit.
Auf sämtlichen Kirmesplätzen im Würstchen ist zu finden, gehen dann links und rechts die Türen auf und dann wird von da aus Pommes vertickert. Wäre doch mal was. Fände ich lustig. Ja, ist gut. Man könnte, ja. Ey, Burger King nicht, da habe ich jetzt die neueste Reportage gesehen. Danke. Was könnte man denn da für ein Schiff nehmen? Ich glaube, die Terrapin hat einen schönen dicken Bauch, da kannst du viel Frittierfett reinkippen. Vielleicht bleibt das so, wegen der künstlichen Gravitation, bleibt das einfach drin. So, weißt du, machst die Türen auf, dann hast du künstliches Frittierfett, so schwimmendes Frittierfett in dem, wer weiß. So, das passiert auf jeden Fall. Wann geht's denn los? Ich guck noch mal hier, wie viel? 17 Minuten. Ei. Ist denn schon... So, wir gucken mal, ob wir schon Twitch haben. Twitch TV Star Citizen. Ich habe meinen Wir haben Browser dieses Mal keinen Tony Z dabei, ne? Oh. Gibt's schon was? Ja. Stream starts in... Dann mach ich mal hier unser Audio aus. Also meine Musik. Schön. So, seid ihr auch schon gespannt? Nochmal gerade hinsetzen. Ich bin gespannt. So, jetzt habe ich einen Aufwand. Nee, was ich gerade sagen wollte, kein Tony Z diesmal dabei. Der hat ja letztes Jahr dieses Panel zum Schluss gehalten, wo der ohne Punkt und Komma und ohne Luft zu holen geredet hat in einem Zug. Ja. Was sehr interessant war, aber auch sehr anstrengend, vor allen Dingen, weil es zum Schluss kam. Wo die Leute alle schon ziemlich durch waren. Der ist Tony nicht dabei. Ja, also wahrscheinlich, Tony zu der arbeitet der arbeitet doch an dem Quantum. Quantum. Also dem immer noch das Economy beste Panel. und NPC System. Das war immer noch das beste Panel. Wenn das nicht gefaked war, dann, weil ich mir nicht vorstellen kann, dann, wenn das nicht gefaked war, dann ist das Geilste, was wir kriegen können. Das Tool hätte ich dann gerne privat. Um zu sehen, wo die Händler hinwollen. Ja, genau. Ja, ansonsten, wenn ich mir hier den Schedule so anschaue, sieht es nicht so aus, dass sie den gleichen Fehler machen wie letztes Jahr, dass sie all ihr Gold im ersten Panel verschießen. Weil ich fand letztes Jahr die interessanten Sachen, die so die Eyecatcher auch waren, kamen direkt im ersten Panel. Ja. Mit Pyro. Ne? Wir haben zwar jetzt auch wieder Pyro, aber wir haben auch so ein paar andere Panels zwischendurch, die immer noch interessant genug sind. Mal abwarten. Warte mal, ich gucke nochmal eben auf Was ich generell schade finde, ist, dass du eben nichts Großartiges von Chris Roberts hast. Ne? Also so eine Keynote-Präsentation, wie wir sie früher immer hatten, fände ich trotz alledem, dass wir hier das quasi live on tape nur bekommen, finde ich trotzdem schön. Wo er irgendwie was zeigt und selber kommentiert. Wir haben ja ein bisschen kommuniziert. Ich darf noch nicht verraten. Wir haben ein bisschen kommuniziert und wir wissen ja, dazwischen den Panels kommt Jared. So ein bisschen. Das wissen wir ja jetzt schon. Mit auch noch Sachen, die jetzt da nicht explizit aufgeführt sind. Ja, also mit irgendwelchen schönen Aktionen und so weiter und so fort. Wir werden jetzt also nicht nur die Panels da rauf und runter huschen, auch wenn das ja alles aufgezeichnet ist. Da kommt also tatsächlich noch mal ein bisschen Leben rein. Möglicherweise hat der ja auch noch den Chris Roberts im Gepäck. Mal. Weil die haben ja gesagt 5 Stunden. Wir sehen ja hier auch nicht, wie lange die Panels gehen. Ja, wir sehen ja nur, das sind, was ist das, 8 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Stück. Richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Panels. Korrekt. Da wird der eine länger und der andere kürzer sein. Das eine länger und das andere kürzer sein. Geplant sind etwa 5 Stunden. Plus minus eine, haben sie gesagt.
Je nachdem. Das heißt, die +-1 würde ich mal Jared zuschreiben und wie lange dann vielleicht noch Gespräche gehen mit Developern und so weiter. Ja. Da werden wir sehen. Rockabilly reißt sich zusammen. Reißt sich zusammen. So, den Chat wollen wir hier, glaube ich, nicht sehen, oder? Meine Güte, guck dir das mal an. Wollen wir den Chat nachher sehen? Ne? Nee, meinst du, was hier gerade auf dem offiziellen Kanal abgeht? Ja. Meine Herren. Ja, da geht gerade viel zu viel ab, dass man da irgendwie gescheit kommunizieren könnte. Ja. Ich blende den mal aus. So werden wir jetzt quasi. Ich finde es ein bisschen. Sollen wir uns noch ein bisschen kleiner machen? Soll ich uns noch ein bisschen kleiner machen? Ja, mach uns mal ein bisschen kleiner. This is Modern Warfare Music, schreibt einer. Ja? Ja. Klingt so ein bisschen nach Modern Warfare, ja, das ist wahr. Ist das so klein oder geht das so? Geht so, ne? Ist doch okay. Ich finde, so ist gut. So nehmen wir nicht so viel Platz weg. Alles gut. Ja gut, den Chat, den solltest du in der Größe lassen, dass man ihn noch so ein bisschen lesen kann man ihn nicht lesen. Kannst du, lass ihn doch ein bisschen größer und mach eine Transparenz einfach drauf. Ja, er ist ja Achso, den ganzen Chat transparent, meinst du? Ja, so eine leichte Transparenz nochmal drauf. Warte, dass er einfach ein bisschen dezenter wirkt. Kann ein bisschen schmaler machen. Der Bombex schreibt, er ist zufällig hier gelandet. Ja, heute ist CitizenCon. Das gibt's Neues. Herzlich willkommen, dann machen wir den so. Ja. In 11 Minuten geht's los. Und wir sind im Warm-up quasi. Was gibt's Neues bei Star Citizen? Das wirst du gleich erfahren. Wir sind alle sehr gespannt. Color Grading. Nicht Color Grading. Ja, richtig. Viele kritisieren das Game, aber Millionen sitzen jetzt davor und warten auf die neuesten News. Millionen? Wie viel haben wir denn hier? Wir haben jetzt knapp 9000 Zuschauer auf dem offiziellen Kanal. Bei mir? 9000? Nee, jetzt geht's gerade hoch. Jetzt sind wir gerade bei 10.480. Also es wird langsam mehr. Es sind ja immer nur geschätzte Zahlen hier. Ja. Und dann verteilt sich das Ganze natürlich noch auf die Streamer. Wenn ich hier bei Twitch gucke, ist irgendwie die komplette deutsche Community am Restreamen. Ja. Und damit verteilt es sich eben auch nochmal. Also Interesse ist schon da von der Community. Der ein oder andere wird dabei sein, der wartet darauf, dass Chris Roberts sich hinstellt und sagt, vielen Dank, ich konnte jetzt mit der halben Milliarde meine Mondbasis endlich bauen und bin jetzt weg oder so. Keine Ahnung. Ist das überhaupt noch lesbar? Warte mal, ich mach da mal ein bisschen mal eine Vorschau. Ja, das kann man sehen. Den Chat kannst du so lassen. Ja, und der Adrian oder Adrian schreibt gerade, man kritisiert doch gerne Dinge, die man liebt. Ja, so ist es auch. Man will ja mit Teil sein von den Leuten, die das Ganze auch noch verbessern. Und das sind wir ja eh hier als das ist korrekt. Community. Ja, du bist da eh so ein Vorzeigeexemplar, ne? Du kritisierst ja auch ganz gerne eben, ne, aus Liebe zum Spiel heraus. Ja, das sage ich auch immer dazu. Also Kritik muss erlaubt sein, aber in beide Richtungen, ja? Und dann ist alles gut. Ja, es ist, wenn dir eine Sache irgendwie dann scheißegal ist, dann Genau. sagst du da auch nicht mehr viel zu.
Ich sag zum Beispiel zum letzten Battlefield nicht mehr viel. Und das Okay. heißt was. Ja, okay, Ja. das ist natürlich blöd. Ja, stimmt. Das ist wie meine Frau zum Beispiel, wenn die schlecht kocht, dann sage ich ihr, hör zu, ich habe gehört, das hat nicht gut geschmeckt. Hat jemand gesagt. Ja, das ist nur habe ich gehört. Ja. Und die haben alle gesagt, das hat nicht geschmeckt. Und machen wir besser. Der ist super. So, ich habe es nicht, weil meine Frau es verboten hat. Alter. Aber ich befürchte, nach den News verkaufe ich den neuen Kinderwagen und kaufe neue Komponenten für meinen PC. Richtig. Ja. Das Kind lernt ja dann außerdem schneller laufen. Ohne Kinderwagen, wenn der Druck groß genug ist. Läuft das Kind plötzlich von ganz alleine. Ist heutzutage jetzt alles nicht mehr so leicht. Ich habe vor 2 Tagen Post von Stadtwerken gekriegt. Und muss mal gucken, ne, wo man, also da muss schon heute ein schönes Schiff kommen, dass ich sage, okay, ich greife jetzt mal ins leere Portemonnaie. Aber dann, ja, Kinderwagen verkaufen geht natürlich auch. Ich musste Öl kaufen. Weil der Öl? Winter ist kalt. Ja, ich habe eine Ölheizung. Ja, du, ich habe vor 3 Jahren noch eine neue Gasheizung einbauen lassen. Bravo. Ja. Das hat die quasi jetzt das Doppelte gekostet. Richtig. Richtig. Also ich habe jetzt den doppelten Abschlag demnächst. Mhm. Schön. Ist schön. Schön. Aber das sind andere Zeiten, also andere Themen jetzt in der Zeit. Die Zeiten sind scheiße, aber wir machen uns heute einen schönen Abend. Wir machen uns heute einen schönen Abend und das hoffe ich ihr auch. Ja, die Preise für Nieren sollen gestiegen sein. Ja, schönen Dank auch. Schön. Ich freue mich auf 3.18 und hoffe, meine Gebete werden erhört und dass wir den Leuten die Kisten demnächst aus dem Schiff rausklauen können. Nachdem wir die abgeschossen haben. Worauf freust du dich? Ich würde mich schon freuen, wenn das jetzt mit dem Server-Meshing innerhalb der nächsten Monate immer mehr vorangeht und man immer mehr in Richtung geht, dass man sagt, okay, wir machen jetzt keine Vibes mehr. Dass wir irgendwann in eine Beta reinkommen und da heißt es, okay, es wird nicht mehr gewiped. Also zumindest, was weiß ich, dein Kontostand wird nicht mehr gewiped oder sowas. Oh, Weil, bitte? Warte mal. Jared im Hintergrund. 5:30, 5:29, 5:28, Ah. 5:27. Why? Ja, der zählt. Ja. Jared macht sich schon wieder lustig über die Ja, Leute. richtig. Meshing, aber für Meshing brauchen wir, damit das richtig gut wird, weil Meshing heißt ja mehr Leute und mehr Leute heißt, wir brauchen mehr Platz und mehr Platz heißt, wir brauchen auch Systeme. Hey, all you moderators. Ja, und Meshing heißt auch, dass es besser läuft, runder läuft, ne? Dass wir mehr Performance auch kriegen. Mhm. Und dass auch der ganze Rest zusammenkommt. Stichwort der neue Gen 12 Renderer und sowas. Und dann, dass wir innerhalb, ich sag mal, der nächsten 2-3 Jahre endlich mal am Punkt kommen, wo es sich auch dann lohnt, da einzusteigen für die Leute, die momentan noch warten, weil sie sich sagen, was soll ich grinden, wenn immer alles zurückgesetzt wird. Da habe ich Ja, zum das Beispiel bei mir im Clan viele Leute, die die Pfoten von dem Spiel weglassen, weil die sich eben sagen, bringt ja nichts. Aber du kannst das ja erst, ich hau noch mal ein Ticket raus für die Leute, bevor es losgeht. Du kannst es ja erst vernünftig machen. Du kannst ja erst das Wipen weglassen, wenn du die Systeme so stabil hast. Ich glaube, bevor zum Beispiel, sag mal schnell, bevor zum Beispiel Quanta reinkommt und das nicht schon 3-mal durchgetestet wurde mit Wirtschaft und Warenwirtschaft und was kostet der ganze Spaß und so weiter, dann werden immer noch mal Wipes kommen müssen. Also das wird auch noch dauern, selbst nach dem Meshing. Ich glaube, das ist bis in die Beta rein wird gewiped werden. Ja, bin ich mir bewusst, aber ich hoffe, dass es schnell bis dahin geht. Toi, toi, toi. Ich sehe erst die kurzfristigen Ziele, wie zum Beispiel Combat Logging weg und dass man den Leuten die Sachen wegnehmen kann.
Und damit die endlich mal mit Begleitung fliegen und so ein Kram. Und nicht mehr ausloggen und mich beschuldigen, ich würde denen den Spielspaß kaputt machen. Denn die machen mir den Spielspaß kaputt mit ihrem Combat-Logging. Oh, Combat-Griefer, sagen wir auch. Combat-Griefer, ja. So, ich sehe schon riesige Schlangen vor der Blutspende und blasse Gamer und Streamer. 1000 Leute in einem System wären sehr, sehr viel. 1000 Leute. So, bevor es jetzt hier gleich losgeht. Ich mache jetzt gleich hier die Alerts aus. Da müsst ihr euch nicht wundern. Und den Community-Block, das heißt, hier gibt es keine Puffs und keine Banks mehr. Die sind dann weg, damit wir uns hier auf den ganzen Kram konzentrieren können. Wenn irgendwas Großes ist, mache ich hier auch Chat und uns weg. Damit wir uns halt in schöner Ruhe groß angucken können. Hören könnt ihr uns dann trotzdem noch. Wir werden aber wir werden so ein bisschen seicht durch den Abend. Wir werden O und A sagen und in Chat schreiben. Ja. Also. Das Ganze ist eine Watchparty. Ne? Genau. Wir machen hier eine Cook-Party mit euch zusammen. Genau. So. Eine Cook. Wenig bla, viel Cook. Die Cook, genau. So, und da das ja hier noch 1 Minute ist, denkt dran, bei mir gibt es der Triple zu gewinnen. Ich habe ein Triple Giveaway von CIG gesponsert. Aurora MR, Avenger Titan und eine Cutlass Black mit Pirate Skin und alles mit Package und LTI. 3 Leute. Mein Bild ist verschwunden. Verschwommen. Mein Bild ist verschwommen. 3 Leute können gewinnen. Es gewinnen 3 Leute. Und zwar einzeln. Nicht einer gewinnt alles, sondern 3 Leute gewinnen die Sachen. Aber mit den Tickets, die jetzt hier verlost werden, könnt ihr ungefähr in 3 bis 4 Wochen habt ihr 3-fache Gewinnchance. So. Ich mache die Alerts aus. Und den Community-Blog auch. Und jetzt gibt es nur noch uns beide. Sag nochmal ein testweise was. Testweise was? Sehr gut. Gut. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß. 30 Sekunden, dann geht's los. Das Schöne ist, da die ja hier vorproduziert haben, kann man davon ausgehen, dass es auch pünktlich losgeht. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo die 3 Stunden später angefangen haben? Lass mal lieber, sag das mal lieber nicht so laut. Sag das mal lieber nicht so laut. What my favorite thing about the community is? What am I gonna say? It's gonna sound cliche, but they believe as much as we do. I love them because they continue to support us. It's the only thing that's kept me going. I've seen a lot of games and I've seen a lot of invested players, but They're right there with us throughout the whole process. It's unlike anything I've ever worked on. The thing I really like the most about the community is how welcoming they are. To new players entering the verse for the first time. New players come every day, and I find that they're always happy to show people the ropes. I found it very wholesome. When I first did the CitizenCon, where I got to fly the Carrack, everyone was so supportive, and the cheers I got when we were flying through that wormhole was unbelievable. Their effort they put into, like their creativity. Such as building a simulator inside of an entire RV or... Machinimas. I love watching them on my lunch break. I enjoy watching the videos and the content. There was one recently on Twitter where it was like the 100 players entering the atmosphere that just looks really grand. I love all the memes. Some of the incredible fan art and passionate drive that you see come out of them is fantastic. How they come up with crazy ideas each and every day and surprise me. I really like all the crazy shenanigans they get up to in the PU. I can't cuss, can I? The new and exciting ways they find to break shit. Just the random stuff that you do. It's not like the gameplay we intend.
people doing crazy stunts in their ships. I'm from the character team. That's why I think it's cool when they show off all the ships, because that's really the only time I get to see them. They create the community by themselves, and that's really, really cool. My favorite thing about the community around events. Going to Bar Citizen. It's always fun to meet some of the backers. They've all been lovely to me in person. Even if they're like really frustrated, you can tell it's just, they have so much love for it. I really like it when the community is very detail-oriented about our work. To see how excited they are about our progress. How much inspiration we get from them, from their ideas. I love the genuine enthusiasm. The quick turnaround on feedback. I love that. And how they're always interested in what's coming up. I especially appreciate the people who are able to keep track of dates. They, call us out. It really impacts our decision-making process for, what did we do right? What did we do wrong? It is the most rewarding thing in the entire development process. We're not making the game alone. We're making it with the community. Still keep faith in us. They really do make all this possible. I'm living the dream. We all are. My favorite thing about the community, it'd be impossible for me to narrow it down to one. And if somebody said you had to, I'd probably just turn and walk away. Hi, I'm Chris Roberts. Ever since I saw Star Wars as a wide-eyed 8-year-old, I dreamt of being a hotshot pilot saving the galaxy or a lovable rogue making my way across the cosmos. It inspired me to make Wing Commander and has influenced everything I've done since then. 10 years ago, after 20 years of making games, I was burned out, so I took a break. But I never stopped playing games nor loving them. And now, I'm ready to come back, and I'd like to show you something I've been working on. But I don't want to build any old game. I want to build a universe. I want to build a game I always wanted to build, but I didn't have the tools to do until now. One that you can fly off a carrier fighting heroic. Ziehen das gerade echt durch, ne? But also one that you can muster out and find your own fortune in the stars wherever your spaceship takes you. I want to be able to share this experience with my friends and fight against real opponents in space, not just AI. And I want this to be as good or better than any other game out there. And I want to actively push the boundaries of what you can do in a game. None of this would have been even possible 2 years ago. But with Moore's Law driving PC performance and cost and the gaming community embracing talented developers via crowdfunding, I believe it is possible today. I've never been accused of having a small vision, and so I thought it was best if I share my ambition with you visually. I'm pretty excited by how it's joined out, so why don't you come join me for a sneak peek? Für mich wie 2012. 10 years ago, I stepped out onto a stage at GDC Online in Austin, Texas, and revealed Star Citizen to the world. We broke all records in crowdfunding, helped kickstart a revival in space games, and embarked on a journey with all of you to build the most immersive virtual universe ever conceived. I did say that I'd never been accused of having a small vision all those years ago. Every year since then, we have celebrated our anniversary with what we dubbed CitizenCon, a celebration of all of you, our community, without which we would not be here. When I made the original pitch for Star Citizen, there were no employees, no studios, and just a proof of concept demo cobbled together in CryEngine by myself, the help of a few people in their spare time. You couldn't play Star Citizen as it was an idea, not a game. The first few years was more talk and not as much show, but we managed to release the Hangar module in 2013, Arena Commander in 2014, and the first steps into the persistent universe with Star Citizen Alpha 2.0 at the end of 2015. The real game changer was Star Citizen Alpha 3.0, which we released at the end of 2017, which allowed players to first step foot on fully realized and detailed moons instead of just traversing space. 2018 brought the first planet in Hurston, and from there we filled out the rest of the Stanton system from ArcCorp to Microtech and finally Crusader with its floating cloud city of Erasan last year. Today, there are just over 4 million registered accounts, with 1.7 million of them having purchased the game. And while we still have lots of features and content to build before I'm ready to consider Star Citizen done, people are playing more than ever. This year, our average daily unique players is around 50,000, and we have peaked at 130,000 several times this year. This compares with just under 10,000 back in 2017 and 32,000 last year. But the most amazing stat is the average playtime of someone that logs in 2022 is 3 hours a day. Back in 2017, this was 48 minutes. 64 minutes in 2018, and then jumping to 2 hours in 2019. From there, we've been steadily increasing. In 2022 alone, people have spent 36 million hours in the verse so far.
So this is a testimony to the hard work, the development, and our online teams have been doing to make Star Citizen, even in its alpha state, more performant and stable than it's ever been, and the increasing amount of features and content that are available making for viable daily gameplay, even in Star Citizen's alpha state. Cloud Imperium Games has grown just as much. Today we're at 835 staff worldwide, all dedicated to building the most immersive virtual science fiction universe ever. In the next few weeks, we'll be welcoming 500 staff to their brand new studio at Manchester Goods Yard in Enterprise City, where we are filming this show from. All of this is down to your patience and support. Building a game of the scale, detail, and scope of Star Citizen as it is conceived today that allows us to seamlessly go anywhere from inside to outside, from space to planet, with no loading screens, all with millimeter detail, with everything being explorable, persistent, interactable, with thousands of players online together at the visual quality of the biggest AAA games is perhaps the most ambitious goal that has ever been set off towards in gaming. I am both humbled and thankful of being in the position of chasing my dream to build a truly immersive universe. And it has only been possible by building it outside the traditional publisher system, with a direct relationship to our secret source, you, our community. The strength of the Star Citizen community is the real unwritten headline to our longevity and future. The connections and friends people have made along the way, the events organized inside the game and outside by the various orgs. This year, we've had 140 Bar Citizen events put on around the world, with some of the most recent being in China, South Korea, Singapore, Paris, and Florida. The Chinese Bar Citizen had over 300 attendees and a 5-meter-long 3D printed model of the Retribution super battleship from Squadron 42 built by the local community. Hopefully, next year we can return to an in-person CitizenCon, and I and the rest of the team at CIG will have the chance to spend some time with you in person. But for now, let's get the show on the road. 10 years ago, the ship I arrived on was a single-seater. Where we're going in the future, we're going to need a bigger ship. I present to you the only constant. You may have thought it was green screen, but we need something a little bigger for where we're going to entertain you and tell you about the game in the future. Here's a dedication plaque. The only constant in game development is change. Constellation Phoenix, my favorite ship. Prototype by Roberts Space Industries, commissioned from London Shipyards, Earth, Sol 3. Launched October 2952, Manchester Starport. Captain Jared Huckabee. Jared, that wasn't the deal. You weren't going to be the captain of the ship. I sent an email. Oh, that must have gone in my junk folder. Okay. Take a seat. Geil. Okay. Das ist schon ziemlich cool. Nice little setup here, isn't it? Und ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es euch im Chat gegangen ist, aber ich habe zwischendurch Gänsehaut gekriegt bei der Rede. He knows what I like. So what do you have? Well, let's do a science fiction drink. Can you do a Pangalactic Gargle Blaster? Pangalactic Gargle. Pangalaktischer Donnergurgler. No, I can do Alles this klar. really dry martini that we had pre-prepared before shooting. Wow. Hey, it's our first show. We gotta start small. Prost. Zwischenprost. Hey, we'll get better. So what do we toast to? Well, the past 10 years and the future, the next 10 years and beyond, and the community. Oh, we did that as an area. Cheers. And cheers. Zu früh angestoßen. So, jetzt nochmal. Prost. We didn't even plan that. Oh, right. Yes. Wow. All right, so. That is strong. Vodka. That's why we didn't cover that. Der So what do Stream you ist sehr think? leise. I don't know where that's from. Stegman Cordamon, Voyager. Nice. It's a bit blingy. I mean, you do look like you're a Knight of the Roxbury. Yeah. Night of the Roxbury. Yeah. No, Twinsies. I'm not going to be a twinsy with you. Twinsies? No. Let me check the rest of the set out. But So, it's jetzt. tailored. It looks good on you. I'm not saying it'd be the same for me. Oh, wow. Look at all these cool artifacts. You got this Hadician artifact. There's a bunch of stuff here. That's really cool. Wer macht denn sowas? CitizenCon trophy. Wow. That's brilliant. Yeah, well, Dave had to hook me up. You're gonna sit in my chair. I am. Kurzen It's a very Stuhl nice chair. eingebaut. I like a desk. We've got a bobblehead. This is a great place to interview people from. What's it like sitting over there? I'm getting a newfound appreciation for how awkward it is on this side. So what do you think? We should start the show? I think we should start the show. All right, let's start the show. Our first presentation of the day is Planetary Pyro with our good friend Maximilian Kailish from our Frankfurt studio. He's going to take you on a tour of 6 of the neat locations coming in the upcoming Pyro system, the first of our Journey to 4.0 presentations of the day. So take it away, Max. I really want my chair back. That's a very Geil. nice chair. Schönes Ich Studio. spreche kein Englisch, aber ich kann Lippen lesen. Schreibt der Star. Okay.
My name's Max. I'm here on behalf of the Planet Content Team today. Also ich fand, das ist schon mal ein guter Start jetzt gewesen. Ja, besser als letztes Jahr. Auf jeden Fall. Worked on in the last 2 years. So I have Pyro 1 open already. It's live in engine. This is like the current version of Pyro, so we're still gonna do like a polish pass on it. So not everything is done, but we still wanted to show you what we have so far. So the idea behind Pyro 1 is that it gets hit by solar flares like repeatedly. We got some concept art from the concept art team, and the way that they visualized these solar flare hits was like glowing marks and streaks all over the planet. Unfortunately, the tech for the glowing part of it is still being worked on, so we had to make do with what we could use. So it's not glowing, but you can still see a lot of the blue coming in. Yeah, as you can see, Pyro 1 already has some volumetric clouds. Not all of the Pyro planets have their volumetric clouds yet. So let's jump to one of the blue spots on the planet. I just tweaked like the sun position a little bit to make it look a bit nicer. And then you can see why it's blue. We added like tons of these crystals to Pyro 1. We've used crystals before on Wala, but I think we were a bit too we played it a bit too safe on Wala. I think we only put like crystals as ground cover assets. But for Pyro 1, we really wanted to push the shapes. So you can find like these really large crystals here. Heisenberg would be really happy here. Okay, then another interesting thing to highlight here, plants over there. So what's interesting about those is we made them like 3 or 4 years ago. They were supposed to be part of like a mission on a space station. The mission was scrapped, unfortunately, and ever since then this asset set has just been sitting in our like vault. It's a really cool plant set, and I'm happy that we finally found a spot to use them. So this is another spot I want to highlight. It's also important for us that we do add something memorable to each planet. In the case of Pyro 1, it's this spiky rock set that looks really intimidating. We tried to push the scale of the assets for the Pyro system. We felt like by now we got like the basic rocks and the scattering of the basic rocks to like a very good quality. So now we can explore more crazy shapes, I guess. And this is one of the sets that we made. It's not done yet. It still needs a polish pass. But I wanted to show you guys what it feels like when you're in-game walking around here. Now I want to show you my personal favorite biome of Pyro 1. It's this biome here, which has these really cool looking rock formations. They are massive in scale. Like if I jump in-game here, you get a good feeling for the scale of them. Yeah, it's possible to land your spaceship on them. Warum sind die so? It's probably really fun to race through here. We can imagine that this is going to be like a nice combat space as well, because they do provide nice cover. Let's just jump to a couple different areas on Pyro 1 before we move to Pyro 2. Ja, wir sind so gewachsen, weil es cool aussieht. Ja, da gibt's die Pyro-Giraffen und die reiben ihre Hälse daran. Das ist, damit ich da sterbe. Dafür ist das da. Damit du da stirbst, genau. So now we're on Pyro 2. In comparison to Pyro 1, you can immediately see the planet is like way more colorful. There's more variation in the use and values of the colors. We have like browns and like white spots, some red, and it's all contrasted by like a blue, clear ocean. Wir haben noch Platz für dich. Wieso bist du denn da? Yet, but they will be there at release. So now I jump to one of the biomes of Pyro 2. What I want to highlight here is
the improvements that we made to how acids spawn on the side of mountains, that was something that was always quite challenging for us to do, to have some natural transition from the terrain to the geometry, and then also have like the rocks form in a natural way. Now we can make nicer rock formations. It's not quite there yet. There are still improvements planned for it, but I think in comparison to what we had before, this is a big step forward. Also, what you might see is the drawing distance of acids has been greatly improved. So everything you see here in the distance is actual geometry. So if we were to fly all the way over there, you will see that this is like cliff formations. And I think it looks really cool, like the silhouette of the terrain. Yeah, let's fly through the canyons. Yeah, I would do this in a spaceship, but I'm horrible at flying, so I'm just going to use the camera in editor. So now I jumped ahead to a really cool biome on Pyro 2. It's simple, but I think sometimes less is more. In this case, what sets this biome apart from the rest of the planet is that we added these calcified trees, and they spawn in very dense clusters. So you almost get like little forests of them. So it's supposed to look very dry and kind of dead, but still in a pretty way. Okay, if we look at it from this angle, what I really like about this biome is the contrast that you have here on the terrain. It's pale, it's dry, but then in the background you have like the nice clear blue ocean. So this is one of the red areas on Pyro 2. It's kind of like a sandy desert, but we try to add like a lot of different geology assets, different mixes of bushes and grasses. So it's not like a dead desert, but it feels kind of lively. And you find like lots of foliage here. We have like these cliffs in the background, which are pretty dark. And it's another nice contrast of this planet, where you have like the saturated red terrain and the dark bedrock. So jumping to this point here, what I want to highlight is the improvements that we made to our ground textures. So previously, like 2-3 years ago, we had to rely a lot on ground cover acids to add geometry and detail that the ground textures alone couldn't give us. But ever since we got terrain displacement, we get like really nice shapes just from the textures alone. And then if you combine it with ground cover acids, yeah, the result is really successful, how things blend together and the amount of detail that you see on the ground. So now we're on Pyro 3. You saw some of it during last year's keynote demo. But I want to use the opportunity to give you like an in-depth look at some of the biomes. So last year you saw that like yellow is kind of the accent color of Pyro 3. So from this distance you can see through the volumetric clouds like a lot of the yellow coming through. We talked about what's making it look yellow, which is the moss, and I want to like jump down to the planet surface and show you the amount of detail that you will see when going up close to the moss. So we're down at the surface now. I'm just going to jump in game. A lot of time and effort was spent on making the moss look just right. So like the right level of fluffiness and density. So it looks really nice when it like covers these rocks. And then we also have like lots of smaller moss on the ground. We combine it with like yellow grass. And it makes for like a really interesting biome. So it was really important for us to make this biome look really dense. So we pushed the amount of acids that we're using. So it's basically completely covered in foliage. Compared to Hurston, for example, Hurston and Microtech, which are probably our densest planets when it comes to foliage, this is way denser. The good thing is that we don't have any trees here, so all the budget we can use on ground cover, on grass. Now we jump to a Pyro coast biome. The improvements we got to the coast biomes is that we can now use a OPR override for every single biome.
Previously, we could only use one global override per planet, which, as you can imagine, is not enough when you have something like Stanton 4, where you have snowy regions and the spruce tree regions, and one object preset just can't cover every coast. We added these coral, like coral geology set to have some of the yellow also along the coast. So you see here, we always have like a little bit of yellow coming through, and eventually it transitions into the nice mossy areas. Previously, when we made coast object presets, we played it a bit safe and only used 1 or 2 asset sets. But due to the fact that we can now push the density along the coast as well, you can find different kinds of coral, seaweed, different pebbles and rocks, and other stuff. Now I jump to one of the volcanic regions on Pyro 3. You might not expect to find vegetation here, but we did add a little bit of vegetation to this region to make it a bit more interesting. What I want to highlight here is the quality bar that we set for ourselves when it comes to improving the look of our vegetation. So this is one of my favorite new vegetation sets that we created. You can see the amount of detail on display. Das sieht doch aus, als könnte man da nice rauchen, oder? Flowers and these like knots or whatever, like pots. And it's just like a really cool asset set. So when flying over the volcanic regions, you will find pockets of these scattered all around, just to make the area like a little bit more lively. Before we move on, let's jump around to a couple more places. Ich bin voll auf Pyro-Hanf. Knallt wie Sau. Aber wenn sie da die ganzen Pflanzen und so machen, die sollen sie ja nicht wiederholen. Auf den anderen Planeten und so, an den anderen Systemen, das ist ja eine andere Fauna. Pyro 4, which is my Flora. personal favorite of the Pyro Wie lange system. dauern die? Yeah, wie lange just dauert full das? disclosure, you can probably tell that the clouds here are not done yet. They do look a bit busted, but yeah, they will look amazing once the planet comes out. So let's focus on the terrain shapes. We created some of these terrain shapes special for Pyro 4 because it's loosely inspired by like Scottish Highlands. So there's not a lot of like verticality, not a lot of trees. So everything is kind of coming from the terrain and from the smaller assets that we scatter on the terrain geometry. So jumping in game, and then you can see the amount of ground cover assets on display, the variation in color, but it's all grounded by like the color of the soil. And it just looks like we have multiple new vegetation sets on display here. So first of all, we have this bush set here, which is called, I think it's called a fire stalk, which, yeah, it's kind of like a modified version of the real world thing. They add like a little bit of color to the area and make things pop. Then we have these ones here. I forgot the name of the asset set. Yeah, they also look quite saturated and interesting. We also try to improve the quality of our tree sets. If you compare like the trees that we have on Hurston to these ones, the geometry count is way higher, the texture resolution is a bit higher, and they just look more polished and nicer, which means that eventually we have to go back to Hurston, to Microtech, and give the trees there like a little makeover. So what was really important for us was to improve the blending between different biomes. So you see here, these are two fairly simple biomes. There's a clear distinction between them, but the transition still feels very natural. So if we go down here, you have like the red grass and it kind of feathers out. Yeah, it feels very organic and natural. Let's jump to the most experimental biome that we've made so far. So for this biome here, the concept art team gave us some really interesting concept art, because this is easily some of the biggest rock formations that we have in the game so far. Actually, let me try to fly a ship so you can see the scale of them. So they're massive in scale, and what was
The hardest part about getting these to look right is that they're supposed to look really good from a distance, because you would expect something this big to be visible almost from space. But then the tricky thing is also to make them look good when you're standing up close to them. Let me jump in game so you see how big these rocks actually are. So they are massive in scale. You can probably land your spaceship on them and walk on them, and they make you feel like really small. But I think it's a really good visual that you have these like dark gray rocks against the crimson of the soil and the grass. So here's a little happy accident where we have the volumetric clouds covering the terrain. And because the height map, the difference in height is so large, we actually get like shapes of the terrain poking out of the volumetric clouds. Yeah, you can probably spot some of the tiling issues that we have here, which is something that we still need to look at. But like I said before, this is still work in progress, so it's gonna change a bit. Because I mentioned biome diversity along the coasts before, I just wanted to highlight what one of the coast biomes of Pyro 4 looks like. So this one is kind of this wet sand. We scattered some of the seaweed, some of these lava plates, and some of these pebbles. And then we also get like nice seaweed moving with the waves of the ocean. One interesting thing on Pyro 4 is that we have a massive crater region. On other planets we have individual craters which are a whole height map, or like 3-4 smaller craters on one height map. But this is actually multiple height maps forming one large crater. And you can see it all the way out in space. Das wurde like this whole eingeschlagen. region is one big crater, so it's a mix of like the global displacement, Das schaut mal echt cool aus. texture, Ja. and then the height maps of the ecosystems Aber spawning on top. wie kleinteilig und Plus the differenziert volumetric clouds an der make it look really Küste epic da here. noch dann Now Seaweed we've drin in dem flown Sand down und to the meine surface Fresse. of the crater. We wanted this to feel very spooky and grim and kind of dark. So we have these dark fantasy forest looking trees, which look kind of creepy. Then we bring some of the red grass back from the previous biome. If we go down to the surface of the crater, you can see that we added this dark forest looking tree set, some creepy shapes, some moist Da hat einer looking ground hingeküttelt, cover oder? acids. And Sehe this ich whole doch. area is supposed to make you feel a bit uneasy. It's supposed to be hostile, and it's not safe without your suit on. So far we looked at 4 of the Pyro planets, so let's switch it up and look at one of the moons. Ach, das waren jetzt wirklich erst die Planeten und jetzt kommen die Monde. This one Ah, is okay. Pyro 5c. Similar to Pyro 4, you can see that it has a landmark that you can see from Boah, die ist space. krass. In this case, it's not a crater, but it's like a long streak of slick obsidian. So let's fly down to the surface of the streak and have a look what it looks like from up close. Again, we start with like the global height map where there's like a little bit of a bump up, and then it goes down to form the crack, and then we scatter the ecosystem height maps on top to get the look that we want. So if we go down here, you can see we start with like flatland shapes, some smaller craters, and then it transitions into like these quite spiky looking mountain formations. And then down here, they feather into like these longer ridges of bedrock before it becomes smooth down here. And if we jump to this point, which is a really cool spot because like the sun just hits the obsidian in the right way and everything looks like nice and shiny. You can see here that the ground looks quite different from other planets. So instead of soil, it almost looks
artificial in a way. Asset-wise, we're using one of our obsidian sets that you can also find on Stanton 4. This one got a bit of an update, a bit of polish, so we improved the shapes, different textures just to make it look extra cool, like the way the sunlight hits these surfaces. To make this area a bit more interesting, we decided to add some of these white light gray shrubs, just so the area doesn't feel too samey, and it's always nice to have like the occasional pocket of vegetation. To set the obsidian biome apart from the rest of the planet, we went with the opposite route for these biomes here. So instead of being shiny and slick, they are more dry, covered in dry sand. The vegetation is dry. We added some of these spiky shapes to add some verticality to the scattering. But yeah, outside the obsidian crack, this is what you will find on the planet most of the time. So this go-to point I picked to show some of the subtle color that we added to Pyro 5C. So the obsidian crack is like kind of just dark gray, black. The desert I just showed is also light gray. So we felt this needed a bit of a color breakup. So we added some of these red hues to the occasional biome. It's very rocky. You also find the red sand on the rocks from the biome accumulation. And it looks really nice how the red creeps up into the crevices of the height maps in the background. We're going to end our showcase today on Pyro 6. Pyro 6 has a very interesting color palette. Like, I really like the yellows and the pale beige tones of the terrain. And then you have another blue ocean. As you can see, the terrain is kind of ridden by craters, and we get these really cool shapes where the ocean fills in those craters. If we jump all the way down to the edge of one of those craters, so now we're at the edge of one of those craters. Beine gebrochen. I'm jumping in game right now just to show you what it feels like walking along here. Cheetah. You can see that we added some dramatic looking coral shapes. That's and then eventually you walk down here towards one of those craters that's filled with water. We have a couple of floating meshes here on the left. This is still work in progress. So one of us, probably me, has to go in and adjust the settings of the spawning here. And then we're right at the edge. And I really like the color of the water and how it looks against the backdrop of the white chalky terrain. Then over here, I want to introduce you to our human scale ref mesh. His name is Rüdiger. And he's super helpful when we set up object presets, because you can immediately see how the scale of assets feel when you have him in situation. Like, he adds context to the scene. He spawns every time that object preset spawns, and yeah, he helps us find the right values when it comes to the scale of our assets. In general, this biome here is another good example of how our ground textures work together with the assets that we put on top. So the transition is really nice from this ground texture to this one. And then we have like the same rock set on both of them. And it makes for like a nice amount of detail on the ground. Then occasionally we spawn some of these spider-looking ground cover meshes. So this spot here is really nice because you get like the particles, the monochromatic terrain, the assets, and it's all against the backdrop of the skybox of the pyro system, which is red.
Nicht Then Säure. we get like some really Nee, cool looking Assets. Er hat auch Assets sunbeams coming through the volumetric clouds here. And then if I turn the sun and we make this dark, muss and ein I Gott jump sein. in game, Die Sonne. you can see how drastically the skybox impacts the lighting when you're on the dark side of the planet. And the skybox is just, yeah, it looks really good. So this is the skybox for the entire Pyro system. So you will see it on every single Pyro planet. It's just that Pyro 6 has like a very thin atmosphere, so you see it well here. I'm happy to have had this opportunity to show you guys the work that we did in the last 2 years. I'm super excited to see you guys explore the Pyro system for the first time, to hear your feedback. Mach fertig, sieht fertig aus. There's still work that we have to do, but I hope that you are even more excited than before after seeing what I showed you today. Ist nicht schlecht. Auf den Chat gerade mal einzugehen. 2 Jahre für Pyro. Wie lange hatten Sie jetzt für Stanton gebraucht insgesamt? 6 Jahre. 6, 7 Jahre, ne? Ja. Also, die werden schon auf die Schlagzahl kommen, dass die, ich sag mal so, in Quartal oder ein Halbjahr ein System fertig haben. Ich meine, ich finde, es sieht wirklich hervorragend aus. Danke Onjuri und danke Brainping für 12 Monate schon Supporting. Es sieht fantastisch aus und so weiter. Ich habe so ein bisschen Sorge, ne, dass sie sich da in Klein verlieren. Es sieht super aus. Es wird absolut geil. Aber es gibt ja immer noch diese Rechnung, ne, wenn die jeden Monat ein Sternsystem rausbringen und wir kriegen 100 Sternsysteme, dann brauchen wir 5 Jahre. Ungefähr, ja. Absolut verrückt. Also mal angenommen, die würden jeden Monat ein Sternsystem schaffen. Ja. Sind ja 100 oder 120 angepeilt, ne? Aber wenn die, selbst mit Wiederholungen. Mit Generierung und so weiter. Du hast ja gesehen, hier, dann ist noch die Pflanzen und dann sind das die speziellen Pflanzen und hier wird's dann, hier werden Kristalle und dann noch Schwämme. Ja, und auf jedem Planeten sieht es anders aus, ein anderer Mond. Es soll ja auch schön sein, aber Wahnsinn. Ich hab wirklich Befürchtung. Ja. Also, nee, ich denke, boah, wir werden wie geil. So leichte... Ja, das schaut schon geil aus. Richtig wir werden leichte Variationen schon sehen und Wiederholungen. Mhm. Und irgendwann bist du aber so weit, dass du so viele Assets hast, dass du sowas ganz founder, CEO. He made his first game when he was like 15. Anyway, he was sitting in my chair. And he's left. I don't know where he went, but he should not be let back in the building. Yeah, black shirt. Er lässt den Chris nicht mehr rein. Der saß da in meinem Sitz, in meinem Stuhl. Hauen weg. Yeah. He sat in my chair. Ja, er hat in meinem Stuhl gesessen. Er hat ein neues Studio. When are we live? Hi, oh, welcome back to CitizenCon 2952. I'm your host, Jared Huckabee, and yeah, welcome to the spaceship.
to the only constant. We are joined here by two CIG luminaries, VP of Development, Mr. Brian Chambers, and Chief Development Officer, Mr. Aaron Roberts. Achtung, Tickets. Not too bad. You were looking at me and you thought I was going to forget it because I couldn't remember it. That's right. During the thing. I'm not good with titles. Haben wir I've had 6 of my own. Star Trek-Fans im Chat? I can't check it. Weiß jemand, was das da hinten rechts neben Jared I was ist? going to be first question. Welcome to the spaceship, guys. How you doing? Absolutely. Good. You like it? We have Hinter Jared, hinten rechts we have been steht was talking in der about Vitrine. this, dreaming about this, and just imagining doing this since 2015. Every time we talked about changing the stuff up and whatnot, like what should we do? And it was always like, we should build a spaceship. We should build a spaceship. It's always like, yeah, someday. But we did it. I'm sorry. It's cool. Die Holzfigur, ne? Sorry. And you're always shooting stuff. You're shooting material constantly. So having a dedicated space that's dialed in that you're cool with, right? It's good. So we just watched Planetary Pyro. That was the first of our Journey to 4.0 presentations that we're showcasing here today during CitizenCon 2952. It's a brief tour throughout some of the planetary locations you saw from the upcoming Pyro system. You two recently took kind of a whirlwind tour of where'd you guys go? We basically went over to Asia because we really wanted to go and visit some of the community over there. And so it was actually quite a lot of fun for us, and actually a great experience in terms of learning a lot about the community over there and what they would like and all that kind of stuff. And so it's actually one of the better trips I've been on, and really enjoyed it. Got to meet fantastic people in the events everywhere we went, and so it was really good and really educational for me, actually. Yeah, same. We first went to Korea, had a nice bar citizen out there, hung out with people. Great food, great fun stories. While we were in Korea, aus Star Trek. we did a live stream into the China bar citizen at the same time. Ein Horgan. So we had some technical Riser ist der Urlaubsplanet bei Star Trek. Jemandem näher kommen willst, dann stellst du diese Figur öffentlich zur Schau, und das heißt, ich möchte Sex haben. Ja? Oh. Ja, genau. Jared, du geile Sau. Das Holzding da hinten, oder? Das Holzding da hinten, genau. Ah ja, okay, cool. Als Captain Picard auf Riser-Urlaub macht, sagt Commander Riker zu ihm, bringen Sie mir doch bitte einen Horgan mit. Und dann hat Picard keine Ahnung, wofür das Ding gut ist, liegt am Pool, hat das Ding neben sich stehen und wundert sich, dass die ganzen Frauen nacheinander ankommen. Okay. Yeah. Like a replica of an ancient scroll. But the characters are put together as Star Citizen characters, which is really cool. Oh yeah, which is incredibly cool. That guy's doing the Steve Bender. So we each got one of those as well, but they specifically wanted us to bring one back for you. Let me switch to Brian's cam. Let me see if I can move this over here and get it here. Brian, I'm going to hand this to you so I don't get out. Ich bin ja froh, dass ich dich jetzt hierbei habe. Ich wollte mir so ein Ding auch kaufen. Ich will mir jetzt auch so ein Ding kaufen. Very nice. I got the string in the right. Yeah. Incredibly cool. All right, now give it back to the spot. Yeah. Give it to me. I'll mess it up. And then from Singapore, really cool. Then we jumped over to Singapore, and while Schönes we were there, Studio hat er da, so ein bisschen wie so ein Late-Night-Ding. You grab one side. Grab one side. There we go. We did not plan this. No, we didn't. Clearly. Bad, but we got everybody's signature, so we're going to put this up in our new offices in Manchester. Oh, very cool. Very cool. So, so this thing. But anyway. And then there's other stuff in there you can pull some about if you want. That's all for you. Really cool little coins they made and cards and so on. And of course, if you're not familiar with what a bar citizen is, you can check out barcitizen.sc. It is a completely community backer-run organization that helps coordinate basically das klingt ja interessant, das sollten wir auch mal machen. All around the world, including most recently Singapore and China and South Korea. I know there was one in San Diego last night, if I was not mistaken. This says Bar Citizen Singapore, and it's made by the community, and it is what is that? Yeah, what is that? Oh, it's a Bar Citizen card. Yep. It's metal. It's proper, yeah. Nice. Okay, Hab ich auch. I'm going to leave that out. And Aber some andere. other challenge coins and stuff. We will go through this on our own time because people are probably like, just get to the next thing. Das war meine erste. I know who our viewers are. So before we do move on to the next thing, Brian, Mit der Unterschrift von Ben Lesnick. it is our 10th ein bisschen angeben hier. anniversary. Hier,
Da haben unterschrieben, hier die beiden haben unterschrieben. There was an internal debate whether this Aaron is the und anniversary, because the anniversary is sometime nee, gar nicht. it's November. Aaron und Chris the birthday is Roberts. in October. Whatever it is, it's 10. Kann man wohl nicht gut erkennen. Ne? You got any favorite memories? Something? I don't know how long we're going to keep you here, so I want to use you when I got you here. On the spot here. Ah, das war I've noch been die here Nacht. about 8 years, just about 8 years, right? So a fair amount of the 10. The first one that comes to my mind, there's a lot, but the most memorable one I would say would be 2016 at CitizenCon in Los Angeles. Okay. Very first CitizenCon I'd ever been to. Really hadn't interacted face-to-face with the community that much. We know we put a lot of love and effort into what we were going to show. Chris is on stage. He's about to show everything off. I'm looking for a seat. I couldn't find a seat. I went down basically middle floor in the theater and sat on the floor in between all the rows with all the backers. And as I'm sitting there and the demo's going, I already know the demo and the pacing, and then the sandworm blows out of the ground and everybody blows up. And I'm kind of below everybody because at this point they're jumping up. And just to be there and for the people to have the reaction of the thing that you've been working on, right? That's something I'll never forget. It was something you're at that level, you feeling the love from them, the excitement that they have of what they're, and you're going, wait, hold on. I'm used to working at companies where we hold our stuff for 2, 3, 5 years without showing anything. So you have this opportunity to show this off and you get this feedback. And it was my first basically interaction with community on a face-to-face basis. It was really cool. Very cool. I was there at that time. I'm pretty sure we were sitting on the floor together at one point or another. Probably, yes. Aaron. I mean, I think a lot of it's what Brian just said. I mean, the thing I always love to do and like to do in you know, Von was redet er? The last couple of years for obvious reasons is actually just Heute können wir nicht so alles übersetzen. Er saß in der Crowd drin und hat geht die Erfahrung mit der Community eigentlich. Ja. Brian hat gerade erzählt, dass er eben damals bei der CitizenCon, wo das Video gezeigt worden ist, wo zum Schluss der Sandwurm kommt. Das war so seine erste Erfahrung mit der Community, dass er da Feedback bekommen hat. In anderen Unternehmen arbeitest du eben 5 Jahre an irgendwas und zeigst es niemandem. Und da waren sie eben in der Lage, direkt Dinge, an denen sie jetzt gerade 2 Jahre gearbeitet haben, der Community zu zeigen. Und ja, sie sagen eben, dieses Geben und Nehmen mit der Community, das ist eben was ganz Besonderes bei dem Projekt hier. Dafür kriegen die aber auch den Popo aufgerissen, wenn Scheiße läuft. Richtig. When I started in Frankfurt with a handful of other people in Germany, you know, Hassan, IT in the UK, loaded up a van. And I remember this van showed up with our PCs, our monitors. Then they included like some pens and pencils and trash cans and a coat rack. Oh, that's right. And then we set everything up, and it was like cool. And we were just like, all right. What is das? Sie wollen uns viel Honig ins Maul schmieren. He couldn't leave. He basically got locked in, and so he basically had to sleep. Ja, das ist so ein bisschen zwischendurch alles so diesen Spirit von Star Citizen transportieren. Die wollen auch ein bisschen so die neuen Leute vielleicht damit abholen und dem mal zeigen, hier guckt dir mal die Community an, die ist ziemlich cool. Yeah, he's good. We were at Cologne in 2016. Auch eine geile Division verkauft. Really hard. Eine geile Jacke, das ist ja so, gibt's die auch bald, gibt's die die gibt's im Spiel. Im Casa, ne? Everybody's off the party. We've completed the thing, and Hassan and I are breaking stuff down, and it was along with a bunch of Kasaba. Kasaba, genau. Dude, I don't know if I can do this next year. Jetzt macht man hier nicht so ein Kasaba. I'm like, there's nobody else to do it except us, dude. He goes, oh, no, I'm going to take PTO next year. I'm like, you are not going to take PTO next year. And the next year, he had 2 weeks, like before and after Gamescom blocked off, and I'm like, you took PTO? He goes, I told you. I'm like, you're my hero. You actually, and again, he set everything up. He had all the backups done. It went off flawlessly and everything. But it's just, there are a lot of stories. I'm interested to see how Ian and Todd are going to answer this question later on. That's enough chit chat at this point. Let's get on to our next presentation, design brief. Investigations. One of the most common requests we get from the community is to talk about things at their earliest states. Tell us what you're just thinking about, not necessarily the next thing or the thing after. Like, share the earliest design stuff for how a thing might work. Everything you're about to see
can and will change dramatically from the point of today to the point where it makes the game. But we wanted to open that curtain to the earliest points, and we've got Luke Presley and Elliot Maltby, who are going to discuss an entirely new kind of mission. Not a new mission, an entirely new scope and type and design of missions that wird's episch. move away from combat and transport and go more Move towards away from combat. cerebral deduction Endlich and mal kein investigation. Combat. So, here we are, Design Brief Investigations, and we'll see you when you come back. Take care. Also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, jetzt geht's trocken. Könnte sein. Hi, my name's Elliot Maltby. I'm a principal systems designer. I work with Luke Presley on the mission feature team. I'm here today to talk about one of the new mission types we're prototyping. So this is an early look, a new mission type, and usually we don't give you a look this early. It's because we don't have the nice shiny visuals. But people keep asking to see the design brief, so we thought, what the heck, we'll let you see. So a mission is built out of objective types. And the mission type really is just the most critical or challenging objective in that mission. Currently, we have a number of mission types in the game. Some of these are not built in that modular sense. Some of these are very much bespokely built to test out a feature at one time. The original PI Wanted is one of those. The current mission types that do exist is we have deliveries, which are essentially a form of collect and drop off. We have eliminate missions, which is just kill someone, and eliminate ship missions, which is go there and kill destroy a ship that has a person inside of it. And there's many more. The way we see missions is they're comprised of little bits of gameplay. So, for example, we have missions where you're sent to kill a singular person or pick up a box or kill a bunch of enemies. So the way how we build our missions is we combine these together. So we'll have missions where you have to pick up a box, but we'll have enemies there that you have to kill as they're kind of like an obstacle. Der Starfahrer tanken. That isn't to say that you can't build a mission out of a single objective. The assassination mission, for instance, has one objective: assassinate a target. But even the most simplistic mission, like the delivery mission, is actually built out of two objectives. There's the collection of the item and the delivery of the item. And if we made the collection of that item even more difficult, we'd refer to it as a collect mission rather than a deliver mission. So our objective types, for the time being, have been pretty simple. Kill this person, go here, do this. Until now, we're now looking at doing one of the most complex type of objective and gameplay things we've tackled in MFT. With that said, we're working on a new mission type, and that's investigation. Gibt's auch schon. Currently in the game, Ja, auch the player can feel like a bounty hunter, die ganzen a mercenary, komplexeren Missionen haben sie schon viel früher, vor 4-5 Jahren teilweise angekündigt. We want to make them feel like a detective as a new route. Mit 3.0 we're expanding constantly, we're building mining, Komplexität da reinkommen. Be our focus in MFT. Und das haben wir dann doch erstmal nach hinten geschoben. Ja? With the investigation mission is Ja. they feel like a detective, that they feel like they're collecting evidence that will ultimately answer the question that has been posed to them, and that they're able to kind of search through the evidence and find the red herrings and choose the right. Kann das sein, dass das So what we want is die verschiedenen Missionen einfach zusammenfassen? That requires you to have to think, requires you to have to look around, search your environment in detail, look at each individual clue and make sure you fully understand it before you make Aber es gibt doch Investigate, wie heißt es? Red herrings thrown in Security there, so posts. evidence will really have to be poured over to be able to determine whether lass mal weiter zuhören. Actually credible or not. We also wanted to create narratives around our locations that we haven't done before, really dig into, why has this derelict become a derelict? Or why have all the ship's crew come to be dead? Or why has this cargo gone missing? At the core of this mission, we're really asking the player to use their brain rather than their gun or their ship. So for this mission type, I don't want to breadcrumb players along. I want you to feel like a detective. I will give you a story. I will give you,
little bits of clues, and you have to make up this full sort of painting and decide exactly what has happened here. And then the rest of the decision is on yours. I might not tell you if it's wrong or right. You might find out. The idea is that you feel like a detective and you're so sure of your decision that you're going with that. So the next stage in this whole process is building a pitch. You know, we have to come up with our ideas, how we want it to work, and then we have to present it to CR, Tony and Todd, and make sure they're all happy with it and all of our visions are aligned. So when we're building the pitch, we start off by going over the ideal experience we want for the player. We start off with the most advanced things, all the gameplay mechanics we could dream of to bring this sort of role to life as a detective. And then we have to start looking at stripping it back to see when we can release it, what's the minimum viable product for this experience. And in the case of the investigation mission, we came up with 2. So the first pitch is extremely simple, and it revolves around being able to find a definite answer, like something that is undisputable. For instance, we came up with a mission where there is a repairman that's gone missing, and you can go to his office and you can find some correspondence that will lead you to another place, which will have his like work itinerary on there, and they're all crossed off until 1. And if you're smart, you'll go to that location, and should you go to that location and do a little searching, you'll find his body there, and he's been like electrocuted, fixing the final thing on his list. And there's your definitive ending. Whereas the second pitch, it's more about allowing the player to choose when they're done, like when they think they have solved the mystery. And the way we do this is we scatter evidence around the location and clues that lead you to that evidence. And obviously there can be red herrings in there. You can get your answer up to a credible state, which might still be the wrong answer but you can complete the mission then. Whereas if you'd have carried on digging a little more, maybe found a few more clues and followed them, you would perhaps find an indisputable piece of evidence, like, you know, I did it kind of thing, that would get you like the bonus for the mission. And both pitches had their strengths and weaknesses. The simple pitch, we could see how easy it was to scale, and it involved less complex narrative work. But we ultimately decided to go for the second because we liked the idea of giving the player the agency to decide when they were done. So we're in the prototype phase with the investigation mission, which is more important than ever, was das Panel hier ist. Das ist so ein bisschen, wir zeigen euch, wie wir so eine Mission entwickeln, und wir zeigen euch so ein bisschen, was für neue Werkzeuge wir eigentlich so einbauen, um jetzt mal so eine Mission interessanter zu machen. Ja. Aber ich weiß auch nicht so genau. genau. Wie Jared schon sagte, das ist ganz, ganz früh und da kann noch ganz, ganz viel passieren. Müsste man ausprobieren, wie es geht, aber es sah für mich auch so aus, du musst halt Evidenz finden und dann werden die Balken immer voller und irgendwann hast du es geknackt oder so und dann... Ein Job wäre mal schön, also eine Mission, also... We're going to expand so that it takes into account more locations. Ich fühle mich nicht ganz wohl mit dem, was sie da zeigen gerade. Es mag interessant sein, für mich nicht so. Das ist nicht die Zielgruppe für. Kein Sherlock Holmes. Dann kommen dann nachher wieder so Spring- und Hüpfspiele mit rein, wo dann so Mario machen muss von Raumschiff zu Raumschiff aufs Dach hoch und so, da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich nicht so. One of the hardest things that we have to figure out is the story. The investigation will live and die by its story. So we work very closely with the writers to try and figure out what kind of story we want to tell, what kind of clues we want to give. And then after that point, we look at sort of
what obstacles we want to put in your way, you know, keypad locked doors, enemies, like traversal puzzles, things like that. The main challenge for Traversals. is ensuring that the player has enough guidance to complete it without putting mission markers on everything. Like, it is supposed to be about them searching, figuring clues out for themselves, and finding the answer themselves. We want you to still feel like that detective, but ensure that we're giving you enough information in the ways that we can. And we're working with the UI designer on the new mobiles, which should really help with this. Für mich ist da jetzt nichts großartig Neues So drin. this has been our video design brief on our investigation missions. We're really excited to bring these to you. We wanted to give you an early look to let you know what we're thinking and see what you're thinking about these as well. And we're really excited about it because it will allow us to inject a lot more story into the persistent universe. So with everything we do, iteration is a key part of how we build things. So by the time you see this, and maybe by the time it comes out, it might have changed drastically. We don't know yet. We're still working on it and figuring out the fine details. But player experience and player agency is at the focus of what we're trying to achieve. We're really excited and hope you are too. And I'm sure we'll be talking about this again in the future. Ich habe eine Umfrage gestartet. And that was Design Brief Investigations. Joining us here, and the only constant to follow up on that, is Star Citizen Live Game Director, Mr. Todd Pappy, and Star Citizen Narrative Director, Mr. Dave Haddock. How you guys doing? Good. These missions. We've got combat missions, we've got, you know, calling missions. This is a whole new narratively driven kind of initiative for the Precision Universe. What can you add to what's being said? How does this work, Dave? What kind of missions are we talking about? What kind of stories are we looking at here? I mean, it's, you know, again, we're still trying to figure out. It's a really interesting technical challenge because basically, you know, with a mystery, it's tied into the story, and so, but because we need to populate the universe, like, it's presenting a really interesting challenge of how do we make these modular, but yet still feel specific. So it's a really unique challenge to try and navigate those waters and tell something that's satisfying, and again, kind of a new style of gameplay to engage people in a much more non-combat specific way that lets them kind of take advantage of all of our systems and just kind of explore and get to be these kind of, you know, detectives. Well, and ideally, it's something that you can't always notice or always be like, okay, it's, you know, Colonel Mustard with the lead pipe, with the lead pipe or the rope, you know. So we want to make sure that it feels unique, you know, to the area and interesting. So it's like Dave said, I think it is going to be a big challenge for us to figure it out. And the fun thing about it too is this is a type of mission where we don't just, it's not just knocking out checkpoints on a list. So part of the fun with it was creating a system where the onus is on the players to feel like they have enough information to have solved the case, but not flat out telling them right out the bat, yes, you have, or no, you haven't. So it's definitely a fun thing that's presenting a lot of cool, unique opportunities of, you think it may be going one way, but there might be a key piece of evidence that you've missed that completely blows the case open. I know we often refer to the Precision Universe as the sandbox, but I think a lot of people will anxiously be looking forward to more storytelling possibilities, more narrative possibilities within the Precision Universe. So like that. So it is our 10th anniversary. So I'm asking everybody who's joining us today for your favorite 10th anniversary stories. Todd, you're looking at me very intently, like what are you thinking right now? Like I can't get lost in your eyes. Not today. Well, if there was going to be any day, it should be today. For at least for me, it would have to be at least one of the sitcoms. I know Brian mentions like the Homestead demo, but I think even just getting 3.0 out the door, like that was such a arduous process, and climbing up that hill was a difficult one. But to finally get that out and you see people's reactions. And do you remember in the 3.0 launch, I made this unfortunate bet with the community based on Chris Roberts' feedback that we were going to be out by June or whatnot, that I wouldn't shave until 3.0 comes out. It is December.
We are in the global go, no go. To launch a big patch like this is very much like mission control. Everybody's checking in, you know, I'm good. And we get to, and Aaron is on this call, he's leading this call. He goes, well, that seems like everybody. I'm in a bathroom listening to it on a thing with a razor ready to go. And Aaron, I don't know if you remember this, Aaron, but you go, all right, that's everything, we're ready to go? And Chris goes, well, maybe we should check a few more things so Jared doesn't have to shave. and I usually sit in these meetings and I'm muted. I'm not supposed to be talking in these meetings. I'm muted. I'm like, you launched this thing. And then it was Aaron who took pity on me. He's like, all right, launch the patch. Do you recall that at all? Yeah, absolutely. Yeah. And Dave, we'll get your story before we move on to the next thing. What's your favorite memory in the last 10 years? I mean, it's tough to lock it down. I mean, I have two kind of distinct areas. There's actually it was the morning of the GDC announcement. Like, I was in LA and woke up early to watch the live stream. So hearing Chris, after, you know, at that point I'd been on it for a couple of months, of finally pitching it out and seeing the reactions of people freaking out and crashing the website and all that good stuff, was definitely, you know, the kind of the first indicator of what this could be, that this was really tapping into something that people really wanted to see. But for me, one of the big ones was really, actually, it was the 2015, like the PCAP shoot, just to be able to work with that cast. The crew was amazing. Everything about it was just like this real engaging. I mean, it was a three-month shoot, right? Yeah, I think it was 3. Yeah, that's one that stands out for me huge as well. It was. I mean, the cast that was there and how you dealt with them on a daily basis and the passion that they had into the script, and it was so cool. Yeah, and it was these sort of fun, weird things of, you know, there was a song that came about during the production that I won't spoil anything. I don't know if it's actually been released, but that became sort of the theme song of the entire shoot, which was amazing. So Xylo's blowing up my phone saying we need to hurry it up. So I don't know what that means so much, but just letting you know. All right, bring it back to me. All right. So thank you so much, Todd and Dave. It's time to move on to our next Journey to 4.0 presentation, The New Underground, where we explore what you think you know about underground facilities and then explode them in a whole new way. So check that out. Hello, I'm Ian Leyland. I'm the art director for Star Citizen, and today we're going to talk about underground facilities. Now, this was a presentation that we gave Chris internally a little while back, and what we're going to cover is how we're going to take one of the locations we have in the game right now, but actually really design it from the ground up to be the location archetype that we really wanted. Okay, let's get started. Let's talk about the original underground facilities. Now, the problem was we made these originally for the CitizenCon presentation demo, and the time we had wasn't enough to kind of take the location where we wanted it to be. Now, it kind of fits the current purpose. It's fairly small in scale. It gives a multi-room layout opportunity for FPS combat, but we always knew we wanted it to be able to scale, you know, small, medium, large, to accommodate maybe 60 minutes of gameplay time per location. So how do we go about designing a location archetype from the ground up? So what we do is we split the location into the core areas we want to visually develop. Now, for underground facilities, the first thing we're looking at here is what we're calling Zone 1. So this is the presence on the landscape. So what we're looking at here is an example key art shot of what a medium-sized underground facility could look like. So dominant features that we're seeing here is a kind of a key spire. This is instantly where your player, you should be able to navigate towards. This could be like a corporate wing or an executive landing pad on the top. And then moving down is very important to be able to get the landing pads or the landing hangars quite close to the facility, because we wanted that experience as the player lands
they're not far off from the location. They're actually quite close, and you should be able to see a little FPS area where the player lands. Also, what we're seeing here is some visual justification at what might actually be going on. So you're seeing, processing and tanks and supplies actually on the landscape there. Now, what I was saying before about it being a kind of a much braver visual presence on a landscape. So we designed the silhouette primarily, so you'd be able to recognize these as a location to aim for. Also, what we're seeing here is we thought it'd be cool to actually have surface entrances as well. So we're actually thinking about primary, secondary, and tertiary ways for the player to get into these locations, depending on the mission scenario. So like I said before, you've got like executive pads at the top, you've got the main hangars in the middle, and surface entrances down there below. Now moving on to the inside, so after the players landed through the hangars, they'll be brought up into the main corporate reception. Now these are going to be quite interesting because we'll be able to rebrand these depending on the manufacturer or the location. That's where we'll get a lot of the variety. But this is the corporate presence before the player would go down into the bowels of the facility. And what we're seeing here is, just an example of what a bearing reception could feel like. Now moving into Zone 2, with it being an underground facility, the physical act of going underground, that's cool, right? So we wanted Zone 2 to be about the logistics of the player going up and down and how we can make that cool visually, but also interesting from a player experience. So this is the transit, the elevator network. So we played around with a few different ideas into this, and one of the things that we thought could be quite interesting is the elevator itself could be a mini play space. So what we're looking at here is control room idea quite early, what sort of scale vehicles there could be. Now ultimately we didn't go with this idea. It didn't really fit the art style that we wanted, but it had some pretty interesting ideas. So what we landed on here is something that we felt quite comfortable with internally. Now it's worth noting we're designing these as an archetype first in a utilitarian art style. In the future, we'll expand out and do more style variants. So what we're seeing here is the control room overlooking the main warehouse floor. And then was früher im Bunker war, sieht demnächst aus wie so ein kleiner Spaceball. Geil. That's where logistics will go up and down. And for the elevator itself, we wanted als Ergänzung in Ordnung, aber wenn Sie jetzt meinen, Sie müssten die ganzen Bunker gegen sowas austauschen, finde ich etwas übertrieben. Underneath it, there could be little nooks and crannies. If we wanted to stealth into the location, we'd be able to give opportunities for the players. Star Wars, and down below, this is what the player would kind of see. So now they're really starting to get into the bowels of the facility. So echoing of that control room down below. But also this is where we'll present the player with an opportunity to choose the area they want to go. Maybe cargoes to the left, maybe processing to the right, or maybe technicals up above. Part of that process of how we design is we look at things from the player's point of view. So what we're seeing here is pretty good indication about how the player would exfiltrate from the location. So a lot of the lines are leading towards the elevator because we want navigation to be as intuitive as possible. Moving on to Zone 3, so this is the bowels of the facility. So these are going to be spaces that we've never really explored before. A lot of the locations in the game tend to be quite residential, but here we're going for something completely industrial. As a player, you want to feel like an ant almost to the location. The primary purpose is not for you to be walking around, so we dedicated spaces towards logistics, and we put kind of personnel walkways almost as a secondary element. So in this image you're kind of seeing where big trucks could kind of go, but we've also got like little nooks and crannies for the player to kind of explore and go into. Now, as it being a location dedicated towards the moving of logistics, we wanted to explore and have fun with vehicles, right? So here we're seeing the mule kind of coming and going on one of these walkways. Ich freue mich auf neue Fahrstühle, die so hochfahren, weißt du, die so offen sind, wo du draufstellst und die dich dann töten. Die sich ohne Türen. Having fun and visually exploring, we always kept in mind of different ways for the player to traverse through the scene.
Also, as part of that, we wanted to think about verticality, so not just a linear So direction aus so einer but Ebene also so ways in hochfahren, which we weißt du? could go vertically. So Mhm. maybe there's the concept of a cargo elevator within Cargo the elevator. corridor. Elevator, da ist es So wieder. kind of Elevator. similar to how you'd see on a character be a little control room looking at the flight deck. Here you could kind of see something very similar. Maybe this ties into gameplay puzzles about how you could bring cargo in and out. You know, maybe as a player you're trying to steal some cargo out. There's tons of potential for how we could do puzzles in that regard. So looking at this image, we took loads of inspiration from modern day aircraft carriers about how you see pads on the flight deck go to the Da underbelly. offener This would Aufzug. already give Ein bisschen tons anders, of als ich gedacht habe, opportunity aber for not only mega. for visuals, but also ways in which you can reveal extra traversal opportunities. Genau. So as that cargo deck goes down, you'd see other ways to kind of traverse through into the facility. Okay, so what we're looking at here is kind of an example corridor. Now, corridors in our game are quite important to us, but they don't necessarily have to be boring. Now, what we're seeing here is an establishment of a radial motif. Now, with this being subterranean, we wanted to always imply that there's a weight kind of pushing down. So this radial motif is the best load bearing. So as a design language, instantly was feeling quite right. So in this traversal corridor, what we're seeing is a few different things. Clearly, there's a clear route for logistics. That's cool. But also on top of that, you've got these side routes, which is where personnel would go. Split hierarchy, so it would be pretty cool for FPS combat, you know, for opportunities there. And then leading in, underneath, you're kind of seeing a tertiary route. Now, part of this could be this, maybe is stealth route, or maybe this is the upper area is blocked off, so the player has to go down below. So even within something as a concept of a corridor, we want to design many different avenues for the player to traverse. Okay, so what we're looking at here is the underbelly of that concept we just showed. So up above, dedicated towards logistics, maybe containers going through, shipping. Aber da finde ich jetzt wirklich auch ein bisschen lahm, muss ich sagen, dass wir da schöne Bilder gehen. More towards the processing of it, maybe hydraulic cylinders. Wir hatten im letzten Jahr auch ein Panel, da haben sie zu Anfang eben von Pyro ganz viele Artworks gezeigt. Und dann sind sie auf einmal doch in-game reingejumpt. Wenn sie das hier jetzt nicht machen, schließe ich mich dir an. Das ist lame. Ja. Es scheint aber auch wirklich so zu sein, dass sie da außer Konzept nichts haben. Ja, das ist jetzt hier alles nur guter Wille. Wir wollen das demnächst so machen. Ja, ist schön. Mach das. Mach fertig. Gut anhören tut es sie auf jeden Fall, ja. So inside these bulkheads, we could maybe array like ops rooms. Maybe these are scanning checkpoints to kind of monitor the movement of cargo to and from. You know, also inside here, you know, there could be tea rooms or break rooms or offices. So again, we're trying to break the rhythm of traversal, so the player's going from a large space to a small space, but also from one theme to another theme. And what that will hopefully do is create a really good rhythm of play space where the player's not getting bored of Das heißt, einen kleinen Raum, einen großen Raum, einen kleinen Raum, damit du dich nicht kacke fühlst, wenn du da rennst, um dahin zu kommen, wo du hin willst, oder was? Oh Gott. On the top, we're seeing the primary route through, and we're seeing the bottom route coming in as well. So this is how, again, we're going to try and keep Wenn da mal was passieren würde in den Bereichen, wenn da was wäre. Now going from a large corridor set to what we're considering here medium or small. So Wie these viele NPCs willst du denn in so einer Basis drin haben, damit die lebendig wirkt? Aktuell gehst du in so einen Bunker rein, knallst 10 NPCs maximal ab und dann ist gut. Ja. Aber wir haben ja schon festgestellt, die Stühle spawnen ja demnächst auf den NPCs, wenn wir jetzt abgedatet haben. Now, as the players traversing through, we wanted to chapter that experience with key. Ich habe einen Stuhl auf dem Kopf, ich bin ein Now, what we're NPC. seeing here is an example of an industrial space. Vielleicht sind das auch Schuhe, die Stühle. Wir haben vielleicht einmal falsch interpretiert.
Just so in the early development process, das ist einfach die Mode, ne? That could work. In der So here Zukunft. we're seeing an example processing room, but there's a few key things that's kind of cool. So right from the bottom level, there's a network of levels which will be dedicated towards processing, you know, Bei types Calvin of Klein. machinery, all of that sort of good stuff. jetzt And as we get higher up, we're seeing that very dominant. Die haben sich darüber unterhalten und unten wird was produziert und unten gibt es einen Übergang und dann gibt es noch Treppen as an und idea, this creates a plethora of ja, ist interesting schön. opportunities as a play space to fight the way through or solve puzzles. One of the things early on we wanted is Man kann da bestimmt cause viel and mitmachen effect. mit so einem We Ding. wanted the player to Aber be interacting, werden die dann auch wieder solving dynamisch puzzles, zusammengebaut, seeing die that Sachen? reflect into Oder the ist das space. dann ein Bunker? Nee, die werden nicht immer gleich sein. Das wird dann bestimmt auch wieder Another irgendwie theme so room modular aufgebaut. idea we came up with was processing. So bringing in more Workzone. materials, Das heißt, dass du auch processing jedes Mal, through wenn du in so einen Bunker reingehst, erstmal nach einem Weg suchen musst. ways in which we could kind of create these quite interesting set pieces. Also, it's not das kenne all ich, just das habe ich schon mal industry, gesehen, das Modul. in the underbelly of these Aber beim opportunities. letzten Mal There's musste also ich gonna be links technical lang, areas, diesmal muss ich rechts lang. areas dedicated Super. towards the control of the location. So what we're seeing here is maybe it's the main Aber das ist ja lab alles. room. So this is where the Da stand da control, vorhin Bering the dran, networking ne? of everything. Mhm. And Steht also da auch noch. here you've got the overseeing Aber es gibt ja noch andere Hersteller und ich meine, die Bunker sind ja sicherlich auch je nach Hersteller, je nach verantwortlicher Korb anders strukturiert und so. Ach du another je. type of art style in here as well. So we've seen industrial, we've seen technical. Now we'll be seeing, you know, more Die like sorgen schon dafür, dass denen nicht langweilig wird. Ich werde da gerade gebeten, mit der Ukulele was zu spielen. office spaces, that sort of Blindling. thing. And what we're seeing here is maybe Ich there's lasse the es data sein. processing of the location. So as a quick idea, we thought Dazu. these data racks are actually submerged for Sehr cooling gut. Wir gucken jetzt hier, ich spiele jetzt nicht Ukulele. Also it'd be cool if there's Ich will mich jetzt hier aufregen darüber, dass wir hier nur Bilder solves sehen. a puzzle to go from it being below water to above water. So again, ways in which we can kind of spark Weißt du was, ich ideas bin mal or kurz mein conversations Näschen with pudern. design Mach das. about interesting opportunities. Also ich meine mit dem Wasser, momentan stehen wir noch im And then Wasser, lastly, ne? zone 4. Now, it wouldn't be a missed opportunity if we didn't go into some sort of organic locations as part of the underground facility. So this could be excavation zones or areas where it'd been abandoned. This could lead into cave networks. Ja, This sieht was super something we aus. had quite a bit of Keine fun. Frage. So Das how können do sie. we actually take the player from being in this fairly Zwischenprost. well-established industrial location to a cave? There needs to be some form of transition period. So we came up with ideas about Achtung, Achtung, nicht weglaufen hier, gleichzeitige Zuschauer gehen, Zahlen gehen runter, ich mach Tickets. And Tickets. as part of the roads, you know, maybe we can do some pretty cool layouts for the player to drive through. Something that's a little bit more invested than just a straight line. Now, as part of that transition period between heavy industrial to exposed cave, the equipment needed to create further UGF spaces, you know, maybe there's a large boring machine still there. Again, maybe that comes into some form of gameplay opportunity for the player to traverse over, interact. That's kind of cool. Traverse Also, over as hier, part of that, Hüpf und Springen, another das ist opportunity to das Citizen, introduce nicht a new element Mario. to the space could be, as we're transitioning towards more natural spaces, we can not only introduce different types of geology, but maybe we're introducing some form of liquid. So depending on the location, maybe it's on a certain planet, there could be like underground rivers, underground lakes, maybe it's lava, maybe it's acidic. And also if we're describing these locations as maybe some are more abandoned, we could start to showcase how nature Da ist viel slowly Kut, ne? Er starting to sagt, take das over. könnte da so, This könnte man also so would introduce machen. some pretty cool opportunities. Ja, Artburg ist super, So die haben ja also another Designer process und we do mega. during concept Klasse, finde ich development gut. is I like to start taking some of these ideas we're developing and get them in the engine as soon as possible. And what this affords us is we can sit Aber down viel, with das Todd könnte, and we das can machen wir really so. Das, ja, guck mal, da sind die evaluate how ersten. well an idea Ah, is working okay. in terms of space, size, Grey-Boxing-Sachen. composition, gameplay opportunities Gucken, right ob das from passt. the Schön, early haben sie ein bisschen was. visual development process. And what we're looking at here is very loose concept meshes brought into the engine, quickly lit, just for that exploration process.
that's an overview of what we're pushing for the new underground facilities. I'm quite excited about Aber it. das hätten sie auch lassen können. And we look Das forward to Panel showing hätten you sie more was anderes reinnehmen können, was Interessantes. Und das dann zeigen können, wenn es soweit ist. Ja, freu mich auch, Arian. Wenn das alles noch da reinkommt. Ich meine, wir brauchen Orte. Wir brauchen Orte, wir brauchen Missionen und so weiter, aber wir brauchen auch Jump Points und andere Systeme und es ist ein Raumschiffspiel auch, ne? So ein bisschen erstmal auch so mit draußen und so und nicht drin. Ja? Ja, da hast du recht. Ne? Ja, ich meine, also da in den Facilities kann ich mit meinen Joysticks nichts anfangen. Aber ich will natürlich auch First Person rumlaufen können, so, aber aber gleichzeitig ist das Spiel auch Second Life in der Zukunft, ne? Also das ist jetzt das, was wir kriegen werden. Guck mal, das haben sie schon gemacht, dass sich was bewegt hier und so ein Waggon, der dann fährt. Jetzt ist der Waggon zur Seite gefahren, achso, damit der... Achso, verstehe. Schön. Ja. Aber weißt du, wie viel Arbeit da reinfließt, um das Konzept da zu machen? Und fahren die Züge dann? Ne, da müssen sie auch noch alles machen. Das ist alles nur mal um... Junge, da arbeiten noch schon, wer weiß wie viele Leute dran, um das... Da steht ein Starfahrer oben drauf. Das ist schwierig. That was the new Underground. Auf der anderen Seite, Chris Roberts sagte ja, dass sie jetzt demnächst nochmal 500 neue Leute dazu einstellen. Ja? Ja, die haben ja jetzt die Räume. Die haben ja in Manchester geplant, 2000 Leute irgendwie. Ne, 1000 glaube ich da, 1000 in Frankfurt. Und in Montreal glaube ich auch. Generell wollten sie, glaube ich, 2000 noch einstellen innerhalb der nächsten 5 Jahre, ne? Last 10 years, what's your favorite memory? Weiß ich nicht, deine Kamera macht komische Sachen. Favorite memory? It's kind of hard to pick one, but maybe a good one to start would be, I remember joining the company nearly 9 years ago and going on paternity and then realizing we're making Arena Commander. And we had about 6 or 8 weeks to make it, so that was a good Alles klar. Meine Kamera I wasn't originally on your team and it was just kind of like, here it is. Ist nicht in der Lage, den Karl-Heinz hinter mir auszusortieren. Wenn du weißt, was ich meine. We kind of pushed the engine to what it could do at the time and, you know, we were super happy with it. Yeah. So there's new underground Deine facilities. Dildo-Sammlung. It's not just going to be a big, giant, empty, awesome-looking, playground with nothing to do. Correct. What are we going to be doing in these things? I mean, all of our mission verbs count. It's basically we want them to be sandbox elements, that players can go and explore, but whether it's sabotage or infiltrate or investigate or deliver boxes to, all these elements go into all the design elements, when we're thinking about this, when we're testing out rooms, like all the interaction aspects for it, puzzle elements. So basically, when the team's doing it, we're building it, but also implementing the different design elements into the room at the same time. And all those different theme rooms that you were talking about, open up all kinds of storytelling possibilities with the different companies and who knows what misadventures are going on. Exactly. 3 levels underneath the surface of Yila versus 4 levels underneath the surface of Pyro 2 and stuff. Exactly. And these are coming to both the Stanton system and the Pyro system and wherever else afterwards. Correct. I'm not saying because I like my job. All right, so in addition to that, am I this one? I'm this one. Nope, I'm this one. This one. Hi, everybody. We've got a number of promotions going on today. Everybody that's a member of the Star Citizen community, you've got a registered account on the website, is getting a free digital goodies pack. It's available for all backers. It's got Francis, the party animal plushie, which I believe is a Finley with a fun hat, isn't it?
There's nobody here to answer me. A Falston jumpsuit, the Shubin edition, which is really cool. We don't have a lot of onesies in the clothing-wise for the Precision Universe. And a grenade launcher, because giving everybody in the universe a grenade launcher, that's going to be fun. We also got a Toby Eye Tracker contest going on. JRDF, our partners at JRDF are giving away Carrick, Freelancer, and Cyclone models. And the Halloween promotion is already live. And there's another Halloween contest where they're giving out some Caterpillars and Buccaneers. You can find out everything you need to know about that up on the robertspaceindustries.com website. And yes, I saw the chat going. I did comb my hair because while Brian was being messaged about one thing, I got messaged by my mom, who didn't like that I hadn't combed my hair. Hi, Mom. I comb my hair. Good. All right, what's next, everybody? Up next is, well, it's one of the segments that I'm looking forward to most. It's our sleeper segment of the day, as far as I'm concerned. The need for multiple speeds with Rich Towler and Yogi and Jed and Johnny and Dave from the Flight Experience, Flight feature team. They keep changing their names as much as I do. They're going to talk about one of Star Citizen's oldest and most complex problems and the exciting new solution that they have for it. So check that out. And we'll meet you back here. Oh, warum ist das wieder so laut? Okay. Hi, my name is Yogi Klatt. I'm a gameplay programmer in the vehicle feature team. I'm here with Rich Towler, David Colson, Jed Talbot, and Johnny Young. And today we're gonna talk to you about the upcoming changes to the flight systems and the combat systems. Und Mia. Which are done specifically for Squadron 42, but which will eventually find their way to the persistent universe. So, jetzt müssen wir gut zuhören. We want to define ship roles for the game because every role in itself and every ship can offer unique gameplay opportunities for individual players. We want to provide a lot more variety to the gameplay in Star Citizen, a lot more opportunity for different careers, different responsibilities, and different sort of perspectives and views on gameplay where people contribute different types of work and different types of jobs. Star Citizen is supposed to be a big expansive game with giving the players lots of chances to have a variety of different experiences. It's not just about combat, it's not just about an economy, it's not just about piracy, it's about all of those things happening at the same time. So we need ships that can act and function in different ways to support all of those different goals. In trying to figure out these roles and define what they are and make the gameplay for them, we started very heavily leaning toward combat, mostly because combat is a mechanic that is very widely applicable throughout the game, and the principles behind it apply to various other roles in the game. We've been working away in the S42 branch, and this has really allowed us to isolate these ships. So we're kind of broken it down into archetypes, and it's really allowed us to kind of break down what these ships do. And also it's to make sure that when we are defining these roles and balancing these roles, that we're putting the ships in the right place, because we don't want the ships to be like, you play this ship, it means you dominate this part of the game. That there's always got to be plus and minuses so the balance is right. So there's still some crossover between the ships. So just picking one type of ship just isn't just a win. We have already defined several ship roles, and they're usually known as light, medium, and heavy fighters. Light fighters for us are fighters which are very dominant in the area of 1 versus 1 PvP combat. But they come with a downside, because obviously the light, which means the materials chosen on the ship, are probably not the strongest. So it's more about the attack. It's more about trying to outposition and get in there and attack and get out of the situation. Heavy fighters are kind of the opposite. They're not supposed to be really good at 1 versus 1, but they excel at N versus N engagements. So when we have group battles. Medium fighters for us, internally we call multi-role fighters, because they have a lot of hard points. So they have a lot of loadout flexibility. So a player can tune them to the role whatever they want, but they will never reach the performance of dedicated ships. A lot of the medium fighters sometimes come with a turret as well, so they've got that additional gameplay of the turret, which is aimed to kind of counter the lack of maneuverability that their ships have. And then additionally to that, we have racing ships, which are basically just really fast at changing the velocity vectors, and interceptors, which we basically just want to go very fast in the forward area, but never reaching really the performance envelope of dedicated dogfighters. Interceptors are designed to kind of catch up to ships and disable them.
So they come with kind of advanced kind of hardware on these ships. Bombers, on the other hand, are well, they're just slobbing heavy ordnance at larger targets, so you use them to take out bigger ships. But they're not really good at, well, killing small fighters. And then from smaller ships coming to larger ships like Constellation and up, we want to change the gameplay to be less about positional combat, but more going into the naval style of combat, where it's important to show the correct shield and fire arcs and timing your shots over long distances. So the purpose of ship roles is to really help players understand what ships should be used and when they should be used. And it's really about delivering on those kind of gameplay promises that we've been talking about, over the past, kind of several years. If every ship is the same, it's not fun. But if we have dedicated ships with dedicated pros and cons, then we can create very exciting combat environments. And the biggest challenge we see in order to get that gameplay we want is the current speed that we have in combat. The speed problem. It's a subject we've talked about many, many times in the past. And it's something we've tried many things with. We've tried limiting things at speed. We've tried adjusting handling at speed. We've tried so many things to kind of manage the negative impact of speed on combat. When ships are going fast in combat, they usually just end up very far apart, which is not very interesting. And it just devolves into jousting very quickly, which is also not very interesting. The second you create a longer distance between you and a target, your angular requirements to maneuver to that target are just extremely small. And this is a very obvious math reason why high-speed combat is kind of the opposite of what we want to achieve, meaning meaningful and effective positional maneuvering. We want the combat to be closer and to be more turn-oriented. So rotations should matter more than just flat speed. Having very high speeds that are pretty much the same between all ship classes negates a lot of the opportunity for smaller ships to flex different types of gameplay. Another big issue with the speeds in combat is it's very hard to keep players engaged in the combat because players can move so far so quickly in such a short space of time. It's quite hard to keep a track on your opponent. So you might think, oh, why don't we just make the ship slower and call it a day? Well, we can't do that. The main reason we can't just make everything slower is the size of the Star Citizen world. We've got huge planets where we need to go from the planet's surface up into space. We need to transverse between different systems. So essentially we can't have just low speeds all of the time. There's a massive universe out there to explore, there's planets to explore, and the feelings we want to capture with the speed, we still want an element of danger that you can still go too fast in lots of situations. We have tried an awful lot over the past few years with what are called soft speed caps, where there is no speed cap on ships, but we encourage gameplay to occur at a lower speed. But it doesn't really work because the advantages of flying fast in terms of defense is just better. So since the last year, the focus of Vehicle Feature Team shifted very heavily towards Squadron 42 and nailing down the flight and space combat experience for it. And I'm very proud to say that we finally found a really good working solution that we're going to show today. Jetzt bin ich gespannt. So the main idea is to simply not have combat and long-range travel at the same time. So we're splitting these gameplay experiences. This will be done by a thing which is called master modes. A master mode is a thing that is globally applied to your ship. And we have two of them. We have SCM, which is now relabeled as standard control mode, and QCM or QM for quantum mode. The idea is that between these two modes, we can constrain the speeds in combat and also get all of the maneuvering, like high speed maneuvering and traversal mechanics that we had before, but in these distinct modes that are integrated with lore and integrated with the ship functions, such that there's costs and payoffs for being in each of the two modes. So let's start with standard control mode and what this means. So this is the mode that we intend to be the functional mode of the ship, whether it's combat or mining or any of these kind of core kind of things the ship does. We want the player to do these things in this mode. And what this does is it reduces the speed of the ship, but it also enables the shield to be turned on. And obviously the intent behind this is where you do your combat. It's where the guns are on, the missiles can be armed and fired, and all the kind of operational things the ship does
operates within this mode. The speeds that you can reach in SCM are somewhat limited, somewhere between 200 and 300 meters per second, tuning pending. But this is basically the hard cap, which you cannot not really exceed. You can slightly exceed this by using boost, but you cannot maintain any velocity beyond that SCM limit for a longer period of time. So we're thinking of this as some kind of energy management system. So you can go a little bit faster with a little bit more accelerations when you need to, but you know that it is a limited resource. Muss aber nicht schlecht sein. And you should use it carefully. Specifically, the boost space is interesting for space combat because that boost space is not spheric as it was before. You can boost the fastest if you're going forward on a straight line, and you have a lot of debuffs when you're trying to boost backwards. That alone gets us a lot of interesting maneuvering space and variation in the day-to-day dogfight maneuvering, so to speak. Importantly, you don't have your quantum drive available in this mode. The idea is that quantum is restrained to the quantum traversal mode. The second mode is quantum control mode, or QCM or QM. What this mode does is it unlocks your maximum velocity that your ship can reach. So when you were limited before to 200 to 300 meters per second, now you can go to 1200, 1400 meters per second, whatever your ship allows you. During the development of the quantum mode, we realized we needed something that was a little bit more kind of about traveling large distances, but not the distances that you need to, speed up your quantum drive and travel across the universe. So we've created this feature called Quantum Boost, which is available in the quantum mode, and you can access it at any point. So at any point you want to kind of boost towards your location that you're kind of looking at, but it's just too far away. And this boost is available for a limited amount of time, and it's purely on a straight line. Just to give you like a ballpark, Quantum Boost will allow you to go to a target fast if it's within, let's say, 50,000 kilometers, whereas you will use Quantum Travel to do very long-range jumps between planets. So Quantum Mode allows you to go very, very fast with up to like 1200, 1400 meters per second when you want to zip really fast over a planet. It also allows you to do Quantum Boost to quickly go between points of interest, which are rather close to you. And it allows you to travel long distances between planets and large-scale stellar objects. But it comes at a cost. Your capacitor systems are non-functional because they interfere with the quantum bubble that is allowing you to go fast. You won't have shields. Your shields will collapse right away when you swap into quantum mode. Your weapons will stop working because anything that's firing outwards of your ship will disintegrate the quantum bubble. Your countermeasures won't work. And you will also not be able to use thruster boost. So basically all your capacitor and combat related systems are turned off instantly. When you switch between modes, there'll be a little period of time where everything has to spool up and change. So you will lose your shields during this, you won't have your weapons during this, but you also won't be going fast. So there's a risk-reward element when you need to switch modes. So it's going to be a very kind of conscious choice of what mode you should be in at any particular point. So if you feel the threat of someone that's close by, you're not quite sure what their intention is, maybe switch to standard control mode and be safe. Or you can switch into quantum mode and escape. And this is going to kind of bring in an element of danger and an element of risk. Because going into the two different modes is like a systemic thing within the ship's items, we actually have the opportunity now to define ship roles that can block people from escaping, either using devices that suppress the quantum bubble or devices that can effectively interfere with your ability to transfer between the modes. For example, specific ships like interceptors can be tuned such that they have a higher standard control mode speed, so they're able to catch up with people. Or, for example, make the swap between the modes faster and more efficiently so that they could catch up with you, go into standard control mode and attack you more effectively as per the properties of their ship versus another ship which might not be as good at doing something like that. It's something that's fundamentally changed the gameplay experience for us. And this is working now, and we're playing it every day in the studio, we're refining it, we're tweaking bits here and there. But we're at that stage now where we're tweaking and balancing. And we've got the core features, it's there in the game playable. And the difference it's made on the game for us is it's basically night and day. Because the speeds have been limited in standard control mode, suddenly fights are a lot closer. The accelerations of ships similarly have been retuned a little bit,
and their afterburner strength has been retuned a little bit to make it so that you can orbit around ships and have a lot more interesting maneuvering. And because the ranges are closer, maneuvers that would be performed by your ship have a much more significant impact because you're closer. So if I like thrust up or down, you'll immediately see the difference. So similarly, things like capital ships effectively get a buff to their offensive capabilities with this change, because suddenly you can't orbit a capital ship at high range and high speeds. You have to get a lot closer, which will make the turrets much more effective at shooting you. Turrets become more important, and working as a group to attack capital ships is more important than it has been before. This is a really exciting change because it allows us to keep the combat speeds relatively low, where we know that the gameplay is better for that, while also keeping the point-to-point travel speeds as high as they should be for PU. Playing with master modes in Squadron 42 has been a lot of fun, simply because it's changed the entire combat experience. Before, you'd find that you were fighting at a huge distance. Now you find that you're in really tight, close combat with the other players. I think the biggest part of this is going to be when we have the larger ships interacting with the smaller ships. Once we can have battles with big capital ships and smaller ships, we'll have brought something to the Star Citizen world that I don't think has come out before, and I think it'll make a massive improvement to the game. Having made these changes to implement master modes and rebalancing all of the ship speeds, we'll finally be able to define ship roles in the way that we've always wanted, and to bring a lot more variety to the gameplay that we haven't had before. So it's been a really long journey here, obviously, because you've been a part of this journey. And we've tried many, many different things over the time to try and really create the experience we want. But the reality is, from us, it came down to what it always is in Star Citizen, which is creating choice for the players. It's about giving players the option, and their choices have consequences. So with master modes, it really helps define the player choice in the game. So they're choosing to do combat, they're choosing to travel from A to B in quantum, they're choosing to QT boost somewhere. Just giving players that freedom within the universe we have is just, it's a really magical thing, and we try many times to control that as designers, to try and get a specific experience at some point, but we always end up coming back to the fact, let's just give the players the choice and let them make the key decisions, and we'll design the balance around that. We finally have it. So we're now nailing down the space combat experience for Star Citizen, specifically for Squadron 42. We know from internal playtest that the master mode stuff works. We know that it works with our flight retunings, and it's very exciting. It will yet take a while to ship this to the PU, because the amount of ships you fly in Squadron 42 is rather limited, whereas in Star Citizen we have about, more than 100 ship records at the moment. But the whole hard problem of designing this thing in the first place is over. We just need to get the numbers in now. And all the footage you've seen today is from Squadron. It's all currently playable in the game. That internally, we're playing this every day. We're still making some tweaks, but everything is there right now. It's all about the foundational kind of tweaks that we're making, and we can't wait to get it in your hands. So thanks a lot for listening to us today. We're very, very excited to get the changes to you as soon as possible. And yeah, we'll hope to see you fighting in the verse. Wow. All right, so I've got auf jeden Fall interessant. I've got all the chicks on Nix love my Lando Fever. Kann ich dann auch mit diesem Kurzstreckenquantum bei Crusader direkt aus der Atmosphäre rauskommen, damit ich normal auf Quantum gehen kann? Nee, ne? Ja, was passiert jetzt mit dem Cruise Mode? Really? Show the camera. Ist der jetzt weg? Der Cruise-Mode ist dann weg. Dann gibt es noch SCM und den Quantum-Bereich, der dich auf 1000, beziehungsweise Cruise-Mode ist 1200, 1400 Meter pro Sekunde. Und dann kannst du halt das Quantum-Ding zuschalten auch noch. Okay. Also das heißt aber, wenn ich im Cruise-Mode bin, beziehungsweise in diesem Kurzstrecken-Quantum, bin ich verwundbar, weil die Waffen offline sind, die Schilde sind offline, und um fighten zu können, muss ich in dem anderen Mode sein, und ja gut. Um kämpfen zu können, bist du maximal auf bis zu 300 bis 400 Meter pro Sekunde schnell. Dann gibt es den zweiten Modus, der dich bis 1400 bringt, beziehungsweise dich auch Quantumflug erlaubt.
Aber Jousten ist dann nicht mehr. Also das heißt mit aufeinander zufliegen und sich gegenseitig da immer oder gibt's nicht mehr? Genau. Und das ist super. Ich bin natürlich jetzt erstmal so auch für uns, für mich als Outlaw-Pirat und auch für die armen Miner, die ich jetzt überfallen muss und so. Die können ja... Wir können dann ja wahrscheinlich auch hinterherfliegen. Die einholen. Ich überlege gerade, wie das funktionieren soll. Der Kampf ist auch näher. Also auch diese ganzen Waffen, die also EMPs zum Beispiel. Stell mir das so ein bisschen so vor, wenn du jetzt zum Beispiel hinter einer Prospektor her bist. Ja. Und der schaltet in den Modus, dass er auf Quantum gehen kann. Dann muss er das riskieren, dass er für einen Moment eben angreifbar ist. Dann schießt man runter, ja. Wer flieht, wird abgeschossen. Ja, dann gehen die Schilde runter. Ja. Reicht dann die Zeit, dass er wegkommt? Das ist dann das Spannende. Ja. Ja, dann brauchst du, was war das, ein Mantis oder so brauchst du dabei, um den dann wieder rauszuholen aus dem Quantum. Ja, genau. Dann hast du in der Regel ein Mantis, das wird ja nicht das einzige Schiff bleiben. Mit so einer Vorrichtung. Und dann kann er halt nicht den Switch machen in den anderen Modus. Und wenn er die Schilde runternimmt, und ich habe noch kein Schiff gekauft. Und noch interessanter fällt mir jetzt auf, der Händler fliegt los oder der Händler... Was ist denn, wenn der sich von vornherein in diesen schnellen Modus schaltet? Und dann sind die Schilde ja aus. Dann komme ich mit einem EMP, Schilde sind aus, bupp, dann habe ich ihn aus. 2 EMPs, dann war es das. Braucht den die Schilde nicht mehr runterschießen, weil, wer das nicht weiß, die EMPs funktionieren nur gut, wenn die Schilde unten sind. Ja, solche Sachen. Also sagen wir mal so, wir sind im 10. Jahr nach dem Crowdfunding. Und da kommen die jetzt... Ja, ist ein guter Anfang. Da kommen die jetzt mit so einer Sache um die Ecke. Das heißt, es ist gar nichts in Stein gemeißelt. Die haben noch ganz viel vor sich. Die müssen noch ganz viel Balancing machen. Wart mal ab, wie das dann nachher ausschaut. Das wird alles nicht so sein, wie es momentan im Spiel ist. Da werden sich einige noch ganz schön umgucken. Ihr könnt noch abstimmen. Ich habe noch eine... Jetzt kommt Lorville. Ihr könnt noch abstimmen. Ich mache jetzt gleich die Umfrage zu. Jetzt drückt noch schnell drauf. Eine kleine Umfrage im Chat. Die Lurker natürlich nicht am Fernsehen und so weiter. Ihr sitzt ja schön mit dem Whisky in der Couch. Ich drücke jetzt da mal drauf. Umfrage beenden. Ich glaube, das wird gut. Das ist aber, geht so in Richtung Elite. Du hast 2 Modi. Das ist ein bisschen anders hier, aber das wird gut. Das wird gut. Müssen alle nochmal das Kämpfen neu lernen. Vor allen Dingen können wir einige Dinge verlernen. Wie zum Beispiel Leute aus dem Jousting abfangen und so ein Scheiß. So. So, Lorville. Hello, my name's Ian Leyland and I'm the art director for Star Citizen, and today we're going to talk about an internal initiative called Lorville 2.0. Now with Lorville and specifically the Lorville Cityscape, im ersten Moment gedacht, die haben das falsche Video gestartet. Ja, der war doch schon mal. It was the first time we put a landing zone on a planet and we had the player fly there with minimal restrictions, although it did have that really big no-fly zone. But when we did subsequent landing zones, we built up a bit more of a knowledge base and experience base about how we can effectively introduce cityscapes. So Area 18, New Babbage, Orison, we all developed more techniques and we always wanted to go back internally and put that knowledge back into Lorville. To start us off, I'll throw it over to Eric, our principal concept artist, and he can show you some more. Hi, my name is Eric Gagnon. I'm a principal concept artist for Star Citizen and Turbulent in Montreal, and I'm here to talking about the Lorville 2.0.
When I started to work on the concept, initially what I did is to create a variety of sketches, black and white sketches of a different approach of that city. We create a side panel of a silhouette of the building. Mainly the reason we need to work on that is for mainly gameplay issues, because we would like to make a gameplay in the interior buildings, and we need to create a bigger city to let the player have a fun experience to flying through that. Yeah, so after the sketching process and get some approval, I need to know very well the footprint of that city. We build a city from a human scale, you know. We have nothing in that city, they build in a gray zone. So everything is built from that unit, and it's built from the unit of the CBD. So this is mainly the two main units I used to build a city. So we have a kind of a proportion in terms of lengths and distances to respect. So this is why I used the 3D basis to working on that. So I need to make sure that the ratio of everything fits well to approach closely as possible. So mainly the goal is not to dig right Also die away on the ersten Bilder details, sahen but ziemlich it's aus to wie die stay on the Industriezonen big auf picture A-Korb. and to see if the skyline makes sense. So this is a good challenge to play with that, and I think I did a nice job on that, because at the end, what the feeling we have, it's like a real city. So I use my 2D background in concept artist to make the best as possible concept art with all the techniques inside of it, 3D, paint over, sketching, painting, and at the end, I was needed to create a very Das ist jetzt 100% Blade Runner, ne? speechless concept to sell the mandate to the people involved in that, and they make sure they believe on that project, and they could say, well, okay, now we are a Laurelville 2.0 and we're ready to moving on that. Thanks, Eric. There's some beautiful image there, and we had a lot of fun internally developing that cityscape. Now, we're not just in concept development. We've actually just passed our white box milestone internally. White box so we're sind sie going to schon. jump over to Max, and he's going to show you where we're at. Bonjour, mon nom est Maxime Guindon. Je suis chef environnement artiste sur le projet Star Citizen. Mon mandat en ce moment est Laurelville 2.0. Premièrement, je voudrais dire bonjour à la communauté francophone de Star Citizen, à toute la communauté en fait. Ce que vous faites, ce que vous partagez m'inspire énormément dans mon travail. Kann der This concept's Englisch, done, ja. it was time to start it in engine, and we've had to evaluate what was possible to do and to extend or to make it much bigger than the initial Laurelville city, up to something that matches the ambition. For instance, we are keeping the L19 area, we are keeping the CBD, we're keeping the spaceport, and we're building upon this and just extending the city. We've done several tests with the transit system, the rails, and we try to extend it out a bit. We're keeping the same number of gates, but we're moving them out. And so throughout these tests, we've built the city as just placeholder. Wer war denn mal bei den White Gates? box, very primitive. Wann war ich denn mal bei den Gates zum letzten Mal? This fast iteration of the whole city done, and then that we could see it and get feedback on it. Wenn du irgendwie so it eine will Delivery-Mission feel more hast, like a dann bist du visible zwischendurch city. mal bei den Gates. We hope it to Oder ein be Fahrzeug fun rufen to willst. fly around and Dann warst du nicht da. like to actually do some races in it. We're building arches, kannst du doch, oder? Ja, bridges, geht. Ja. and, like Aber on the musst du passes, draußen makes parken. it Du kommst da mit dem Schiff gar nicht nah genug ran. able to fly around. Ja, genau, du musst da The rausfahren. community of players, they're
They're doing like emergent gameplay of races, and that inspires us. And then the way that we're building the city. We are starting now. The Grey Box. We have like Montreal's tools teams now that are working on like Houdini tools, and we're chatting with them, see what we could use from the library of tools. There will be several areas of like a higher level of detail, especially around landing pads on rooftops. Wird auch Zeit, dass Lorville größer wird. Zu viel FPS hat man da. And these are the places where the players will be able to land. These will eventually connect to the interior spaces that will be built later. And in that sense, Lorville will be ready for those interiors. We started as a team of 2 artists working on Lorville, and now we're 5. And we could even be like more soon. Each artist has slightly different skill sets, and we complete each other. They bring ideas. I let them bring ideas to the table on how to advance what we're doing, make it kick-ass. So that's really important. So I hope you'll like what you see, and we can't wait to show you more. I'm happy about the opportunity of working on this mandate, because it's gonna make such a huge difference. Thanks, Max. That's looking great, and hopefully you guys can kind of see, even in a white boxing format, we're seeing really good scale reads and understanding about how we can make the cityscape of Lorville probably one of our best yet. And we'll be showing more soon. Thanks for letting us showcase that for you today. Also nur von Enjoy außen. the rest of the show. Also das alles irgendwie nach... Okay. So siehst du ja normalerweise. Ja, aber sonst kommst du im Dunkeln an oder im Regen oder so, siehst du eh nichts davon. Da suchst du unten den Rechteck, wo du landest, und dann war's das. Na gut, aber gleichzeitig wird die No-Fly-Zone neu gemacht. Du kannst tiefer fliegen. Ich hoffe, die fällt irgendwann mal weg. Hast du dir einen Warn? Sieht schon gut aus. Ist schon eine schöne Annäherung so an New Babbage. Ich bin immer noch geflasht von dem. Das war ein kurzes Panel. You've taken the one that had the most egregious no-fly zone, and you're making it so we can just race through the canyons and under the bridges and everything. I want to ask you the same question I asked John Crew. Is this BS, or is this really what we're doing? No, that's what we're doing, and hopefully you can see in the B-roll that you can actually see it. And, you know, no-fly zones, you know, they were there for a reason at the time, but as we grow, as we learn, we find ways to have a better player experience with that regard. And if you see it, how we got things working with New Babbage, then we started thinking, okay, there is a slightly different way. Because ultimately, that no-fly zone there is for a reason. It's not because, oh, you know what would be really cool, right? It's like, you know, we want to keep the player experience in, you know, the maximum level. So it's there. But for Lorville, as you've seen, you know, we want that experience to be as low as possible, to get that feeling where you can weave in between the structures, weave in between the buildings. And it was always wenn du zu nah ranfliegst, dann sieht es wahrscheinlich scheiße aus. It was always like, one day we'll get back to Lorville. So I'm super happy that we're seeing this now. And, you know, we've discussed the art pipeline for years. We've been doing, you know, like I said, we're here for celebrating our 10th anniversary this year. We've been talking about how games are developed, and we've gone through the pipeline a number of times, from white box to gray box to stuff. Where would you say Lorville is? Obviously, what we were just seeing there is not finished. Final art. Das sind ja zarte Hinweise von meiner Community. Blockout white box is obviously self-explanatory. Interestingly, grey box phase,
I'm thinking more like first pass art, so we're always trying to keep the team on the toes, but greyboxing is terminology that we've used on all art disciplines, and it's kind of, but when you're using kits, Nutz mal eben hier die Pause und bin mal in der Küche mir eine Knifte machen. Traditional greyboxing, so we'll probably just call it like first pass art. But where Lowville is right now, we just passed the greybox review gate a few weeks back, so it's final art now. So we're on the really interesting part where we're doing, really good engine look dev. I mean, you're seeing hints at the potential in engine, but there's still a few hurdles that we need to get over. Well, that was a look at Lorville Redux. Just on another step on our journey to 4.0. I do want to clear up some of the misconceptions that we're seeing in the chat here. Our journey to 4.0 is more akin to a journey to 4.x. The things that we're showing you today are not a list of this is what's in 4.0. Some of this will be in 4.0, like the planets and moons of Pyro and stuff like this. Other things will be in 4.1, 4.2, 4.3, and we'll know which as we get closer to 4.15, 16, follow the project 17, knows that that's how this works. 29. But everything you're seeing on today's show here is everything that's in the process, in the pipeline, being developed now for 4, 4.1, 4.2, Oder mit den 4.3, Speeds, das haut mich immer noch weg, da werde ich mir nochmal in Ruhe nochmal before auf we jump to YouTube the next one, I angucken. want to shout out a couple of the other promotions that are going on. The digital goodies pack Hoffentlich kriegen wir das mit is going 3.18. out there. You get a Ich gehe mal davon Finley aus. plushie. It's not called Finley anymore. It's called Francis. I should look at that beforehand. There's a new jumpsuit that's being given to everybody, and Da will schon grenade die launchers with a cool erste new skin. That's free to all backers. Oder Just register 3.19. your account and register account and pick up any one of the pledge packages and whatnot, and that stuff's yours. The Toby Eye Tracker contest is going on Das sah right now. jedenfalls so aus. Send us your Das sah in-game jedenfalls so Watchparty aus, screenshot for a chance to win. I know als there are a wäre number of das schon Watchparties, so weit, dass man right das in now. der Version, Shout die out man to hat, the schon mal folks down in einbauen San könnte Diego und who I testen saw on könnte. Twitter earlier. The JRDF Ist ja nur contests are Geschwindigkeit partners und at, JR Design and das Fabrication. mit dem Springen haben sie ja schon Create a ship gemacht. model using only Mit dem ordinary Schnellfliegen. and random household objects for a chance to win. They make these models that you see here. The wonderful star kitten, a dragonfly. Switch to Ian's camera. I'm gonna put this in there. Also 4.3 confirm, Oh, it's genau. not in focus. Hold on. Let me 4.1, get closer to his 4.2, face. 4.3. We're gonna do this. No. Stay down there. Look at my star kitten dragonfly in focus because I'm holding it near Ian's face. Isn't that great? Did you just smell it? What did it smell like? I thought about tasting it. JRD Fabrications are the makers of these wonderful Star Citizen models. They have an entire array. You can check it out the website, or you can enter the contest for your chance to win a Carrack, a Freelancer, Wieso or a kriegt gerade Cyclone. steil? Wo denn? And don't Im forget the Chat da, Halloween oder? promotions going on right now with scary helmets and Wo ist Wieso? pumpkin carving contest. Ach, bei euch always da my im favorite. Dings, alles klar. I think every single winner we've ever had has been from Texas. I don't know why that is, but they take their Muss ich da pumpkin reingucken? carving very seriously down there. All right, so we've rambled on enough. Let's throw it to the next presentation. Now, I'm going to set this one up here. I'm going to put this, I'm going to make the audio guy, I was holding it in my hand because I got up. I'm just going to put it there. It's going to be safe. Resource management. Wo geht der denn steil? So, Resource Management. Das ist auch vielleicht interessant. I backed the project back in 2013, 2014, before I came here. The thing that excited me most about Star Citizen was the potential for multi-crew gameplay. That positional experience of a captain and a navigator and an engineer and a comms person and run down and put out a fire and something's exploding in the cargo hold. You got to go and fix the fuses and stuff like this. That multi-crew experience has been what drew me to the project, first as a backer until I came in to do this on a spaceship. Did I mention I have a spaceship? I have a spaceship. And if you're like me, on our 10-year journey, I've been wondering when's going to be the day. Where are we at with this stuff? Well, Dan Truffin and Thorsten Lyman are here to talk about the actual working prototypes of the resource management system, the thing that will make true multi-crew gameplay possible, and the last big hurdle to getting those capital ships into the game. So buckle up. So, jetzt. Eyes forward and take it Hoffentlich away. wieder was Dan Gutes. Thorsten. Für mich zum Schotter.
Für mich zum Shooter! Hi, my name is Dan Truffin. I'm Assistant Director for PU Content, and with Thorsten Leiman here today, we will be talking to you about something we think it will change the way Star Citizen functions and works and how the players will play the game in the future, and that is resource management. Resource management is the underlying system that allows items to produce, consume, and store resources in the game. It is the digital representation of real-life cables, pipes, tanks, batteries, or anything like this that you can imagine. It's the foundation of the ships, where you have certain resources like fuel and energy powering certain items on the ship, but it's also the system that will lie below any station or any vehicle, anything that you can imagine in our universe that actually requires a certain type of resource. Resource management is not just a system that helps ships function. It is a thing that's integral to the functionality of the entire universe. It will be the way surface outposts function, underground facilities, space stations, landing zones, everything in Star Citizen will function using resource management. So we will start with the smaller vehicles, and the gameplay for those smaller vehicles way more interesting than what we have right now. And from that, we can move on to like bigger ships, and finally the capital ships will have a real purpose in the world, and where it will have a real meaning that hört sich genauso an wie you have the multiple roles inside those ships. It will drastically increase the time to kill for all vehicles in Star Citizen, and it will encourage people to disable ships rather than destroy them. Missions like Siege of Horizon will increase in scope and scale up a lot more with the use of resource management, as players will be able to cripple resources, change the way resources are distributed, cut power, cut certain fuel and critical parts in order to progress further in those missions. We can suddenly scale a lot bigger than what we have right now. And the reasons are that we have more control over the powers of certain platforms there, and we can introduce some interesting gameplay that facilitates these functionalities. Resource management is going to open up the possibility of player structures, player-owned outposts on planet or stations in space, where the player will have to manage resources, bring in fuel, do repairs. And this will not be something that only caters towards the engineer. This will be something that is valuable for everyone in the world of Star Citizen. Resource management will finally allow players to build their own bases and their own homesteads, and actually keep that loop engaging and fun. And really, this is the main thing that makes multi-crew gameplay possible. We envision the players taking on roles like engineer, mechanic, tactical officer. And while you have your engineer trying to maintain all the resources functioning and flowing perfectly and all the items in good operation, you will have mechanics running throughout the ship trying to change fuses, repair various things that have broken down. You will have tactical officers moving shields Vorher was from one gefaked side und of jetzt the ship machen sie to da another wirklich, in order to jetzt machen sie da wirklich whatever Schnüre incoming rein und damage so, you ja have. gut. Obviously, the pilot is going to be doing his job trying to move the ship out of harm's way. Aber das The haben wir gunners doch, are das ist ja going nicht to das be taking erste out Mal, dass die das enemy incoming erzählen. fighters or other ships. Sie haben noch nicht gesagt, wie This sie is es how we machen wollen, envision aber dann this haben die doch entire schon ecosystem just coming together and providing what we Coming hope is together true changed the game forever. gameplay, and providing what we hope is true multi-crew gameplay. And for all of you out there that are waiting for the Idrises and Javelins and want to use the ships, this is the system that is going to make using those ships possible. So all that said, this is a really important system for Star Citizen, but let's dig into the details and see what exactly this is. Ja, let's break this down. Jetzt bin ich gespannt. Zeig mal, was er gemacht Resource hat. management can be broken down into several key elements. Power, energy resources, life support, item maintenance, relay handling, access control, and gravity. So let's start with power, energy, and resources. The players can choose to overload items in order to get more efficiency out of them at the risk of burning them out. They can also underload items to save some resources if they don't need the full efficiency of an item. The players will have to pay attention to the balance of resources, power, fuel, coolant, heat generated
in order to maintain a well-oiled and balanced ship. And overall, prioritizing certain items and their resource consumption. Life support is the most Haben die da jetzt schon was gebaut? Gibt es schon Tools dazu oder? Ich kann das auch auf den Zettel schreiben und sagen, das haben wir uns ausgedacht. Das ist ja jetzt auch nichts. Here, the life support system is a key factor. Here, the life support, you have to maintain it. Meaning you have to make sure that the consumables inside the life support generator are always there to make sure that it can generate breathable atmosphere for you. Or the temperature is actually increased to a human livable factor. Eine Absichtserklärung. Zeig mal ein Tool. Zeig mal, da knipst Licht aus. Will be able to control items throughout the ship, turn them on, turn them off. Das ist doch dieses Ding, was die auch gezeigt haben, in der Hammerhead. Das ist doch schon 2 Jahre her, wo sie mal gezeigt haben, das wollen wir machen. Oder? Jetzt ohne Scheiß. Das kann ich auch erzählen. Das erinnert mich an einen meiner alten Chefs, wo wir Bilder gemalt haben mit Paint. Und dem Kunden das verkauft haben als Tool. Repair gameplay and replace broken fuses when the item stops working or takes enough damage. Ja, das ist ja jetzt nix. The actual management part that you as the engineer on the ship you have to do there. It's basically defining the circuits in the most effective way, especially for bigger ships. So a relay is something that defines which items are connected to each other. And what we want to achieve here is allowing you to create the best possible outcome for your ship. Das haben die schon gezeigt vor. Das war, wo dieses Testing war. Erinnert sich einer, Hammerhead und dann die Knotenpunkte? Ja, wollte ich gerade sagen, das haben die doch, Signet. Das haben die doch schon mal, das ist doch überhaupt nicht neu. Die zeigen jetzt hier Bilder, wie einer von da nach da rennt. Was ist das denn? Oh, das enttäuscht mich jetzt maßlos. Die haben ja noch nicht mal Bilder. Gravity ist, dass du unten bleibst. In every ship, so there's always a ground, there's always a down, there's always an up. Ich brech ab, ey! We would like to give you some more control over that. So, ja, dann an und aus, ne? It requires some energy, and if you want to run your ship more energy efficient, we want Was ist das denn, ey? Switch off gravity. Or there might be other use cases where a zero gravity environment is more useful than another one. So if it wasn't clear by now, Alter, das hätte ich auch erzählen können, tut mir leid. Aber gut, dass der Mitch jetzt gerade nicht da ist. Der wird mich voll einbremsen. Ja. Currently we have working in-engine prototypes of the following systems. Power, gravity, life support, and the relay network. With a power system, we can overpower and underpower items. We can set the priorities of item producers and consumers inside the ship. Prototyp. And we can set the path of resources inside the ship through the resource relay network. And with the power system, we already can distribute the base energy and base fuel throughout the ship. Ding haben wir schon mal gesehen. Sure that each item actually gets the resources they need. Creating your own resource path in etwas prototypiger. Genau das gleiche Ding, haben wir schon gesehen vor 2 Jahren. Mit einer Hammerhead. Da hat sich nichts geändert. Nur, dass das jetzt was anderes. Alter. Gut, das mit dem, dass das außen gezeigt wird, gab es vorher nicht. Wieder da. Alter. Was habe ich verpasst? Nix. Okay. The room is pressurized. Das Pressurizing-System haben wir auch schon seit 5 Jahren. Das haben wir schon seit 5 Jahren, dieses Pressurized-System, da warten wir schon seit Ewigkeiten drauf.
Venting. Da kannst du halt einen töten mit, was gut ist. Dann kommt mein Tod durch doof wenigstens wieder häufiger. Bumm. Ja, tut mir leid, ich riech mich gerade so ein bisschen auf, weil die nichts zeigen. Alter. Fire Expulsion. Das haben wir seit 3 Jahren auf dem Zettel. Oh, jetzt ist bei mir der Stream stehen geblieben. Bei euch auch? Ja, bei mir auch. Machen wir mal F5. Und ist der überall stehen geblieben. Mhm. Netzwerkfehler. Da hat einer auf Stopp gedrückt bei denen. Mhm. Dann hat sich einer gesagt, ach, das ist doch alter Scheiß, den wir zeigen. Ja, Fire No Hole, okay. Steam Dice, okay, wir sind nicht die Einzigen. So, was haltet ihr denn davon? Was ein Scheiß, tut mir leid. Ey, das CIG ist auch tot? Geil. Alte Gewohnheiten legt man schlecht ab. Was für ein Scheiß. Ich muss das leider mal sagen. Also da muss ich sagen, die haben die 5, du warst gerade nicht da und hast ja ein Schnittchen gemacht. Die haben dann erzählt, hier Power Sourcen. Ich kriege hier Werbung, ey. Sind erwacht. Läuft wieder. Ja, genau. Wieso kriege ich denn Werbung hier? Ich habe noch nie Werbung gehabt. Ich habe Werbung hier. Seit wann habe ich hier Werbung? Alter, Werbung. World of Warcraft. So, da sind wir wieder. Live Support. Door is closed. Okay. Ich schalte mal das Bild um, solange ich hier noch esse. Ja, alles gut. Ist so mal. And making players suffocate again. Ja, das ist gut, dass wir das kriegen. Will ich haben. Das heißt, das geht endlich, oder was? Das wäre ja mal was. Gravity Low. Okay, das ist nice. Okay, sie haben was. Und nicht nur gelabert. Wenn die das endlich mit den Räumen haben, das wäre super. Da würde ich drauf stehen. Ja, Hammerhead. Hatten wir schon mal, ne? Das ist 2 Jahre alt. Mindestens. Ja gut, vor 2 Jahren haben wir das mit der kompletten Energieverteilung gesehen in der Hammerhead. Im Prototyp. Da war es im Prototyp. Und das ist schon ein bisschen jetzt improved natürlich. Ja, aber das ist immer noch Prototyp, haben sie gesagt. Ja. Das heißt, sie haben da nicht weitergemacht. Doch ein bisschen haben sie weitergemacht, aber progress with the resource management system, but with a system that is this big and complex, we do not want to rush it. We want to just get it right and get it right from the beginning. So let's talk about what's next for the resource management. Aber the beginning war vor 2 Jahren, Kollege. Want to make it. As you can tell, resource management is a huge endeavor for us. So like everything else, we'll probably not get everything in the initial release, but this is what we're aiming for. Interactable and accessible items on ships, relay gameplay, changing fuses on the relays, resource balancing, defining control groups that will be accessible through the MFDs, allowing people to create presets for your resource network for each ship, an engineering UI with at least a list or schematic view of your ships, okay, external engineering screen for ships,
allowing engineers to define the tuning parameters that can be accessed by the pilot with the press of a button, like loading presets and creating presets. 4x. And after the initial release, everything else will fall into place with subsequent patches. Das wird We umfangreich, ja. started talking about resource management about 2 years ago. It is pretty much the evolution of what used to be the old pipe system. And this has been an interesting journey. And finally, we're starting to see the fruits of our labor. And we're starting to see all the possibilities of gameplay that we can open up to the players in the future. It's exciting to work on something that's so central to the world of Star Citizen and that can impact the gameplay of so many people, irrelevant of what they choose to do in the world of Star Citizen. Resource management is the most exciting feature that I've ever worked with. It's such a groundbreaking feature that will change the entire game. Der und der andere sind doch Brüder, I think we 100%. never Wie heißt had der? this opportunity to change the game into this direction where we Keine are Ahnung. heading right now, where we will Die Stimme ist genau die finally gleiche und have der all the sieht doch so tools in wie place to actually heißt der noch? allow Auch ein Deutscher. meaningful, Reiniger. multi-true gameplay Reiniger? and meaningful decisions for all the players, where Die sind bestimmt every Brüder. decision counts. This is the Ja, stuff that Reiniger, glaube ich. makes me really proud of what we are working on right now. Thank you for letting us share our progress with you. And we hope you're happy with all this progress and have a nice CitizenCon. Also wenn sie ein bisschen was haben, ist ja schon mal gut. Wenn sie das endlich mit dem Luftsystem haben. Card is really cool. They've just been staring at me playing with it for the last 18 minutes. That was that was Dan Truffen and Torsten Lyman talking about the resource management system, and joining us to follow up on it is Todd Pappy, John Crew. Guys, this has been a long time coming. I know we still got a ways to go. I don't make it sound like it's it's done, but I mean, how exciting is this? This is very this to me brings the interaction that we want in environments, but also in ships. So like you said with the multi-crew stuff, but like again, it's not only going to be in ships. We're also putting it in environments. Yeah, this is what's necessary to have player homesteading. One of the components. It's not the only thing, but it's about just bringing the interaction into the environment. So the AI will react, the player reacts. It's having that interaction level that you don't normally get in games. So that's what we're looking for. Being able to make imagine Siege of Orison, but being able to actually assault the platforms and depower the platforms. Missions that can take place inside the landing zones where you can cut power to buildings and stuff like this. I mean, this is what really opens the game. Yeah. And John, as they said in the segment, the first place this is going to come is ships. Yeah. So what's the first version of this look like? So first version is going to be Jedes Schiff a lot of nochmal what you saw in geändert that werden. video. So we're working through some of the ships now. Hammerhead, Hull, Star Runner, just to prove out a few things, because naturally some ships were built a long time ago. Ones in recent times were built with this sort of level of detail in mind. But yeah, you'll have all these components accessible. You'll be able to get to the relay. Der Bot ist abgeschmiert, ich muss nochmal starten. Something really cool in that video was all the fire and gravity and atmosphere stuff. And like you say, it goes from just being a ship you're on board to like an interactive piece of the puzzle that gives you that multi-crew gameplay. You're not just limited to I'm a pilot, I'm a turret gunner, that's about it. Now engineers and support roles are going to have a huge part to play on ships, because things will go wrong, and if you don't get on top of it quickly, it's going to be a very bad time for all involved. Yeah, I said before we set it up, this is the aspect of Star Citizen that first drew me, in. So it has been I feel like I've been very patient and waiting, really wanting to see this go. And as I see everybody on EUPU and everybody that's contributing to this thing, it's just super exciting to see it really beginning to evolve and really beginning to be used tangibly in our prototypes and stuff like that. And it's just, I think people know I don't generally hype.
very often. I'm usually the guy sitting here. It's like, don't hype, you know, manage your expectations and stuff. And you should still do that. I'm not changing my tune. I'm just, this is the part of the thing that I've been waiting for personally. So I'm excited. All right, so we've ping pong from the visuals to the gameplay, the visuals to the gameplay, the visuals to the gameplay. We've only got one more scheduled presentation left. Ship Talk, Talking Ship, our annual celebration of vehicles, new coming to the pipeline, vehicles coming straight to flyable things, something in the middle. That's going to star John Schon wieder. Was ist das denn? Crew and Ben Curtis and Paul Jones, and I'll let them take it away. Was haben wir jetzt? Läuft? Läuft. Here at Cloud Imperium Games. This year I'm once again joined by Ben Curtis, Vehicle Art Director, and Paul Jones, Concept Art Director. Das heißt, wir sind jetzt beim letzten Panel. Letztes Panel. Krass. Like previous years, we'll be talking Ship about Talk something Panel. soon, Ship Talk. something being announced today, something coming a bit later, and then the fan favorite, the Pick a Ship or Vehicle concept series. To kick things off this year, we're going to be talking about our new concept ship, which is the Crusader Spirit. This is a series of ships from Crusader Industries that is designed to take on a variety of other manufacturers' ships at the two-person crew level and does a wide variety of tasks depending on which variant you pick. The two standout competitors to this ship are naturally the Cutlass and obviously the Cutlass Blue, Red, Steel, and the Freelancer series. Those are all similar sized ships to this, and they also cover similar sort of roles. Compared to the Cutlass and Freelancer series, the Spirit benefits from not only Crusader Industries' sort of stylish physical appearance, but also their renowned speed and agility over those other variants. We have three variants of the Crusader Spirit. We have the C1, which is the cargo hauler version. We have the A1, which is the light to sort of medium bomber version. And then we have the E1, which is the executive VIP transport version. One of the really nice features of the Spirit series as a whole is the front half of the ship is kind of like this shared area, and it's the rear section that swaps out. So the Kamera nicht mehr an, is the cargo hauler version. This comes with 48 SCU of cargo capacity in the central area, accessible like the other versions via the rear ramp. It's wide enough to allow a variety of ground-based vehicles on board, such as the Cyclone. You won't be fitting larger things in it like the tank. However, with the size of the cargo bay on the C1, you can put a vehicle and still have some cargo capacity left over. The A1 is the bomber version of the Spirit, which sort of splits the difference between the Hercules A2's bomber version, which has both size 10 and size 3 bomb options. This comes with size 5 bombs, and they are arranged in two vertical gravity dropped formations down each side of the central area. So you have a nice little walkway down the middle, and then you have the two sort of lines of bombs each side of you, and you'll be able to see them drop out of the bottom of the ship. It delivers a different role to what the Starlifter does in terms of the bomber. I think it's a much kind of smaller, faster ship, so it's much more agile. You're going to be kind of getting in and out and you know, doing your bombing run and then getting back out of the danger zone quite quickly. Müsst ihr auf jeden Fall kaufen. Das ist ein absolute Überschiff. Ganz wichtig. Kind of play style. Wird auf gar keinen Fall genervt. Bleibt für immer so. Wird nie genervt, weil die machen das nicht mit Absicht. The A2 has both heavy hitters and what could be described as carpet bombing. Auf jeden Fall kaufen. For when you don't want to completely annihilate everything on the ground. And lastly, we have the E1 variant, which solely exists to give Jared heartburn over his Starliner. So this is a sort of taste of what the Starliner will get in the future, but on a much smaller scale. VIP1 is a really interesting module. It's basically split into two levels. And so, you know, we really wanted to sort of have that VIP experience. Obviously, you're coming into a sort of multi-role ship, but when you get into the module,
You've got lockers, space, space to put any sort of personal belongings. Wir bringen keine Schiffe mehr raus, die keine Missionen, keine Verwendung haben. Nur noch Schiffe, die auch können. I think what really makes the E1 stand out compared to some of our other ships is the kind of the large panoramic glass roof. So when you're in this kind of shared VIP area, you're gonna have great views and be able to kind of like explore the Transportschiffe. In something that I think is going to be quite unique. And we also have the Mixmaster, which is at the front of the module, which is basically where players can go and choose whatever the drink it is. So it's cocktails or coffee. And then players will also have super comfy seats. They'll have the widescreen TV in the module. I'm really excited to see when we start getting our players and our AIs into these ships and being able to kind of explore the verse and experience that kind of luxury Das living. Erste, was mir durch den Kopf ging, I've not die yet Rheingold-Wagen haben da früher auch so solche Panoramawagen gehabt. Okay. The sort of core of the ship changes with each variant, but there are some aspects which don't need to change. And starting from the front of the ship, you naturally have the cockpit or the bridge. So like other Crusader ships, you have the side-by-side pilot-co-pilot arrangement. Then you have behind them their living quarters / bunk area. Die nicht. Component access, and then you have the Das heißt, die kommt erst, wenn es Transportmissionen für Personen gibt. the ships between them. Then at the rear of the ship, you naturally have the ramp access area. So that's the Crusader spirit. We hope you look forward to seeing this and seeing what it can do in the game in the future. From something at the very start of our vehicle production pipeline to something nearing the end of the pipeline, let's talk about the Drake Corsair next. Ob die einen großartigen Nutzen hat, weiß ich nicht, aber sie sieht auf jeden Fall geil aus. Ja. The Drake Corsair is an important ship in their lineup because it fills that multi-crew exploration gap in their lineup. We've seen a lot of Drake ships of various usage and roles, such as the Buccaneer and Cutlass. In this size class, you naturally have the Constellation, the 600i is the competitors. What Drake brings is its usual rugged, overwhelming amount of firepower for its size, sort of classification to that entry. It's Drake's dedicated exploration ship. It's a kind of a medium, deep space vessel effectively. It's got a crew for up to 4, or space for up to 4 crew. It's got a sizable cargo hold, and it's kind of got everything that you need to really spend a decent amount of time away from civilization, away from stations, and just kind of being able to chart out those deep areas of space. It brings that sort of no nonsense, no frills approach to the ship, and you know if something's going to go wrong, it's going to be something that you more than likely can fix, and it's not going to be something that you have to cut back to a main dealer to get serviced and fixed. It's something that hopefully you and your crew will be able to kind of repair and get back on running, or just fix with some duct tape. So fans, when they see the ship, will immediately see the sort of heritage, the DNA that's running through the spirit. So you can kind of almost imagine how the ship is built. It's got that military, easy fix kind of feel. It's loaded with guns, loaded with turrets. It has some really interesting mechanisms inside it, so I think players will really dig that. I think what's quite unique to the Corsair is its wings, the way they fold up. This isn't done purely for style. Being Drake, it's more there for function. It allows you to get in and out of the hangars much easier. We put quite a lot of effort into keeping that really iconic exterior kind of silhouette and vision that we set, but still making it functional and making sure it works. At the moment, we're just kind of finishing up on final art. Most of the exterior has had, the majority of its core art time spent on it. We've still got lighting to do. We've still got kind of like final finishing to do, tweak some of the materials till we're kind of properly happy. But it's in a good place, so I'm really excited to go to show. So let's take a look inside the ship, and once again, we'll go front to back. On the inside of the ship, we start right at the front on the cockpit. The Corsair has quite a unique feel to its cockpit in that the pilot is kind of sat right up front, and then in kind of classic kind of Drake stylings, the co-pilot gets in the seat behind them and actually sinks down into the floor. That transition from
the main cockpit area into that kind of co-pilot Aufzüge im Schiff, section. geil. It's you move right forward and you're sat pretty much underneath where the pilot is. It gives great visibility for both the pilot and the co-pilot. The other nice thing about this cockpit is, again, you've got these massive guns that stuck out either side of you, so it should be a nice place to be. In the rear of the cockpit, we've got the captain's quarters. So the captain's quarters is actually pretty much identical to the rest of the quarters in the ship in terms of its kind of size and its amenities. As you move back through the ship, there's I guess a small kind of crossroads directly behind the bridge. From here, you can either progress backwards straight into habitation, or to either side, you've got the turret access. So it's right really at the kind of like the neck of the ship, effectively. The side turrets have changed a little since the concept phase. They now have a greater range of motion in sort of the yaw axis. We're quite limited at concept stage to about 45 degrees. Each way, you're now looking at 90 degrees pretty much each way, so it's a lot more effective, especially forward firing, which again, the Corsair has so many guns pointing forwards. Having an extra 2 turrets is very, very Drake. In habitation, you've got very Drake. You've got the remaining 3 crew quarters that, being Drake, they are no frills. You've got a bed, you've got somewhere to store 4 your Sterne, gear, würde ich and sagen. that's pretty much it. The main habitation area, though, is, if anything, quite luxurious for a Drake ship, in that there's a decent-sized space. You've got your bathroom, which is no frills. It's got a shower, it's got a toilet, whatever. You've got the kind of chow line. Kann sich theoretisch mal eine Scheibe von abschneiden. You need to survive. Auf jeden Fall. And right in the heart of the habitation area, Form there's a follows large kind of function. sizable seating area, and that's not just for the crew to have their meals. It's for somewhere that you can plan operations, plan your next move, and really decide where you're taking your adventure. As we move back from habitation, we start to get into like the rear half of the ship. I think if the habitation area is like the heart of the crew in the ship, then the engineering area is the real heart of the ship itself. It's sort of this octagonal, hexagonal space with a few little rooms coming off it to cram components in. And off one of those you have the side airlock, which again has suit lockers and weapon lockers in there for before you go into EVA or docking or coming back out of, before you enter the rest of the ship. And then you've also got the lift, and the lift not only goes down to ground level, but it also takes you up to the roof of the ship. So if you do want to go on a quick spacewalk, or you need to go and repair something on the exterior, then you've got kind of easy access straight up the lift and out you go. Then finally at the rear you have the main cargo hold, which has space for an Ursa rover or similar sized vehicles and down, along with a significant cargo capacity. And being a Drake ship, there's a huge ramp on the back of it. All the mechanics are exposed. You can really see the workings of how the ship actually operates. If you're a fan of Drake, it certainly ticks all those boxes. So I think the Corsair is a particularly cool ship. I love the styling of it, love the asymmetric wing arrangement of it. I think it's just going to be a great fun addition to the game, giving those sort of players who enjoy that Drake experience their slice of the pie. And you'll be able to experience that yourselves at IAE this year. And a vehicle coming later today, a vehicle that's at the end of the pipeline, we have the Greycat STV. Was ist ein STV? Racing is a cool and fun aspect of Star Citizen, and it's something that we've seen that backers really enjoy doing, organising amongst themselves, and something that we really want to help support from within CIG. Kann ich mein So we PTV wanted upgraden? to bring a new vehicle to the verse, which is where the STV came from. So the STV is the Greycat sports terrain vehicle. It builds on what they learned from the PTV, but it brings it out of the hangars, off of the tarmac, and onto much more rugged terrain. It's a four-wheeler, two-person open-topped, sports styling, everything you need to razz around on the planets. So the STV is actually part of a wider family of vehicles. You may recognise a resemblance in the name to the Greycat PTV, which is also part of that family. And we also have a third vehicle lined up that we want to do in the future called the UTV, which is the utility terrain vehicle. And we've actually reconcepted the PTV, and we have the concept for the UTV. And when you see all three side by side, you'll see that family resemblance. The interior again is similar, design language, simple layout, easy to clean. That was a big thing for us. Easy to clean, vor allem wenn Blut drauf ist. Mechanic.
all this sort of builds into the sort of visuals of the vehicle. So, you know, the floors have got drill holes in them, so it can easily let water through. The seats are easily removable. Ja, genau, Rennstrecke. Mal eben schnell für die Rennstrecke gebaut. Hey, wir haben jetzt eine Rennstrecke. Der hat der Praktikant gemacht. Komm, wir brauchen noch Autos. The wheels are a big feature. Large sort of rubber mud guards. You know, just there's lots of subtleties in terms of the roll cage. You know, the sort of cross section of all these things. Maybe, you know, people wouldn't notice, but for us, you know, these are all part of making a manufacturer consistent. So the STV delivers that gameplay that is, you know, you and a buddy out exploring over our planets. We've got, you know, these vast ships that you can explore deep space and you know, go off with your big multi-crews. But what this really allows you to do is get down on you know, one of our many planets and go exploring on the ground. It's not just a vehicle for you and a friend. It's also got kind of some cargo space in the back. So if you are out there doing missions, rather than having to fly your ships directly to where the mission is, it allows you to land, you know, slightly out there, slightly in a safer area. You've still got space to load up with weapons, load up with your whatever mission items you need, and get in and out nice and quick. Compared to the Cyclone RC, which is a sort of racing variant of Ein Dach und ein Fenster wären ein Traum. Built from the ground up to be a good racing vehicle. It has a good chassis, it has better handling, it has better top speed, and that's what makes it a compelling racing choice. The best things about Star Citizen as a whole is it kind of brings a lot of gameplay, and it's, you know, it's not all about combat. It's not all about you know, flying these massive ships. And I think one of the things that a lot of us are excited internally about is racing within our game. A lot of us come from a racing background in terms of the games we've developed before. A lot of us are, you know, petrol heads at heart. So I think being able to build on that kind of gameplay in Star Citizen is super exciting for us. And if you stick around to the end of the broadcast, you'll get your first chance at seeing the STV in action in a race organised by Atmo Esports, creators of the Demo Rally, where you'll see it taking on the terrain for the first time. You'll be able to pick one of these vehicles up today at the end of the broadcast. And finally, the most important aspect of these inaugural shows, the pick a ship concept challenge thing. For those of you that have seen previous years, you will have seen that we've thrown up some silhouettes of potential ship and vehicle options and asked for your feedback on which one we should actually make. And the wise among you have probably realised that we end up making pretty much all of them anyway. So instead of just doing that again and pretending that we're not going to do that, we thought we'd do something slightly different this year and just have a single ship option. And the choice is actually the manufacturer and the styling of that ship. So we want to do a nice large civilian mining ship that bridges the gap between the Argo Mole and the RSI Orion, because if you know those two ships, there is quite a gulf of space in between them. We wanted to fill that gap with an intermediary stepping stone before you jump into the big RSI Orion, which the scale of its mining is nothing like any other mining ship in the game. The Mole is the current mining system, just lots of it. So with this larger ship, we want to increase that and also provide onboard space for our ground mining vehicles. Such as ist mir egal, Hauptsache wir können da gut überfallen. Which allows you the flexibility of taking on any mining situation that you can come across. So with Mach that, so ein Medium-Schiff, was schnell ausgeht. Basically the manufacturers. We have RSI as the first choice. So ja, nehmen wir das. RSI do the Orion, so this would be a smaller vehicle in that family. We have Argo, again, we have the Mole, so naturally it could be a larger step up from that. And then we have MISC, the third option. Obviously MISC do the Prospector, so again, keeping it all within the same family. As you can see from these images, they each have their sort of own unique styling take on that pitch that I've just given you. At the end of this Ship Talk panel, Jared will come on and explain how you get to vote on these three options. And that's the end of Talking Ship, so over to you, Jared. Das ist ja so lahm, ne?
Geht. All right. Wir machen irgendwas für die Community hier. Ihr könnt entscheiden. Noch ein Mining Schiff. Website. The STV is coming to the PT. Ja, gut, du gehörst jetzt eher der Gilde an, die den Leuten ein Angebot unterbreiten, was sie nie abschlagen. Wichtig ist, dass das Ding schnell ausgeht, wenn die Schilder unten sind. Und das nicht so schnell wegfliegen kann. Ja, leicht zu boarden und so, ne? Ja. Das wäre gut. Am besten ohne Türen. Pick a ship challenge thingy, I think he called it. There is a com link on the robertspaceinstitute.com website where you can go and vote on the manufacturer for the next big mining ship. So jetzt ist die Frage, kommt noch irgendwas, was sie nicht angekündigt haben? You went through and just nuked all the speeds of all the ground vehicles, and obviously you did that so that the STV could be the fastest. That's certainly one take on, on what happened. To talk about it a bit more in depth, it was actually planned for quite some time. As we know, game development timelines go all over the place. So we'd actually done this for 3.18 Evocati, which sadly did not come out before 3.17.3 went live. So we did that because, quite frankly, a lot of those vehicles were ludicrous speeds, like 55 meters a second is like over 120 miles an hour off-road. Yeah, off-road. That's off-road. 120 miles an hour is terrifying, especially on like Star Citizen planets with rocks that would just kill you. So we wanted to bring the cyclones down. Aber der Rock ist doch so scheiße schnell. Sort of rebalance everything. Not everything has gone as intended. Like the rocks and the Earths are not quite where they should be. So we will go back and do more changes. But the idea was die Rock ist der schnellste mit dem PTV so it wouldn't be such a surprise in 3. Und Rock DS auch. Which unfortunately is how it turned out. But as far as the new ships go, die anderen sind alle langsamer. Spirit Sogar der RC ist so, ne, RC und when you say, I gotta ask you, you say this is a small taste of what players can expect for the Starliner, which anybody should know is my favorite Hauptsache, sie ship. fangen jetzt nicht an wie Rockstar, die immer irgendwelche neuen Autos rausgebracht haben, die man sich dann kaufen musste, damit man bei Rennen oder so When you say a little taste, what does that mean? I'm asking for me, not for these people. I'm asking for me. What does that mean? So obviously the Starliner is quite an old concept. We didn't really do a huge amount of interior look development, so the time we spent on the Spirit E1, the E1 Spirit, is really what we're going to build on for that. So you're going to have like that VIP first class pod enclosure. Mixmaster, the most important feature of the Starliner. I still have no idea how that's going to work. Ask Tony, it'll be fine. Yeah, that sort of feel, that luxury transport feel is something we haven't really shown in Star Citizen. Every man and their donkey was pestering me for that Horizon Shuttle concept, and we'd planned to do like a Crusader Cutlass competitor, which is its like internal working name, and I hated it because it got abbreviated like the 3 Cs. We just called it the ship the 3 Cs the entire time. And then there was that sort of vocal uprising about, hey, John Crew, give me that Horizon Shuttle, and that sort of the two things merged together, and that's where it came from. And then the Grey Cat STV, which will be our straight-to-drivable vehicle, going live on the website and stuff at the end of this broadcast. That's an exciting, push in the Grey Cat. Yes. In the Grey Cat arena. It looks sporty as heck. Yeah. And it was neat to see a sneak peek of the UTV as well, which I'm assuming is going to come sometime later on. Yeah. It's not in active development right now, but when we decided to do the STV, we're like, hey, let's spend the time, let's work out what Grey Cat as a manufacturer looks like and feels like. Because we had the PTV, people have seen the big Spider Miner from back in the day. They're two very different things. Right. There wasn't really like a family lineage, so we built that family lineage around that, and we're like, here's the reworked PTV, still looks how everyone recognizes it, but it sort of works with the modern mechanics. Let's do a sporty version, let's do a utility version, and so we've got those three together now that you can really see like the family lineup, and they each do slightly different things, which is cool. But yeah, the STV is that buggy, dune buggy auch rückwärts thing to just razz around. Nice. It's really cool. I really like the styling of it. So, if you, we've got one small thing left, and then one rather large surprise left. So we'll do the small thing first, and then buckle up because
Well, I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. I'll tell you in like 5 minutes. But before we get there, during last year's CitizenCon presentation, we explored a lot of the outlaw lifestyle, their outposts, the space stations and stuff. We thought we'd do a little sizzle to follow up on how those things have evolved in the year since. So get ready, we're going to show a quick sizzle, and when we get back, there'll be a neat surprise. So stay tuned. Outlaws. Gucken, was jetzt kommt. Jetzt wieder im Dreck. Wir leben im Dreck. Hast du wieder nicht zu Hause aufgeräumt? Das ist die Küche. Ach so. Lecker. Ah. Da ist ja gute Zeug. Hast du gesehen? Zum Rauchen. Das ist ganz wichtig, ja. Ja, Ersatzteillager. Ja, Lebern, Nieren, was man so braucht. Richtig. Typisch Studentenbude. Sie haben überhaupt nichts über AI gesagt diesmal, ne? Nix über AI. Vielleicht besser. Nämlich, warum sieht das Outlaw-Ding immer aus, als wenn da gerade... Ich meine, sieht geil aus. Studenten eine Party gefeiert haben, ja. Eine wilde Sexorgie oder so. Aber warum? Warum? Ich sehe die ganzen AIs da, aber nicht einen einzigen Stuhl. Da haben die bestimmt keinen Stuhl reingemacht, aus Angst. Mhm. Dass sich da eine KI draufstellt und nicht mehr runtergeht. Das haben wir schon mal gesehen. Hier, das ist auf jeden Fall dieses eher an der Wand, da konnten die Graffitis austauschen. Das haben wir schon mal gesehen. Ah, nice. Ja, das ist ein Pyro, die Station. Ja. Aber wie heißt sie? Alles schon fertig. Ach, fragt mich doch jetzt nicht, da muss ich nachgucken. Ne, ich frag Chat. Wie heißt die Station genau. in Pyro? Ruin Station? Ruin Station, oder? Sieht auf jeden Fall aus wie Ruin Station. 2 Point Hospital. Buxhausen, Stocki. Ja, genau. Nee, Ruin Station, glaube ich. Schön. Outlaw lifestyle, a glimpse at how the outposts and the space stations have evolved since we saw them at last year's CitizenCon 2951. Now, if you've been following our program today, you might think this is it. We're near the end, but we've got one more special surprise in store. Joining us on the show today are Chris two people Roberts. who probably need no introduction, but we're going to do it anyway. Founder and Sandy. CEO, Mr. Chris Roberts. Hello, everyone. How you doing? How you doing? I'm doing good, Jared. Welcome to the spaceship. Welcome back to the spaceship. You opened the show today. I know. And Squadron 42 game director, Mr. Richard Tyrer. Hello, how's it going? Good. This is your first time on the spaceship. It is. It is. What you think? Dann kommt's doch, was du gesagt hast, ne? Very really happy. I'm So, gonna jetzt ask bitte everybody how festhalten. things all day. So Chris, Rich, you're here. Are we going to talk a little bit about Squadron 42? Is that what we're Nach doing? der Show haut nicht ab, wir haben auch noch was. Well, yes and no. Wir haben auch noch so eine kleine Überraschung, both ja. me and Rich have been heads down working really hard on Squadron as well as helping out on the PU. And
One thing that we've thought that would maybe better to reiterate is there's a huge amount of work that we're doing on Squadron that is going to make a massive difference to Star Citizen, the PU, and we wanted maybe to talk about some of the things that we're doing, because I know a lot of people say, well, everyone's working on Squadron, no one's working on the PU, and that's not really true, because a huge amount of the core gameplay that we're working on Squadron is specifically being built not just for Squadron but to benefit the PU, and we're just doing it in sort of the test kitchen of Squadron to allow us to really polish and make sure the features work well without having to be caught up in the sort of quarterly release cycle that you have on the PU, because we were finding it was hard for us to really finish the features out. We'd get a tier 0 out, and then it would just sort of sit around for a while because everyone was rushing on to the next set of features they wanted to do. And for Squadron, obviously, it's shipping as a final polished AAA title, so everything needs to be really put together, working really well. Das ist ganz komisch. Du kannst sämtlichen Leuten aus dem Team dazuhören, wenn sie über das Spiel erzählen. Aber bei Chris Roberts hast du immer sofort das Gefühl, ja, macht alles Sinn, was der sagt. Der hat irgendwie so eine ganz komische Art, finde ich. Also warum? Im positiven Sinne. Weil er die hypnotisiert mit seinen Händen. Und du hast das Gefühl... Ja, aber weil es aber auch seine Vision ist und sein Baby ist. Ne? Todd or Tony or everyone else that Der hat halt den größten Blick drauf, ne? Zwar nicht ins Detail, aber der guckt von ganz oben. Sort of surprise and impress people when we do it. And so, we thought, why don't we just come by and maybe just talk about little things, maybe show you a sneak peek of something here and there. Die Außenitaliener packen gerade ihre Sachen. Trying to keep it close to our chest until it's really ready to... Jetzt musst du mal eben in die Webcam gucken. Warte mal, was ist das? Ein toter Italiener, den wir der Leben wieder so machen. Insight to what's happening and also understand that a huge amount of the development resources, even if you think they're working on Squadron, are ultimately working on stuff that will be in the persistent universe. So let's talk a little bit more about that before we jump into the actual features. This co-development has been part of the process since the project was first introduced 10 years ago. Congratulations on 10 years, by the way. Rich, talk to me a little bit about this co-development. You started with the PU, and then you've now gone over to the Squadron 42. So you've worked in both. You've worked in both environments. You know the struggle of T0. Features and the quarterly releases for the PU, and now you're getting to kind of, your experience is different on Squadron. Talk to me about how that's changed and how it's still, work for one still benefits the other, or will ultimately. Well, when I worked on the PU, it wasn't really the PU or Squadron. It was always, we were working on features that pushed for both projects. So the focus when we were on the PU, or when we were more PU focused, was that we would make sure that we were getting features up and running, developed to the specifications that we needed them to work in a multiplayer environment, and then getting them out into the audience's hands, on quarterly releases. But the biggest issue, I think, if you've seen me doing talks on SC Live over the years, or even in some of our retrospectives, is that we get features and the way that sieht aber aus wie ein kaukasischer Karussellbremser. And we have content teams. Wenn du dem auf der Straße begegnest, hast du doch Angst. Ja, da denkst du doch, der kommt jetzt und haut dir einer rein. Karussellbremser. Guck dir den nochmal an. Ja. Und so nett und so clever. I think this kind of pulled it back a bit, allowed us to really focus on both the content and the feature at the same time, because it allowed us to bring it under one umbrella, so böser, wütender englischer Hooligan. Ja, wie so ein Pitbull, so eine Bulldogge, so gameplay experience that, myself, Chris, we can play and enjoy it and go, so hat seinen Job bekommen. Make it better, how does it feel, and also prove that out with the content that we want. So once we then developed that and honed it and almost cast it in that iron, in the crucible kind of thing, we can then move it into the PU, and ultimately ich weiß, wie der seinen Job bekommen hat. Nie nach dem Cover. Later, because ich weiß, wie we would have had them probably earlier, but just not ready, or you can der ist ja right now, you think, well, die können sich unterhalten, der Chris Roberts und er. It's not really ohne a purpose Worte. for them in the PU right now, but we're making sure that any feature that we work on has that purpose.
So when it does go Er into kann the die PU, Roberts-Gebärdensprache. game, people can use So. it and experience it Hey, how lass we uns hier wanted raus. it to be Lass uns hier designed, raus. Ich will how hier we weg. wanted Ich it will to hier be. nicht sein. You know, because we struggle a few Aber ich times. muss hier drin Say, for example, bleiben. actor status Hast is a du good gesehen? example. Ich will We have nicht. this vision of how it Wirklich. sits across this broad Ehrlich. spectrum of the game, but we're having Komplett. to Ich will piecemeal weg. it Ich will in. weg. Ich will weg. And that never really gives you the true intentions of where we want to go. And I think this allows us to do that in Squadron, really hone it down and then give it to the PU audience. And I think they'll be, you know, fundamentally it's better for Der Proof will uns the jetzt development of trollen. the features Gibt's ein and neues it's better Schiff? for the gameplay experience that both players will experience in both products. Yeah, and I think that's a really good point. Is that it's before we were developing the sort of features in isolation. Ja, du bleibst hier. They sort of went Du musst erst noch hier into bleiben. Bleib trying to hier. use Wir gehen the squadron später. Wir gehen später. PU, but they weren't really Ich weiß, was du developed meinst. iteratively Aber with du musst content. hier einfach And so that's the rollen reason why we und sort of pulled back some of the hier stuff bleiben. and are working on Squadron is because then we can iterate it with actual gameplay content, which is Ja, wenn das what mit she's Star talking about, Citizen to make sure nichts it wird, dann sind die feels demnächst well bei and Phoenix bei der right Tagesschau with immer the unten time mit eingeblendet. to bake it in without having to feel like, oh, okay, we've got a quarterly release out, and because there's a lot that goes on with the quarterly release in terms Entschuldigung, of Entschuldigung, Herr not Böhmping, du just hast recht. that one feature. There's all these other things that go into it, and there's a whole process of publishing. An der Stelle Entschuldigung an alle Gehörlosen und Leute, die irgendwie gehörlose Verwandte, Freunde oder sonst was haben und sich vielleicht dadurch jetzt, dass wir gerade uns ein bisschen Spaß machen, sich angegriffen fühlen. Das ist nicht böse gemeint. Hier doch nicht, mein Kanal, hier doch nicht, bist du verrückt? Deine Leute hast du die erzogen, ne? Ja, ja, klar, die sind auch schlimmer. Die sind schlimmer als alle anderen. It feels good. Is the benefit I think that's happening with us on Squadron. When we're seeing it on our side, I know it can be a bit frustrating for everyone on the other side because we're sort of telling you, oh yeah, it's going to be much better than you've got right now. But we are very aware of a lot of, say, usability issues, user experience issues that we are addressing right now in Squadron, specifically for both Squadron and the PU. That's gonna, and we'll show you a couple of little things that will help with that today. But essentially, if you think of core gameplay in terms of, we have some core areas what we call the sort of the actor system, which would be the FPS, the players moving around on foot, interacting with things. The vehicle stuff, which like John Crew heads up, but the whole vehicle systems, and you've already seen some presentations today on things that are very specific to vehicles, like the sort of need for multiple speeds, and also the resource network, which is going to first roll out in vehicles, but it's going to be universal. All those are sort of core gameplay systems that we have. macht jetzt noch mal eine Stunde. So what's happening now is wenn da jetzt hier noch eine Stunde Key-Präsentation kommt, was letztes Jahr komplett gefehlt hat, da habe ich da überhaupt nichts gegen. Bam, they're going to come across into the PU. Another good example, which hasn't been talked today very much by on the vehicle side of the Need for Speed, but you probably saw, in the different modes, there needs to be more stuff on the hood, and we've got a whole redesign that's happening. Es ist auch 12, 15. Wie viele haben wir denn da, wo die sind? That's going to be very different. Ist das auch aufgezeichnet? Ist das auch eigentlich in Manchester sein. Jetzt stimmt die Uhrzeit? Kann das mal einer? Wer von euch ist schlau? In Manchester ist jetzt 8 nach 7. It's going to be, depending on what equipment you have. Dann ist halt aufgezeichnet, verdammte Hacke. Maybe not. Beschiss. And we're building this system to work well in all the ships. Wir müssen ihm mal schreiben, dass er beweisen soll, dass er live ist. Which has obviously much wider range ships. But as we're designing it, we're building it with. Wer wäre jetzt schlau von euch? Wer kann das doch mal richtig ausrechnen, bitte? Wer weiß genau, wie viel Uhr da ist? Talked about the star map forever. Or, so that is definitely. Haben wir hier nur Zocker? Keiner mit einem Matheabschluss? A couple of visualists on it that we're really sort of working to make, the new star map, which people haven't had. It's been in film yet. We're not quite ready to show you today, but that is going to be a much improved experience. But all of it, Columbo nicht an, er kommt noch mal rein und stellt eine Frage. Traversal, combat, the whole feel of it, all things that we're really focusing on here to bring across into the PU. Also das sollte eigentlich live sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ultimately, it's going to be good for the PU, and a lot of things are going to sort of come together over the next couple of years. We're pretty excited. So we wanted to visit you and talk a little bit about it. I think there is two
common themes that I think you'll see throughout the entirety of this talk as well. One is the fact that it's how we develop the features. That everybody looks at individual features, has got the microscope of that specific feature, but it's how they all interact together to create the game. So it's about bringing them all together. Ach, noch nicht jetzt. Du meinst, das ist aufgezeichnet. And number two is that none of these are like, oh, we're going to get to this in however time, and we're going to work on that. All of the stuff we'll talk about today is stuff that we're actively working on, and not in the inception, but we have in our hands. We can play it, we can see it, we're feedbacking on it. Nee, der wohnt ja jetzt in Manchester. Der ist doch we're da. fairly advanced along, and so hopefully we'll be able to pull back the curtain a little bit. Yeah. Ein Schaufel in Austin statt? We're going to talk about, and I think we're about ready to start getting into it here. Ding ist doch nicht in Austin. Some of the things we'll have Das aspects Studio. to show. Das soll in Manchester. In Manchester like the star map, like Chris just said and whatnot. Some of the things will be presented in test maps because we don't want to give away any squadron 42 specific locations. That said, I think we can Die Uhr ist eine halbe Stunde in Fahrstühlen unterwegs gewesen und die sind schneller als das Licht. Und da gibt es Zeitdilatation. Und da kann man schon mal ein bisschen... Let's start with Rich. You were the AFT guy. Now you're the whole squadron game guy. But let's start with something that affects everybody. This is a first-person universe. So jetzt. Let's talk about the FPS radar and the player interaction system stuff. Radar ist wichtig. What can you tell us about how this has evolved? It's interesting because we obviously, I think I've given a talk on FPS radar and scanning in the past, and I think the biggest thing that when we look at what Star Citizen is now, what's the first thing that you do, you're in your bed? How do you interact with the game? How do you interact with the environment that's around you? Doors, getting into your ship, how do you interact with kiosks? And a lot of the thing that we realized is that, and it's not something new, it's just something we've always wanted to get to, is how does the player interface with the game? How do they translate their controls and what they want them to do, ultimately in the universe that they're playing, and how does that then translate in the computer game so that it does what you expect it to do? And I think one of the biggest things was the player interaction experience, where we kind of use this terminology to understand that's like interact mode, personal inner thought, the player interaction system, all of these umbrella systems that kind of sit underneath this main kind of like saga, shall we say. And I think that's one of the things that we really want to improve and make better, because I think it's lacking right now. If you go and walk around the universe, generally having to go into interact mode, having to use the cursor, having to select things, and we've spent a lot of time trying to make the world physical and feel right and immersed, that you're immersed in it. Genau, ich muss die Flasche aus dem Inventar auf den Boden stellen, damit ich die nehmen kann und trinken. Ich kann das nicht einfach trinken. Ich muss sie erst auf den Boden stellen. Exactly. That you can interact with to a level that in most FPS games you don't, right? Most FPS games you run around, you shoot things, maybe you pick up a gun that gets dropped, but you generally, most everything's static. And so our goal definitely for the PU, it's one of the reasons why we're doing the persistent, the whole idea of persistent streaming and later on the server meshing is to have this fully persistent universe that, you can push the chairs around, or that cup I could take off your desk and take it to my spaceship instead of your spaceship, Jared. and it will be there and it'll persist. So obviously interacting with things is a huge deal. In Squadron, we have a huge amount of physical puzzles, interactions, in a level that I haven't seen in a lot of FPS games. So it's almost like a sort of story game and a puzzle game and a traversal game and a combat game. Das ist auch ein Springpuzzle-Trauma, ne? Furchtbar, and so we need systems that are easy to use, and currently what we have, ideas are good, but it's pretty clunky. So we've been really focusing on it, because also we want you to be able, keyboard, mouse, what if you joystick, what if you have a gamepad? We need to make sure all that stuff works well. So we don't want to have 400 key presses you have to remember to do stuff, and we don't want it to take forever to interact and do stuff. And so we've really been thinking about it. Those are, by the way, have been large complaints on the PU, just getting in, new person getting into the game, like, how do I get out of bed? Der kleine Knopf da oben zum Beispiel, der ist auch schwer zu erreichen manchmal. Right now it's sort of trial by fire. I mean, I think, there's a lot of people, it's almost like, I don't know whether it's a From Software thing where it's like, oh, I managed to beat the challenge of Star Citizen and I actually got to my ship. But we need to make that better, and so that is actually one of the big things we've been focusing on, and the player interaction system. And by the way, these have been plans that have been around for quite a while. Absolutely. And
Rich, back when he was in charge of sort of the core gameplay group, which was the AFT and the weapon teams and the actor tech team and stuff, that was on the list of things to do. It just, because of what we talked about, the release cadence in Star Citizen on the alpha, it just, didn't get to it yet. Well, we're getting to it now, and we're working on it. So I mean, part of it is basically removing the barrier. Yeah. So removing the clunkiness, as Chris said, to how to interact with with the environment. So what we've kind of gone to kind of this weighted system. So if you're walking over to a trolley, you shouldn't have to look exactly at the handle to be able to go, oh, I want to use the trolley. You just want to be able to go over there, and the game, you go, I want to interact with the trolley. You just press F, and the game should know, yeah, they want to interact with the trolley. So if I'm looking at your desk, for example, you've got quite a lot of things that I could pick up and take and do whatever I want. But you want to be able to just walk over there and not have to go into a mouse cursor mode to be able to then select it. And you should just be able to go, I want to look at the green ship. I'm going to pick up the green ship. I want to look at, your little mini ship over there, or the book, or your coffee cup, or whatever. And you just want to be able to go and look at those things, press F, and you need confidence that when you're looking at something, and we have the user Reden die jetzt darüber, wie man F-Taste drückt, oder was? You don't want to have to go into this separate mode to be able to do that. So I think that's one of the fundamental things on the player interaction experience. That's such a pervasive system across the entirety, because it's the same when you're in a cockpit. In a cockpit, or you're walking around, or you're in EVA, or you're crouched, or you're prone, or all the different environments that you're in. You need to be able to just effortlessly interact with the game world, and you want it to just feel natural and immersed, because you want to get involved in what you're doing in the gameplay, not have to fight the controls. And then on the other side of things, which is FPS radar scanning, it's actually kind of being split into kind of a twofold. The first area is kind of what we're calling kind of like a quick scan. This is something that, again, if you think of the Star Citizen universe, it's very detailed. That's one of our strengths, that we're detail at scale. And so you want to be able to go in and understand all the individual pieces, that you can go in and go, I want to move that thing, or I want to go and get in a giant ship. But sometimes it's quite difficult to realize what is environment, or what is interactive, or which bits are relevant to me. For example, if you look at Uncharted, they have, painted areas to show you where you need to go and where you need to Schlaganfallproof oder was? That's not Star Citizen. Star Citizen's built on realism and the reality of the world. So what we want to do is have kind of like a radar scanning system where you can do this kind of like quick ping or quick scan wave, single button. And that is kind of just for your local environment. And everything will then be tagged. Info box, and it'll say, okay, this is the model of the camera, this is the information. And it's almost like you've done a little mini scan on the camera. It's happening for everything around you. You can just quickly look around and be like, oh, there's a cuttable surface there because I want to be able to use my multi-tool cutter. Oh, there's a vent there that I can get access to. Oh, there's a terminal there that I can hack. And I'm getting that information. It's almost like that Blade Runner-esque of like, I go into a space and I can go, okay, what are the ingredients that I have to play with as a player for me to be able to progress to the next area? And then we've got the other side of things, which is radar scanning, which is what we're calling like a charged scan wave, where it's the same system, you're holding down the scan button, and that's pinging out across wider areas. And that's where you're looking at, individuals, you're getting, okay, there's two guys over there, what's their details? Oh, there's an NPC over there, okay, I can see an objective that I need to complete. And that's a bit more, because that's more gameplay pervasive, that's something that's going to be more of a risk reward. So that's like, okay, I'm giving my location away, but they're also, so they may or may not, know that they've been scanned. If it's a player, they absolutely will be. And that's all underpinned off the signature system that we do for radar scanning ships, as at FPS. So it's all systemic. It's not, we have to go in and they go, oh, it's this custom setup. So we have this kind of usability aspect for radar and scanning for people to be able to go in and understand. I think there's been plenty of Reddit posts over the years of people go, oh, I wish scanning, radar and scanning would do this and show me little info boxes. And yeah, we have that up and running. So there's that aspect of it which kind of ties in with the player interaction experience of how you play the game and how do you understand what you need to do. And then there's the other side of things, which is then it's a more of a proactive tool of you looking through the environment and finding what you want. We have a couple of videos. Shall we show some videos of those? Yeah. So I understand we have two videos. What's this first one we're going to look at? So the first one is more kind of
showing what I described with radar scanning, that first aspect. So you're going into a space, you're doing a quick scan wave, and then it's quickly showing you up the little bits that you can interact with. All right, let's take a look at FPS radar and Pi 1. FPS radar. So you can see here, this is in Asiado, which we've already showcased. But this is obviously going in and utilizing some of our new building blocks UI for the doors. And then here's a scan wave, and you can see that I'm looking at that data pad, and then you can move around, and it's giving me that information. So right now, it's just giving you the basic high-level information in terms of the names and things. But you will also have more detailed information depending on, contextually what the item is. And what you're seeing here is part of the player interaction system. So you can just, even though that's kind of a complex area, there's lots of little things that you can interact with, but you're getting confidence of, oh, cool, I can grab that, or I can use the data pad. And you're not having to go into interact mode. You're not having to be driven by the cursor. You can go in and just press F or interact with it. And you've probably seen this in plenty of AAA games, but they don't have the detail and at scale that we do. So we wanted to make sure that that system is really robust. But hopefully it gives you kind of an idea of. And I'd also say that part of the idea is that there's the default action, which in this case is what you see when you're on it when it says grab or I think there's a few other ones that you can use your default action. But the icon, if you just had a single disk that wasn't broken, then that would mean there's only one thing you can do with it. In a lot of those cases, was war das für eine Umgebung? Hatten Sie gesagt, haben wir schon gesehen, hat er gesagt, aber so as you look at it, if, for instance, in that case, if you hit F, it does the default action. If you held F, it would bring up the modular wheel that would show you the other actions. So you maybe equip it versus grab it or whatever you would do. And so the idea is just like you can do in Rich was talking about a lot of other AAA, even console games. You look around, oh look, I can extra do something with it, right? So there's a bit of that's happening here. So you can just look around and I can interact without having to hold F, move your mouse around and all the rest of stuff. I mean, we'll still have the overall interact mode that you can go into if you want, but the idea is I just play around if I'm used to playing games a certain way. So there is a certain language of, I think, FPS or even third-person games that exist right now, and we don't want to do something totally different to it because people are used to playing games a certain way. It's like why in an FPS game you run around with WASD and use the mouse because so many people are used to it. And so we're leaning a little bit onto that, but trying to make it much more usable and work with inside a much more powerful system than you typically get in games. And so even there, you saw there's a lot of interactables. You look at them, you can move them around, do all these different things with it, and hopefully it'll be much more intuitive for players in Squadron or Star Citizen. And that default item actions is a good point, because that's also something we've gone to and we're changing in the fact that we want everything to have a default action that essentially you go over, you press F, it always does that default action. But let's say you're harvesting harvestables and you want, the default action is that it picks it up and puts it into your hand, but you want it to always be to store into your backpack. You'll actually be able to go in there, right click on the item, when you're in interact mode, bring up the wheel, or like Chris says, hold F and just it will bring up the wheel. And that will replace that list that we have currently right now. And you'll actually be able to remap that in the game, like 3 clicks. And you go, I don't want it to be pick up into my hand. I want it to go straight into my backpack because that's what you're doing right there. So then you can go and have it, it allows us to give the interaction system how we want it to be by default, but then it puts the onus on the player. If they want it to go, they want a weapon to always go to their backpack because they're happy with the weapons they've already got and they're going looting, they just want it all to be stored, they can do that out of the gate so it doesn't always go into their hands. And they have that customizability to be able to interact with the environment and the objects that they're looking at. Before we move on, we have a second video. Yeah. Yes. Aber ich will das auch haben, was Sie da erzählen. Das hört sich gut an, aber ich will das auch mal haben. Und play it. So I mean, the second one, essentially, what we're about to see is kind of what I talked about. This is the second half of radar scanning. So this is where they're still getting the environmental information, like whether you've got a vent or a terminal or a hacking area, but you're also now getting information about the enemies and the AI and what's out there. So it's a wider and broader. Yeah, I mean, this is where you basically, it's almost like whether it's X-ray vision or you can hear it through the wall, but you could track someone
on the other side of a wall, but you're doing a charge scan, which is much more risky because it's noisy and people go, oh, someone's scanning, maybe there's someone over there and they can track you down. But it'd be useful in like when you're stealthing around, it's like you're going to go around a corner, you don't know if there's some enemies around the corner and you want to find out, you use this. It's very useful, yeah, having played lots of levels. Definitely because in Squadron, we're trying to have a certain amount of realism, so you're not just going to go and gun down 400 people. So we want you, when you're in situations, you're outnumbered and you have to, it's more of a stealth game in the FPS than it is a straight out run and gun shooter. Bring it to the point of realism, then bring it back to the point of fun, as you said. Well, there's a lot of fun stealth games. All right, so I want to see this clip. I haven't seen it yet. Let's roll FPS 2. So what you're seeing here is that he's going to do a scan wave in a moment. Essentially what you'll see is that it's now penetrating through the walls, and now you can start to see the slavers that are in this environment. Now these slavers don't necessarily have a radar scanner, so they're not able to pick you up. But what will happen is when you do a scan wave or a charge scan wave, your signatures will basically skyrocket. So that's what will give you away to other people. So in the PvP environment, you're only getting, it's a big risk. If you want to do it, but you're giving away your location. So if you're willing to do that, then so be it. But in a more of a PvE environment, what we're going to do is we're going to have tailored. Some enemies will have radar scanning and some won't. So if they do, then they'll be like, hey, I've just been pinged, and they'll get your location and then they'll go and investigate. So what you're seeing here, on that video is kind of a more wider, broader area and seeing through the walls, whereas the first one is kind of a more limited scope. And you can, it's up to the player to choose which one they want to do. The first one is really more about just, we want to encourage players to go into an environment and go, okay, cool, I'm in this room. What things do I have to interact with? And then the second one is more of a wide escape, like Chris said. When we're playing our stealth levels, you need to have kind of a good understanding of where they are, and it's only temporary, and you will have a cooldown on that charge scan wave, so you're not just going to be able to spam it there forever. It's like you get a temporary picture, and you go, cool, I've got a good snapshot. Now I'm going to make my move and go forward. So while we're still here on the first-person experience, the player experience, let's stick to a couple more topics that are related just to the player before we move into ships and bigger stuff. Ledges and ladders. Everybody knows the struggles of elevators in the persistent universe, but that's not the only way to, traverse the universe to get around and stuff. I understand that you guys have made a number of improvements to mantling over ledges and how to use ladders. I mean, Legends and Ladders is kind of the best game I ever played. It's like a board game. Yeah, exactly, absolutely. It's kind of two features that we're focusing on. But I mean, as Chris said, in terms of Squadron development, we're looking at improving the entirety of the traversal experience. How does the player move, and just from general locomotion and how that feels, and then in terms of the traversal moves, so vaulting, mantling, ladders, and so on and so forth. So one of the two areas that we've identified that we wanted to push for was for ledges, which is we wanted you to be able to, I've slightly misjudged my jump because I'm in first person, I can't see my feet. And it's, it's kind of frustrating. You're like, it's just right there. If this was real life, I'd just put my hands out and grab it, right? So that's the first part, that we can actually grab onto ledges now that you're falling past, so that you can actually then pull yourself up, which adds just, it's, to be honest, it's huge. Like we've built traversal levels now, and it's the difference is night and day, because when you're in a first person, it's very difficult to judge like right on the edge. So we can add a bit more challenge to the traversal so that you're actually moving around with ledges and grabbing and pulling yourself up. And then the other side of things, which doesn't necessarily sound that interesting in terms of, it's improved ladders. But again, is if you play the Star System right now, you get onto a ladder, you're looking straight forward at the wall, you're locked, you can't look around, you have no spatial awareness. It's just, that's it. You're locked in. You can't get off halfway. You can't jump off. You're kind of very locked. So what we've done? Jump on halfway. No, exactly. So what we did is we kind of leveraged how we did body dragging, and that you're attached to this thing. You want to be able to look around. So you can attach to the ladder. You can jump onto a ladder directly. You can run and jump onto a ladder. You can look around full 360 degrees. You can look around 90 degrees as you're going up. And it's just a lot more fluid and a lot more. It doesn't feel like, I've just now locked in. It just feels like you're more of a human being on the ladder, and you can look around.
And then, obviously, if you can look behind you on a ladder, that opens Machen sich keine opens up Mühe. scope to jumping from that onto something else. So it's because you can jump off the ladder Ich konnte halfway den up Schmerz it nicht or mehr wherever. ertragen. Exactly. So there's a huge amount of. So I mean, schlimm, with dass ich viel Video, laber, aber we're du putting a machst lot es of viel besser. traversal gameplay in, which will make its way into the PU when all these sort of systems settle, and I think you'll see a lot more. I mean, you already see a little bit where you could use a tractor to put a crate over or push something to get up and look at stuff in derelicts right now. Das heißt Griefer-Konvention. Was guckst, das verstößt gegen die Griefer-Konvention. I mean, even Selbst Griefer würden das nicht was really tun. inspired by some of the early work we were doing in Squadron, but there's a lot of like physical and traversal gameplay and puzzles in Squadron, and we're building the systems to also work well with that. And then Da habt ihr ja schon alles erzählt. Da will keiner schneiden. Den Chris will keiner you schneiden. can move things around and they can persist. There should be multiple ways to solve the problem you're trying to deal with, which is how we've approached the Squadron design. Is like in most of the areas that you go through, there's more than one way to get to the end, to solve the problem. To do you stealth around? You just take it on head on and start shooting, or is a way that you can do it without seeing anyone? Ich sage ja, Automatikleitern. Du stellst sie drauf und dann fährt die los. Und wenn oben einer steht, haben wir schon, wenn oben einer steht, dann stirbst du. Little things like this, and I would say, I mean, we've got a video to show, but we're still, like some of the finesse of the animation detail is still to come. So a lot of it is this is a lot is the block out. But we have this beautiful motion capture stage here that we will show you guys some point when the Manchester Goods yards and the stage are fully finished, and then Jared will do a updated version of the 2013 tour that I did with Erin, but it will be in a much bigger environment. Anyway, but I would say definitely that I mean, we could show it, but we got details to come, like for instance, if you jump and you just make it, you're going to catch your balance. Leiter von Orison. Die Leiter ist dann auch schneller als mit dem Raumschiff. To really have that sense of you in first person, feeling your body and your inertia when you're going up and down on it. I mean, if you cut out to the third person when you see some of the stuff, you sort of see some of it even in the blockout animations, but there'll be much more in the final version. But we probably should run the video if we can. All right, ladders. So obviously this, as you can see, this is final art. Absolutely. So this is taken directly from Squadron. Oh, But you can see here that, as Chris said, the level of inertia is still blockout phase, but you can see that we're actually starting to get that you can grab on, you can go straight into a mantle or a vault, you can go straight into the pull-ups. And the thing is that what you're seeing here is, while this is just an test map, a lot of these are providing design ethos to then feed into the PU. So if we've got derelicts and we've got environments that we want the player to go and do missions in, we don't just necessarily have to rely on you've only got jump, or you only can do vault and mantle. And right there, we did a jump halfway onto a ladder, and here we're looking around to the left, to the right, and you can jump off the ladder at any point. You can slide down it. You can do all sorts of things. Warum wollte ich denn einen kleinen, dicken Raumfahrer spielen? Bestimmt nicht, weil ich da so rumkraxel. We're gonna fight an elevator? the true boss. And we jump across to get on the ladder there. And again, these are all the blockout animations. Underground facility. Someone accidentally put that in there. Yeah. Für euch wäre es gut. Anyway. But the other thing as Back well, to our spaceship. Yeah, I mean the other thing to say about the traversal is, while we're highlighting ladders and the ledge grabs and things here, the other thing is that we're also, we've taken deep dive on things like the control input. So for example, we've got action queuing coming up. So, for example, if you're sprinting and you were shooting just before you're sprinting, you might be holding down shift and left mouse button. And then now, what happens now, if you then release shift, you've stopped shooting. But sometimes you want it to continue shooting because I'm still holding the input that I want to do, and what we're kind of terminology in terms of this action queuing. And that's something that we've got a whole matrix of
all the different controls, all the different methods from prone to crouch, the transitions, weapon swapping, and so that just again using the controls is a lot more fluid, a lot more intuitive. So it's something that we're really putting a really magnifying glass on to making sure that you're not fighting the controls. The controls are working for you. It's doing what you want it to do. So if you are using a gamepad or you are using a joystick or you are using a mouse and keyboard, underground facility. It's easy to use and easy to interact with the world so that you can immerse yourself in the environments and the missions and the gameplay. So it's something that we're really pushing forward to make better. In all aspects, right? Because prone's one of the things that we're set to be working on here, right? The crouching, the various transitions between all the stuff. So some of the stuff right now in the PU's clunkier than it should be. And so we've really taken a deep dive on all of it. And to make everything a lot more fluid, looking around on the ladder is a good example. But also, like on a bigger level, right, we've done a complete rework on EVA, what we call sort of push and pull. There's, physical interaction. We should probably talk a little bit about that. We have a video to show of that, but it's a complete redo of the current EVA system, and it has a lot more of what you would expect when you're Arian, also man muss halt sagen, Bewegungsbasics so hervorheben. For instance, you have momentum now. So das ist ja ein bisschen anders als in anderen Spielen. Da siehst du ja immer noch so angedeutet. Das ist ja schon alles sehr aus der Bewegung raus, von außen drauf gucken kannst du dann auch vernünftig und so. Push-pull is the same stuff that will be die machen das schon anders als prone and a bunch of other stuff, and really the looking around on the ladders is kind of based on some of the to be honest, a lot of those systems are, and when Chris says push-pull, he means 0G push-pull, not trolley push-pull. But we'll talk about that too. Yes, we will. But when we talk about EVA T2 and 0G, the biggest thing, again, it's just be an EVA right now in the star system and just look left. You don't have a stability of if you're a human being, you look left, your horizon doesn't change because you move your head and it's the same. Our camera tilts and moves, and then you get into a scenario where you're you can't really understand the perspective of where you were in. It's like, oh, I'm now upside down. So EVA T2, which again you'll be able to see a clip of it working, it's night and day. It is we basically threw the old one away, and this is a fundamental change in terms of how we work in EVA. First off, you're not upright. You're in more of what we call the Iron Man pose, so you're leaning forward. We still retain the upright pose for certain circumstances, but it means that you've got a better sense of your actual volume when you're traversing forward, so you've not got these legs that are beneath you. But you can totally look around 360 degrees. Your camera is stable, so you get a good orientation. When you look back, you see your body. It's fully decoupled. So you're not just pushing forward and you're flying like a spaceship. You push forward, and that gives you an initial inertia in that direction, and you will keep going in that direction until you change. But then when you want to change, you just need to look at another direction and you push that way. And the way we've implemented it, it's almost like your suit's similar to the IFCS on the ships, that it kind of counters the forces and then it allows you to go in that way. We actually originally tried it where you would drift and actually do the curve, but it just made traversing more intricate spaces, which is what we want to do. Eventually, we want to be able to turn gravity off in ships, and that you can take those down. It's definitely. That's part of the plan. We absolutely. Even, in the resource network segment, that's one of the things. So all of those tight, intricate areas that we've built over the last 7, 8, 10 years now, I suppose. That you can go into those tight areas. You need it to be stable. You need it to be in a position where you can turn on a dime, that you can look upside down, that you get a good sense of what, your orientation. And I think that's something that we've really pushed ahead on EVA T2. And to be honest, the engineering team have done a really fantastic job. I find it a lot of fun flying around in EVA. Yeah. And then I'd also say the other thing that we should point out in the longer term for the PU, not so much in Squadron because you're in a sort of pilot suit that has EVA as part of its setup, is not every space suit is EVA capable. So we're going to separate it where you have to have basically an EVA pack, a rocket pack for you to sort of propel around. If you don't have one, then it's the physical push-pull. So you can move along surfaces, you can push off against them, you come close to something, you can grab it. If you're in close things and there's handholds, you can grab them and move them around. So we have this physicalized
interaction that happens, and you don't actually need to have your EVA pack or jetpack. And then the EVA jetpack is if you go out in open space, that's how obviously you can stop or change your direction and do the rest, and that will be more limited on fuel. So I think long term in the PU, there's going to be some pretty interesting gameplay. So if you do, I don't know, a boarding action or something, maybe you need a spacesuit that has the EVA pack, or you're doing repairs out in space in your spacesuit with the EVA pack. Yes, you will not be able to repair the ship in that outfit right now, Jared. But I think it gives a really good. It's just going to give more options, more context, because like longer term, what we want to do in the PU is what you wear is important, right? So right now, everybody just runs around in a big suit of armor or a big space. And we haven't really turned on some of the features we've actually put in there that says, for instance, you shouldn't be able to sit in a seat of a space fighter in heavy armor. You shouldn't be there with your gun on the back. You should have a flight suit on, or you come into a city, you shouldn't be wandering around in heavy armor because that's antisocial. Maybe they don't let you go in there. So we want people to have reasons to wear different things, have storage. That's the whole point of the physical inventory system. And as we're starting to roll out, more of it's coming in Squadron, and then in the PU, that's definitely coming online. And things that we're doing like that with the the physicalized cargo and everything else. And if you look at all the new ships, there's always locker and storage. There's we have a whole system for outfits now that was first going to be in Squadron, but then coming to the PU, it's designed so there'll be a nice sort of locker, almost like a wardrobe system that you can go in and hang up your outfit and switch quickly into another outfit, or switch into this clothes, space suit, armor, everything. Yeah, so we want it to be your virtual second life, and we want to make it as easy as possible for you to manage all these different things that you can wear for different roles. And EVA is one of the minor parts of that, where, like I said, you either have an EVA suit with a pack or not, but you still will be able to move around. And we should probably run the video so we can. Good job bringing it back around to EVA at the end like that. Let's take a look at the EVA video, see what we're looking at here. Well, and as Chris says, in terms of here we go, the EVA, this is what you're seeing here, is that you'll probably see some of it in the third person. The thrusters are not firing because it's decoupled. the old VFX, but it's also the old VFX code. So we haven't part of the proper. This is a current PU suit versus what we'll have is a new one with a proper pack that has the thrusters in the right position, and when you go forward, the thrusters going from the back. So what you're actually seeing here is you've actually connected to this surface. So now it's almost like you're in a prone situation, but this is going to be what more our new prone will be. Again, you've got full 360 degrees. You can just move your mouse and you look all the way behind you or all the way in front. And right now we're moving along here, not because we're thrusting, because we're using our hands to move ourselves around, and we're looking around as we're doing that. If we went out to the third person here, you would sort of see us moving our hands around. I think we'll see it a little later on. There we go, here we go. So we're just sort of pulling ourselves along. And if we wanted to at this point, we could stop and we could push off against it, and then we would just go floating out into space. So that's the sort of idea of what we call push-pull. And so what you're seeing here... he just pushed himself off. So what you're seeing here, that's actually kind of, you're just floating alongside the actual, this fin of this Asiata station. And this is actually keeping you in this orbit. And then if you did, and that's just, you just push forward and go, where you can actually jump off into space. But then this becomes one of the, if you look at physical traversal, where you've got jumping and mantling and vaulting, this is where we have 0G push-pull. We have the tractor beam that kind of pulls you around in EVA. And then we have your EVA pack, which is limited by your resource of EVA fuel. So this allows you to kind of manipulate and go in EVA, and allows us as developers to build EVA traversal spaces, both wide-ranging and both small scale. So here's okay, that's before first person looking around, but here's us cutting out the third person to actually show you what your character and body's doing. And so there's a lot of, and these are still block-out animations actually, but so there'll be a lot more like first person fidelity. Siehst du das halt nicht, ne? Yeah, you have a lot more control. Geil. Directional sense, ability to look around, ability to stop yourself.
So I think on this one we're going to come up close to the glass above it. Yes. And you're actually going to see us, like if you fly into something, you sort of arrest yourself, again, block out animation, but you're going to, as we get down close to it, I think we're going to come down. Also ich kann mich decoupeln. Habe ich das richtig verstanden mit dem Ding? Our character comes down here, our player comes down ich here. glaube, ja. Put our hands out to brace ourselves, to stop ourselves on the glass here. So all of that's like systemic. That's not marked up or anything. It's all ray casting, seeing if things, you brace yourself when you come up against, hold on, arrest your thing, you can push off against things. So we've spent a fair amount of time and engineering on all this, but it's not just for Squadron. It's going to be, it's obviously useful in some of the environments of Squadron. This is one of them, obviously, the acid aerospatial. You're going to look down on the slavers that you saw in the earlier scan. But the use of this in the PU is going to be massive. And also the big thing that Chris said there is it's systemic. There's no markup. If you want to go and climb all over a ship, you can do. If you want to climb over a space station, you can do. If you want to climb over anything that's an EVA, that's klasse. It has a surface, you can put your hands on it. It's got a big enough space to put your hands on it. It will work. So there's no like, oh, it only works in this scenario, or it only works in this scenario. It is what you see here. And then as what we've not been able to show today, which is do have working or partially working, is that when you go into very tight environments, if there are handholds, you will be able to grab onto that handhold, or whether it's a terminal or whether it's a hatch to get into a ship, you'll grab onto the handhold, and then instead of putting your hands out and landing, you'll grab on, and then you go, cool, I can use the terminal, or I can look around. And again, you're not locked in. You can look all 360 degrees. You'll switch hands as you look around, and you can get a sense of, okay, where do I want to go next? I want to go over there, cool, or I want to go through this door. And it works in tight environments, wide-scale environments. And fundamentally, it's a lot nicer to play than our current version, which is just No, I mean it's massive for the game. So I think there'll be a lot more sort of EVA, external action. Yeah. The combat's better. It's much more stable. I think we'll see a lot of puzzles and traversal in the PU that can be built from that, because we don't we have a lot of stuff down on planets, but it would also be nice to have more like exploring more the sort of derelict asteroid bases kind of things. And EVA, I think we all love science fiction, obviously. We're making these kind of games. That's sort of a lot of classic sci-fi that you see. So we spent that's an example of us being able to spend the time to really think about how we want the system to work, how best it's going to work, and bed it in on Squadron, and then it'll be something. Because we did 2 or 3 iterations. We did, we did 2 or 3 iterations of how we wanted to do it. Did we want to have this Iron Man pose? Did we want to have the upright? Did it blend between them? And we were playing it and playing it. Solange ich meine Cola so just, trinke, weiß das Citizen mit einem gebrochenen Handgelenk. You can just go, and you're like, oh, this feels really nice, and you just end up flying around the level and connecting things, and so yeah, this unlocks content for the PU. Oh, absolutely. I mean, I purposely didn't watch the video to be able to react as honestly while we were recording this as possible. And I know you said those were blockout animations, but as somebody who's been with Steve Bender on Friday night at the Oust House, like that looks just like Steve Bender. Yeah, it looks just like Steve Bender crawling around. Sorry, Steve. But no, it looks great, and I think everybody who saw that now is going to see the potential, the absolute gameplay potential for all kinds of zero G gameplay possibilities. That is really, really cool. That's great. I mean, there's some smaller things, like we have one other thing here. We have a video for, which is, it's not as big as a system as, like, say, the EVA replacement, but like the hover trolley that we've got. I know that I saw. I really like the hover trolley. Yeah, no, I like it really a lot. like I saw the Reddit thread saying, "Why doesn't someone do a hover trolley?" Well, actually, that was something we've been working on for quite a while. But the thing we can show you here in a few minutes. But the thing that's really good about this, because obviously the physical trolleys, the wheels get caught. I mean, just like in the real world, right? And you've got problems of going upstairs and all the rest of the stuff, just like you would in the real world. Is that it sort of opens up the potential, and this really plays into the PU. We use it in Squadron for certain things, like you'll see in what we show here. But for the PU, it's actually much more interesting, because now you have the ability. We always had this design for our like bigger
cargo containers, right? Ones that you can't just pick up yourself. We originally had this design where there was sort of a grav-lev system where, you stuck in this thing and the grav-lev, it would come up, and then, now you can push around, a huge container. And we're moving for physicalized cargo. It's going to be in 318. I think Tony's trying to squeeze a few things in. We'll see if he manages to get everything in. But this isn't necessarily going to be in 318, but it will come in probably not too far in the near future. But this allows you to not just have your little tractor beam and pick up something and move it around, but okay, let's have a bigger container. And what happens if you turn it on, up it goes, and then you just push it into your cargo hold, turn it off, locks into the cargo grid. And now that cargo container, imagine a bigger one. Well, what happens, like right now in the inventory system, you can put things in your, local inventory of your ship or, other various inventories. Well, imagine your container, say one of these bigger, like maybe a 16 SCU one or whatever, that's sitting there, and now I can place, I don't know, large vehicle items in it. I can place all sorts of stuff in it. So I could load up this container, I could push it into my ship, then I could fly it off to some remote planet and put it next to, where I'm camping out, or longer term where you say maybe a player base or some group of players with persistent decide to take over a derelict or something. And I can basically load up a bunch of supplies in a container, make a PP in der Kiste whatever, and put it in there just by doing und it. So bring Kiste zur the Toilette, underlying Dixie Chloe. hover tech for the trolley stuff is really good, because it will really play into the cargo and the logistics that are going to come with that. Because longer term with persistence and what we're doing, I think there's going to be a whole bunch of gameplay that will be revolved around the logistics of living, right? Like how do I have my food? How do I have my drinks? How do I have my raw materials? How do I have my weapons? If two orgs are fighting a war over a patch of land, someone's got to show up with extra, ammo and missiles and all that kind of stuff, or weapon replacement, especially as we get repairing and the salvaging and stuff. Okay, well, rather than have to fly it to a place that can do your repair, maybe there's an on-field repair that's happening right there, and someone's changing out a broken weapon for another weapon because you've loaded it up and stored it in your container. So there's the possibilities in the PU is huge, and this is an example of just little bits of tech that we're putting into Squadron that we're planning on bringing it across into the PU. But in the PU, they just have a lot more potential, like the EVA. So. Yeah, I mean, the biggest thing about trolleys is when we approached trolleys with the physical trolleys, was that we wanted them to serve two purposes. One, we wanted them to serve a purpose that is more traditional games, which is, I can move things around, and that allows me to create, traversal opportunities for me. If I'm blocked, I can move a box over here, now I can get up higher now, which is kind of what the more physical trolleys are kind of better suited for. And this is another example where we kind of put trolleys into the PU, but there wasn't really a best use case. So that at the moment they're just used as enemies. So I've seen people fly them as missiles out of ships, but they're not really utilised for what we want them to use. Die ziehen das hier ganz schön in die Länge, ne? The other side of trolleys, which is we want to use for cargo loading. Now again, we've got a lot of ships, we've got a lot of different ramps, the scales of those ramps are larger. And with hover trolleys, when you see the video, you can push them downstairs. You can push them up any ramp. The weight that you're having to physically push a physical trolley, which is taken into account, hover trolleys. Ja, genau. Wenn Brainstorming bei denen genauso abläuft, dann kein Wunder, dass das so lange dauert. We've hyped this up now. Hover trolleys are the most amazing thing in the world. Here we go. So you can see here, this is actually a slaver pod. In sowas wird das Bock begraben. We're going to activate it. Auf dem Mond oder auf dem Planet runterschießen. You get hold of it. Bam. And by the way, the new interaction system's not working in this. Okay, das ist jetzt Bounty Hunting hier oder was, ne? Da ist ja dann drin. Ja. Das ist jetzt total Star Wars. But this is essentially a really big improvement for us, because we want physical cargo, and we want physical cargo to be a really big deal for you, that you have to move that cargo, you have to make decisions on how long it's going to take you to load it up, not just buy it from a kiosk. Black Moss, wir machen aber gleich noch was Schönes. This gives us the ability to do that, and like Chris says, move much larger things than what you'd normally be able to push as a human being. Yeah, I mean, this happens to be just a slaver pod, but das ist eine, as long as it's grav-lev equipped and has the sort of hover device, then
Genau, das kleine Fenster, wo du rauskommst. Das ist so ein Bounty-Hunting-Ding, ne? And this is all underpinned by our Wo du dann da graphic reinkommst technology, und... so the same, you know, if it, as a dragonfly or Also eine eventually you'll Kryokammer. hopefully be able Ja, to so move ähnlich. Aber warum much jetzt in die larger Cutlass ships Black? into Weil in der later Blue or, sind 12 you know, when you're moving things Kisten around, Platz drin. On your homestead or whatever we do eventually. And we've actually had this Ja, working was on a planet. Schönes. So you can just push this over planet terrain. You don't let go. Bleib you einfach stay dran. stable because it doesn't Zieh actually jetzt durch, undulate Black Moss, komm. unless there's something actually physically touching it. So it allows it to be much more stable. And what we want to do for your cargo loading is that we'll use a system similar to the cargo grid that you'll be able to snap things on top of it. So if you have a flat platform, you'll be able to snap cargo boxes onto it so they won't fall off. Then you'll be able to, reliably move them without frustration. And again, you can see some of our design ethos coming through is that we're trying to remove the barrier to entry. We're trying to remove the control mechanism, the things that frustrate you as you play the game, and kind of make that a lot simpler. I see this and all I can think about is Spock and the photon torpedo tube. That's true. Yeah. Very cool. Spock So we've talked about a number of things now that are related to the player, to the first person, stuff like this. And we got a couple more we're going to come back to later. But let's move up to spaceships. Yep. Because spaceships are a big part of the experience. Das passiert auch nicht vorbei. We just had Deswegen haben die auch our gesagt, flight experience 5 Stunden plus minus eine. Master modes and stuff like this. Haben die gesagt. At a higher level, Ja, wir müssen hier durchhalten. Das ist auch für mich die 7. Stunde. A bit through the work in Squadron 42. And anything you want to share with us on that? I think the biggest thing for me, and I think it's what Chris and I have talked about. Die stehen ja auch aufrecht in dem Blue. The difficulty Wenn of ihr nicht developing a game over a period of time when it's a live zu jeder product Minute Video, is die that die you're zeigen, developing vorher things in irgendwie 20 isolation. Minuten So labern you're going, würden. okay, this is our T0, this is MFDs. And okay, now we want to do the flight HUD. And we put the Ist ja flight jetzt HUD. nicht so, And dass now we sie want das to do Rad this neu section. erfinden damit. And what happens is, maybe it's a different designer over the years, or maybe it's someone else, or maybe they've learned from what's happened or gone out previously. And lots of things come together, but they don't necessarily feel right. Because they've not been approached where you've gone, we're going to do it all at once. Because you can never do it all at once if you've got to hit quarterly releases. Right. So with Squadron development, what's it allowed us to do is allowed us to look at the HUD, and the MFDs, and everything together and go, well, actually, we don't need all that information on the HUD if we've got it on the MFDs. Or we don't need all the information here if we've got physical switches. And it's allowed us to approach the design of the cockpit experience holistically so that we can go, okay, let's pull all this noise away because we've tried to fit everything onto the HUD. We've tried to put everything on there. You need to know your G-forces and your heading direction. Was machst du da eigentlich? Sortierst du deine I need to know Whisky-Sammlung? my ammo and master modes is a good way of going down that road. Is kind of going, okay, we want to have traversal and we want to have combat. So if you've got SCN, combat. If you're in QCM, you're in quantum mode, so that's traversal and flight. And then we've taken that approach and gone, okay, well, do you always need an altimeter? Ach so, ja, aber das tut mir sehr leid, Usha, aber jetzt heißt, ich kann mir 20 Zuschauer mehr draufschreiben. Hallo, 20 Leute. Your weapons, your target's health, how they're doing. But as a Tut default mir leid, dass ich jetzt so viel Bass habe. Dann hilf mir mal, das einzustellen, wenn du Tontechniker bist. And what we actually saw is that you're flying around. Ich habe ja Limiter und I want to be able to look at them. I don't want to look alles schon drauf. Yeah. Low Cut höre ich zum ersten Mal. I mean, one of the big things that were the big initiative on the vehicle side for Squadron is the sort of complete redo of the HUD. Ich bin nicht Peter. And the MFD systems and basically the display where we're first of all we have to refactor it to move away from some of the old flash that's been around forever, which is what the MFD displays. And on the HUD, we sort of took a look at where we were going and felt like Rich said, it's just too much stuff there all the time. Well, we want to be more contextual. So we're doing this in a overall holistic way that would be probably almost impossible if we were trying to fit quarterly releases in the PU. So, most of the vehicle team is working on this as a sort of group. In the need for multiple speeds that we saw earlier, you sort of saw some aspects of it, which is the different modes you can be in depending on what you're trying to do. But
You know, a lot of that's also reflected on the HUD and the information of what you're targeting, and whether you can, you know, whether you want to be able to cast up, say, your target status or your ship status to your visor. Now, that won't be the case for everything. Every suit, like for instance, if you have a more combat-oriented ship or suit that you would wear, you know, like a, you know, I don't know, a Gladius or a Hornet, and you've got the appropriate equipment, then you should be able to cast. If you're just flying an old rust bucket like an Aurora. Well, what was the Drake ship we saw the other day when we were looking at it, saying all the HUD was on there? We were like, well, it's kind of the equivalent of a lorry. Oh yeah, no, it's a Caterpillar. Yeah. So yeah, you wouldn't have the Caterpillar. You know, you wouldn't cast it up to your visor like you would as a fighter pilot. It would be sitting down on the MFDs. But in the cases that you have the ability to cast it and do stuff, in all the ships are also building in the ability, like there's not just a game config screen in your ship. You go in, you have your like settings screen, and the settings will be remembered on a per ship basis, and you can set up what, you know, okay, I want this display to be this, or this display to this, I want this to cast here. And so it's all been built around building blocks and being in a very sort of top down, one system, clean approach. So we're pretty excited about that. We're not ready to show it yet because we're still in the sort of early, you know, foundational stage. Yeah, it's a little further before it's all fully polished or ready to show, but it's going to be, I think, a pretty sea change in terms of how it feels as you're flying around. Besides the different modes of you know, combat and traversal and all the rest of the stuff, it's how you get the information and how it's relayed to you is going to be much more contextual, much better. And it's huge in combat. It's going to be big, yeah. It's huge in combat because in combat right now, wenn der Lehrer schon in die dritte Stunde geht we're obviously und trying to du bring the combat musst closer, ja alles merken Yogi and the guys und du denkst, talked about in their talk. ja, But you don't want to be, you don't want to hat er have gerade a gesagt? clutter on there, and you want to have that spatial awareness of, okay, who's my target? And the other aspect is that on that level of, you know, again, a holistic approach is your player information is only on there if it's relevant, and also the targeting we've talked about redoing in terms of right now, if you go into the PU or when you play squadron level, with 100 players in there, yeah, you just get billions of markers. Das ist jetzt das vierte oder fünfte Thema und die haben jetzt immer Schema F. Erzählen was darüber, was sie sich so vorstellen, wie sie es jetzt umgesetzt haben, und dann zeigen sie das entsprechende Video dazu. Umgekehrt wäre es eigentlich viel besser, das Video zu zeigen, dass wir wissen, worauf sie eigentlich hingearbeitet haben, und dann, dass sie uns da was zu erzählen, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, zumindest bei dem einen oder anderen. Jetzt erzählen sie uns was über die Cockpits und so weiter und wie toll das ist. Und du versuchst ihnen zu folgen, musst gleichzeitig noch im Kopf von Englisch auf Deutsch rumswitchen, musst dir was darunter vorstellen. Und gleich kommt das Video, was alles erklärt. Und das hätte ich gerne davor gehabt. Ja. Das ist echt anstrengend gerade. Basically make sure that you're using the tools that we provide. Because what's happening right now is that everybody's just reliant on the HUD. Because the HUD has everything on there. But you've got MFDs, you've got a cockpit radar. You know, they're there for a reason. So what's happened over the years is that we've redone them at separate times, and you know, the MFDs are still in Flash, and they've done the building blocks. So we've kind of got into this cycle of trying to, oh no, this is it, this is where the player should be. And what we want to do is we go back to kind of what Chris's original vision in terms of, well, there's an in-cockpit radar. You should use that. There's in-cockpit MFDs. You should use those. Okay, now I'm in this specific combat mode. Okay, they're cast, so I can see that information. But the radar doesn't become redundant. That should be what the noise is on. That's where all the information should be. Okay, I should be able to go in there and select targets. That information should be clean and delivered to me. But out in the world, I want to look what's there. I want to look at my target. I want to look what I'm saying. Oh, there's a space station. Oh, there's another guy coming in. So we want to have less reliance on just AR markers for everything, and only reliance on marking the things that are important to you, or you've directly marked yourself. Yeah. And I think when you fight combat experiences where you're fighting 15, 20 ships, it's just a lot more fun because you're not having to deal with all the extra noise. You can just focus on being the best pilot you can be. I think it's really important. And I would say that definitely, you know, we're putting a bunch of work in to the radar, which is really radar / star map. So like what you've never had in the PU. The original design was that that radar that you would see would also scale up, or you would scale out basically to be a nav map, your star map, right? Your nav map.
And what happened when we were getting the first iteration of the PU out, the baby PU, we didn't get that working yet, so we just said, well, we'll use your Moby-Glass version, and we're still using the Moby-Glass version all these years later, and it's still mostly the code that was done all those years ago. And that's when I mentioned at the top of our talk that the star map, well, the star map's really star map and radar, because you can zoom in and zoom out, and you can zoom all the way to the radar level or zoom all the way out to the star map. And we've put a huge amount of work into making that much more fluid, much more usable, much visually better, and also having the information there and the interactability. So like you can be zoomed in and you can be looking at your radar and you can mouse over contacts and you can get the information from it. You can click them and then that will now select it as your target and do a lot of things that haven't really been there. So I think a lot of players, because we haven't delivered, and this is sort of at the top of the talk that Rich was talking about, was because we haven't delivered all the things. We've just delivered some of the things. Sometimes ich habe nicht zugehört, ganz ehrlich, ich habe nicht zugehört. Focusing on certain things, and if they ich habe einfach nicht zugehört. Ich habe Chat gelesen, habe mir Gedanken gemacht, was ich morgen noch machen muss. They may not be ich kann dem nicht folgen. To see 400 AR markers when they're flying around. And so those are all. That's an example on the vehicle side where we're sort of really trying to bring that all in, as well as there's other things that we're Und die doing sprechen auch über Sachen, die Community auch in Foren schon 1000-mal, oder? Right now, but das ist click Pille-Palle. a button and you'll see your character. Also über Kleinigkeiten muss ich nicht so lange im Detail sprechen. Das interessiert vielleicht 2% aus der Community. Just to make it sort of feel physical, but einfach we're going to give you modes and ease of use, dass so that sie information gewisse tolle Sachen well, da einbauen, die aber, weil es schon lange dauert, inzwischen auch Standard werden. Das ist klar, das ist selbstverständlich. Da muss ich mich auch nicht selbst beweihräuchern. So ein bisschen driftet mir das hier und da in die Ecke so ab. Wenn du tolle Animationen dir anschauen willst, die flüssig sind und wo die eine Animation flüssig in die nächste rübergeht, dann guck dir mal das neue Call of Duty an. Ne? Und da liegen zwischen dem letzten bei Infinity Ward 3 Jahre. Gut, die können natürlich, das ist halt 19. COD, die können auch auf massig Assets und so weiter zurückgreifen. Genau. Aber ich will damit sagen, andere arbeiten auch. Und die schlafen nicht. Und da stellt sich keiner hin. Also bei der COD-Präsentation, bei der großen jetzt hier, die COD Next da vor 2-3 Wochen oder 4 Wochen, da hat sich keiner hingestellt und hat irgendwelche Details so detailliert jetzt besprochen. Das bringt nichts, das will keiner sehen und hören. Also zeigt das Video und haltet die Fresse, Entschuldigung. Aber da kannst du auch schon mal, kannst du aber auch sehen, die beiden, ne, die sind, das sind jetzt Arsch und Kopf, die beiden arbeiten zusammen, Squadron 42 ist sein Ding, ne, und das ist der Chef von Squadron 42 jetzt, und dann sind die genau drin in ihrem Ding, und mein Gott. Ja, aber ich muss doch wissen, inzwischen, die machen das jetzt seit 10 Jahren. Der Chris Roberts macht das seit 10 Jahren, der muss doch wissen, also das ist jetzt ein bisschen zu viel. Das ist too much. Oder ist das einfach nur, damit sie sagen können, ja, wir haben der Community doch was gegeben, wir haben doch in Details 5 Stunden. So we need that, we want to be able to take advantage of that. So when you have this ability to Also, was jetzt in der letzten Stunde da gelaufen ist, oder über die letzte Stunde, das hätte man in 15 Minuten Pillar Talk genauso gut zusammenfassen können. Genau, die reden ja immer nur, das ist so, warte mal, wir mal zu. We were also looking at like how do we solve the problem of your patrolling an area, right? And it's not very much fun if you patrol an area and then it's like, space is big. I go to this area and then I look around and my radar covers 10 kilometers in front of me, and that's it. That doesn't feel like I was patrolling, a large area of space. And so we sort of were thinking about, well, how, really if we think about it, there's like short range, which is, what you would call the standard control mode, like James, mach dir mal einfach die Vorstellung, die Gedanken, die machen die 5 Stunden voll, indem sie jetzt genauso ähnlich wie der Vertical Slice damals was von Squadron zeigen, wo du dann siehst, das haben sie aktualisiert.
ähnliche Szenen da zusammen mit dem Oldman und wo der Berg da ankommt und dann fliegen sie so ein bisschen rum. Muss ja nicht komplett der Vertical Slice nochmal nachgespielt sein, aber ein paar Sachen daraus, dass du einfach die Entwicklung schon mal siehst, dass es jetzt inzwischen alles flüssiger ist, besser ausschaut und sowas, das wird ja schon reichen. Sie müssen ja gar nichts Neues zeigen oder neue Sachen verraten. There's something. There's a point of interest. There's a point of interest, and so you'll be able to map things, and then we need to get there. Ja gut, dann schau dir mal den Vertical Slice an, der ist immer noch online im YouTube-Kanal von Star Citizen. Und dem sieht man eben an, dass er gealtert ist. Ne, da sind die Texturen unscharf und was weiß ich nicht alles. Ja, aber halb so wild, aber trotzdem könnten sie das zeigen. Was auch immer, ja, und, aber jetzt... Ja, sowas könnte man zum Beispiel zeigen, anstatt sich da hinzusetzen und... Ach Gott. Wo sind sie denn jetzt? Auch nicht irgendwie 20 Minuten erklären, wie du mit dem Handy telefonierst oder sowas. Das ist doch Pillepalle, was sie da machen. Opens up a whole bunch of gameplay. I mean, definitely helps out in Squadron, but in the PU it's massive, because in the PU, when this rolls into the PU, now you can have exploration gameplay in space. So, for instance, you could be... We've never had. Yeah, we've never had. So you could be in, a big nebula gas cloud, and you scan, and I get a contact 20k away. Okay, I'm going to boost over to see whether... I come up, look, it's a... it's a die besprechen da Konzepte. Schön. Will ich haben. Or I go over here, and we can even in the PU be in a case where you can sort of almost scannen und guck mal, der Jared, wie der guckt in die Kamera so, hey, können wir das mal stoppen? Können wir das mal stoppen? Können wir das mal stoppen? Kann denn mal einer von hinten... Sort of these three sort of levels of traversal. One is you sort of regular, non-quantum one where you're der Jared aber schon die ganze Zeit, which is much more sort of limited and works for. Ja, das kann der auch. Das ist ja auch interessant, aber das haben wir alles schon 30 Mal gehört und in anderer Form. Fast run over to a place, and then there's the quantum travel, which is the really long. Okay, I'm going to go to this planet that's 500,000 kilometers away, and I'm going to be in quantum for 5 minutes to get there. And I think that's going to open up a huge amount in the PU. I mean, it makes a big difference to the gameplay. I mean, makes die versuchen sie gerade zu überzeugen, gegen das Schiff zu kaufen. Ja, kann sein. In Squadron, in space, feel. So, wer hier schon eingeschlafen ist, einmal Plus im Chat. Kind of follow, and I think it's a problem in the PU right now. Is when you're in aber space, nur die eingeschlafen sind. Most of it is. It's point to point. It's empty for you, right? It's like you spend your time around the space stations or some asteroids. So, die jetzt alle Plus im Chat haben, bitte nicht wecken. Ja, wenn sie schlafen, wer schläft, lasst sie bitte tippt leise in den Chat. Die Leute nicht. That can happen in space now because of these different modes of travel, and the scanning is going to be a huge deal. So I know we have a clip for this. For folks who maybe joined the program late and didn't see the flight experience segment earlier, or if you're watching this separately on YouTube and you don't know what this looks like, let's take a look at the Quantum Boost clip that we have. Quantum Boost clip. So, jetzt. So just to call out, that's going to be the old HUD. Yeah, that is the old HUD. That's too busy. Right, that's the next old HUD. Yeah. Earlier we were showing the old HUD. So we've done a scan here. That's also the old point of interest, because the point of interest will be just points. Yeah. But basically, we've done a scan. We've got some points of interest that are, multiple 10Ks away. And you can see the distance there. It says 13,000 kilometers on the right-hand side. So this is obviously just placeholder UI for the quantum boost. Again, you can just boost over there. Yeah. And it obviously has this interactive gameplay, which obviously went into... Yeah, and this, by the way, that's all programmer work in progress from Yogi on the quantum boost mechanism, because you're just going to have to stay in the zone to keep in boost, otherwise you'll fall out of boost. But we've gone over to the planet here. So what it's allowing you to do is sort of have that mid-level traversal and investigate things without having to, spend forever at 1,200 meters per second or quantum traveling over it. It's over too quickly. So just to clarify again for folks, if you watched the flight experience segment earlier in the day, that's the old UI, which is probably closer to what you're familiar with in the PU today. Okay. What we just showed now is the new old UI, the one that was intermediate now, but we're now moving away from. And the newer... basically it's the same as it's the styled Squadron UI that was from the UI you have in the PU. Right.
So what you have in the PU is these generic version that Zane did. This was the one that we had, the style that we did for the Aegeus style, but it was still based on the idea of all this information being present. And we've decided that we wanted to really scale that back to be more contextual, to switch between modes. So that's one of the reasons why we're not really showing all the HUD and the MFD stuff now, is because we're in the process of the change. So it's, you know, a lot of programmer art, and you even saw it in the Need for Speed segment, whereas a lot of that, like the mode stuff and everything, they've just sort of hacked in the modes to the current HUD stuff. But when the new one comes online, it should be much cleaner and easier to go. And I don't know if it was too clear on the video that we were seeing, but on the video we say we were originally in SCM mode, standard control mode, and then we switched to quantum mode. So the spool up wasn't really the spool up for the quantum boost. The spool up was just, there's a spool up as you go into quantum mode, your shield's powered down. So you know, there is some risk when you're in the fast traversal mode, and the quantum drive powers up. But once it's spooled up and you look at a place, you can boost towards it. And it's just, you press shift and it's instant. Yeah. And so for people that want to, you know, go, oh, what's that over there? You know, people have been wanting to, I just want to like free quantum, right? You know, there's people who want to do that for quite a while. It's like getting on your horse. Quantum boost is. You know, second start of the right and straight on. Okay. So we've been talking about these flight experience stuff, the ship related stuff, the new UI stuff, the contextual changes and everything. We'll obviously show those as we get closer to being ready to show those. You talked a little bit about the star map. Again, not quite ready to show today's stuff. As far as those mapping things and getting around stuff, there's also the mini-map. There's also the mini-map, which has always been this promise of being able to find your way through either a really large ship or a space station or stuff like that. What can you tell us about the work on the mini-map? So radar, as we call it, is essentially, it encapsulates the star map, it encapsulates what's in your cockpit, and it also encapsulates when you're in FPS, you have an FPS radar and scanner. And the mini-map is essentially a way for you to be able to, and you can access it both from your Mobi or it'll be on your HUD, a way for you to get the spatial awareness in, you know, when you're in a 3D environment in FPS. So I think what we have in terms of the mini-map, it gives you that 3D isometric view that you can move around, and all the information in there is underpinned by the FPS radar and scanner. So the information that you're scanning in the environment is the information that you'll see on the minimap. So if you go into, say, a known location, let's say you go to Mike Tech, you know, that landing zone, essentially, that will be pushed to your mobiGlas. So you'll be able to then load up the minimap and go, okay, how do I get out of here? I mean, I've seen so many different new players play Star Citizen, and they're like, where do I go? So you know, it'd be nice for us to be able to go, here's the spaceport. Here's where you go and buy food and drink. Here's where you go and buy weapons. And you can just go, cool, I open up my map, and it's like, oh, that's where I am. Oh, that's where I can go. And it gives you a map at your fingertips. But then when you're at an environment that is not, say, let's say you go to a derelict outpost, you'll be mapping that environment as you go. Or you may be able to find a terminal that has the map on there that you can download, and then you have it to you. So it really allows us, again, Star Citizen, one of its strengths is that it's scale, but that's a challenge for us as developers to be able to give it to players and for them to be able to understand and navigate where they need to go. Because the first thing is, how do I play the game? Where do I need to go? What do I need to do? So, you know, how do you play the game is about making the barrier to entry, the controls smooth and intuitive, what you understand, you know, and then it's like, where do I need to go? Okay, well, this allows you, we have a mini-map here, and this allows you to go, oh, cool, there's the spaceport, there's the shuttle. Ja, ist schön, sind Sachen drauf, mega. And we can provide, you know, missions that allow people to then navigate to those places, so that then they understand, okay, this is how I get to a certain place. Because everybody, you know, if somebody says to me tomorrow, you know, come round to my house or go here, just give them a postcode and you put it in GPS. Everybody's so put it in Google Maps. Exactly. I mean, you know, you need the street level version of it. Yeah. And you know, so we've long wanted this. I mean, it's very critical for Squadron, but it's also, you know, I think important for the PU. And you know, the concept is that
some of the maps are sort of readily available. You just walk in. Die soll mal eine Liste machen, wo die Sachen, die in der Nähe sind, dass du die anwählen kannst und die angezeigt werden. Nein, da brauchen wir so ein... Ach Mann, ey. Das hat der Elite besser gemacht. Von Anfang an. Just like a sort of more traditional mapping technique, and there'll be some cases like we have some stuff in Squadron which I think would play perfectly well in PU, where like you don't have the map initially, but if you hack in or you can download it into a system like Asiago is an example of, we've been showing it because we showed it a while back as a location. It was one of the very, it's a minor location in terms of Squadron, but since we showed it, we thought it's a good backdrop. It's a good backdrop rather than just grey boxes. But that would be an example as you don't. Spritzi, die haben alle Spaß. Die Hälfte ist eingeschlafen, die andere Hälfte versucht sich gerade mit einer Pfanne auf den Kopf zu schlagen. And then now you would have a mini-map. So what we have is we have some footage here, which is showing was sagst du denn? Wie gefällt dir denn die CitizenCon? Wo gucken die denn hin? Jetzt kommt gleich wieder was, da muss ich dann umschalten. Die haben ein Zeichen gekriegt, da, der kriegt Zeichen, der dicke Mann da vorne mit der Jacke. Da, jetzt kommt wieder was. Minimap. So first this is in the editor. But it's essentially what it does is it's taking our existing layouts, levels, ships, so we don't have to build this custom, but it's a way of applying certain shaders and marking up certain objects to be displayed, like the floor gets displayed but the walls don't. So we can just take the existing geometry you already have streamed in that you're walking around already, and then use it to be rendered for our minimap. So this is essentially in the engine, using the Idris ship itself and the various parts of its interior to create the minimap without any special. This doesn't have any specific custom like UI art for it, other than some of the like level things that say, Und wo sehe ich jetzt meinen Standort? Und ist das im Mobiglas jetzt oder? Because the environment's already in a good state to show straight out the gate. And so the idea of this being systemic is that when the feature is ready to go, ready for prime time and everything, we can just apply it to space station. Yeah, because a lot of traditional game development, you have to make custom minimaps. Yeah. So you look at an environment and you go, we have to make a custom environment minimap. So if we want to support sein Mikrofon lots, ist gleich alle. hundreds and thousands of locations, especially for the PU, and absolutely for the PU, it's just not viable. It's a solution that we can use. Ja, die machen dann einen Rundflug durch eine halbtransparente Idris. All of the information that we want. Was soll der Scheiß? Ich will Mobiglas sehen. Ja, ich auch. Ich will halt nicht, der macht den Flip, ganz toll. Im HUD entweder ein Rechteck oder ein Kreis haben in einer Ecke und da wird das rein projiziert. Und ich will sehen, wo ich bin und... Genau. Und dann kannst du die Seitehöhe und die... Oh, das ist toll. Das ist schön. Das sieht super aus. Ja, sieht gut aus, ist aber scheiße. Ja, stimmt, Spritzi. Geh mal wieder schlafen. Was ist das? Was ist das? Was sollen wir damit anfangen? Was sollen wir damit anfangen? Jetzt. Uns freuen, dass es stylisch ausschaut. Gibt's Hervorhebungen der Klos. Ja, bitte, bitte, mach eine Minimap, mach Navigation. Saboteurs or intruders, but then using like the relay network and whatever, those saboteurs and intruders can start pulling fuses and start hiding themselves from. Als das so hin und her geslidet ist, fand ich besonders schön. Als das immer so, das fand ich gut. Dass ich auch mal den Weg finde. Ja, danke. Wie heißt denn das Navi? Dixie. Schnickschnack. Der eine heißt ja Click-Track. Ne, wie heißt das nochmal? Nicknacks. Und er heißt Schnickschnacks. Nicknacks heißt ja Kram, ne? All right, so we've been talking about the FPS step, the step that affects the player specifically, and we're going to touch a few more of those things before we leave today. We've moved up into space and talked about our flight experience and the scanning and the minimap and stuff. Now, from
ourselves and our ships, let's talk about our enemies, our opponents, the entities we're going to encounter, and talk about some of the AI improvements that have been coming because of work on Squadron. What can you tell us? So the AI systems that we have, AI, basically threw them away. So we found out we wanted to understand where we wanted to go, what we wanted to achieve, and you know, over the years as I've worked in games, and I think was hat jetzt gesagt? would attest to as well, is that Weggeschmissen? the best AI are kind of some of the simpler AI that you have a really good solid foundation, then you build on top of it. And I think our AI over the period of time that has been there, I think it's kind of had lots of different iterations, and it kind of lost its way a little bit. Kythera, and then it's kind of lost. So what we've done, and well, when they've also no one's the AI that's in the PU has never really had tuning time. No, exactly, the focus. And you know, it was a basic implementation at the beginning, and then it's been rolled out, and there's so many other things going on that they really haven't had time to focus on it, because you know, you're playing, and with the servers running at 6 frames a second, there's a whole bunch of problems that come with this that doesn't help the AI out at all. So this is actually a really good example of where Squadron really helps, because we're saying, okay, don't worry about that. I mean, yeah, I'm sorry that the AI is kind of brain dead a lot of the times in the PU. It's a combination of the, you know, its older logic and behaviors haven't been well developed, but also it's because of poor performance of the servers, and what's going to happen with server meshing is going to make a big difference for that. And there's other things that are happening in the background that will also make it better. But the advantage of taking it onto the Squadron side is that we can really just focus on the AI, the behaviors, iterating on it, adding sort of interest and complexity, and making them feel like real humans fighting you. Haben die jetzt gesagt, die schmeißen die AI ist weg und machen die neu? And ungefähr, ja. Not or creatures. Or creatures, yeah. Well, der Typ, den habe ich kennengelernt 2016, der die gemacht hat, gesagt, die ist eigentlich fertig. Some other problems that come with multiplayer, come with online da kannst du meine alte Orga fahren. And make that work really der ist eigentlich fertig für Motion Capture. Having fun, das ist der eine mit den dicken Augenbrauen, den sie immer wieder zeigen. You know, I'm not just shooting dummies that jump up and I can easily blast. And when that all works, then comes across into the PU, especially when some of the later stuff's going to trigger in the PU, I think it'll be a whole different experience. And it's, I won't argue, it's been like a long, hard slog on the AI side. Kann ich gar nicht glauben. It's partly because we want it to become really systemic, and we have a massive, especially in the PU, a massive world that can have all these different situations. So it's not, you know, like if you're doing a standard FPS game, a Call of Duty, like the narrative parts of it, you know exactly where everyone's going to be, and you can sort of script actions for the AI to make them seem intelligent, but really they're kind of following scripts. Whereas with us, you know, all the different planets, all the different, can you be a, you know, location Kill him with planets, fire. Spaceship, all these different situations the AI could be in. There's no way you could script it all. So you need to make it systemic. It needs to understand the environment. It needs to have perception of what's happening around it, and be able to communicate with the other AI it's fighting alongside to seem like they're working as a team. And so that takes time to work. You know, the AI team is been working on it for a long time, led by Francesco Riccucci, who's been doing a great job. And, you know, we absolutely have turned a corner this 100%. Year because you know, both me and Rich actually, we were playing it when some of the blast systems came in, and you know, it was challenging to say the least. Yes. And challenging in a good way, in like the fact that we were like, okay, we want to clear everyone out. Like we were running Asiato as a test level. Okay, let's see if we can just run and gun and take all the slavers out. No. And I mean, Rich is a much better FPS player than me. I think I'm kind of okay, but Rich is much better. But no, we weren't all managed to get it. But I was like, I'm going home. I downloaded the build and home. I'm like, damn it, I'm gonna finish this level. I'm like, I almost managed to do it. I mean, it was, you know, it was like Elden Ring from Software. Like I want to do it one more time. And it was, and it wasn't just that you were getting
like a headshot or anything where it was like, okay, the AI is just. Ich komme rein und hier geht los, ey. Ich komme rein und hier geht They were los. anticipating where you were doing. They're trying to flank your areas, and they were behaving intelligently. And those are all behaviors and systems that we've been working on in terms of like realistic perception. Like they can hear a sound around a corner, but if you were 3-4 doors away or whatever, maybe they wouldn't hear you if you dropped something. And see where you were and see you in the peripheral vision, or they'd have different ways of Also da muss mir noch mal einer zurückspulen oder so, ob die wirklich, fighting you, whether they're more aggressive and they're pushing up towards you, die or AI they're defensive wegwerfen. and they're staying behind cover, or they're trying to flank you. So there's a whole bunch of work that's done, and so on the AI side, I'm actually feeling like it's going to be some pretty great stuff. And so that is going to be stuff that will ultimately be coming to the PU, and it'll be really cool. But I don't know if Rich wants to add a bit to it. Well, I need to ask something, because I've spent more than a single day on the internet before. When you say we've thrown everything away. Well, actually, I was about to come back to that. So because that's going to be the title of the Kotaku article. Well, it's interesting because what we talked about is we identified everything that was there. So when I came on, I wanted to understand where we're talking years now. So what is there? How do we want to change it, and how do we want to manipulate it? So we're not throwing away the more technical underpinnings of the AI. Subsumption's so still there. No, like subsumption, or like how they navigate and find around the world. It's more about the bits that you go and you tune and bits. Der Untergrund von der KI, der wird nicht weggeworfen. So what we Aber did oben is das Verhalten der pulled all the KI. AI back and stripped it back to essentially 3 base behaviors. Essentially defender, so I want to stay back and cover and defend a location. Also der Server bleibt stehen und das ganze Verhalten wird ausgetauscht. Also die Basis, der Grundcode mit Subsumption combat behaviors. möglichen, das bleibt bestehen. Once you've engaged in combat, they can then select one of these behaviors to engage you, so that you get a mixture of combat when you're fighting them, and obviously you might get 3 defenders, or you might get 1 strafe and 2 pushers. And we've got a video to show some of the behaviors. But then what we have is a trait system that sits on top of that, and that's where designers can go in and go, okay, I want this defender to be to always defend. He can never re-roll as another behavior, or I want him to be like a turret, so he never moves from cover to cover. Or I want pushers to be, I want always to be a pusher. I want them to, be aggressive. I want them to be reckless. I want them to have friendly fire. So we can go in and say, so we've got 3 base behaviors that just by themselves play well. You can play that and go, okay, do these 3, is that a fun experience? Then you can start adding in all the other things on top. 400 Uhr I dauert, want this trait and this trait, so you're crafting combat experiences. So in a PU mission, if you've got a ship coming in and bringing in reinforcements, we can say, okay, we can weight the behavior. So you're not getting the same thing every time, but you can go, okay, you get these guys who push, they're quite aggressive because that's their faction, whether it's Ninetales, or these guys are quite defensive, they're more military. And what we have is these traits that multiply the behavior. So now we've got multiple different things. And then you add different weapons in there. So you've got sniper rifles, so the different engagement ranges. And all of a sudden you have this matrix of individual behaviors that is multiplied into the hundreds that allows us to have a really strong combat experience that is not the same. It's not, Star Citizen game that you're going to be playing for thousands of hours. You don't want to just be having the same combat experience over and over again. And vice versa in Squadron. We want you to be able to ramp up the combat. We want to have factions play differently. We want you to have different experiences you play throughout the game. And when we looked at the AI combat behavior, that's something we identified. But then we also looked at perception and basically tweaked that and readed that in a way that allows us that, you're coming around the corner. It's not Vielleicht war er auch einfach und hat viel gelabert. To be honest, und AI, hat wenig very Gutes easy to make geschafft. AI that are amazing. Because Der alte oder der they neue? know where you are. They know exactly. They don't have to. Der alte mit den Augenbrauen. Mit den dicken Augenbrauen. Very easy to make them too hard. What is? It's not human. No, exactly. What we want to do is we want to make it challenging but fair, and that is when Chris was talking about playing through Können wir Asiado, alle, die jetzt bei Twitch gucken, even though it was very challenging. When we died, können it was 318 because spielen. We made a mistake. Also ich, it was weil like, ich habe das okay, ja I laufen didn't und ihr check my guckt left mich, when I ihr came kriegt out here, and nichts. I'm like, oh, I got taken out. And we've also looked at accuracy. So we've looked at accuracy as that, even a human, even a soldier,
They don't immediately have a bead on a target and they pull the trigger. They take a time to adjust to it. So, you know, as soon as you pop out of cover, they're like, oh, someone's there. It's not instantly on you. They've got a bit of time. And then what we wanted to do is that we don't want AI to be 100% accurate, you know, but we want you to still feel pressure. So we have a silhouette-based accuracy model now, so that if they do miss, kind of you getting that sense of like, pew, pew, you know, it's kind of going past your head, and you're like, okay, I'm under pressure. And we want the AI to pressure you, but pressure you in a way that you feel like, oh, what? How did he shot me through a box? Like, or, you know, oh, he's pushing that way, and you're hearing him, and you're like, okay, they're coming this way, and I'm being pincered. And I think that's where we've put our real focus on terms of how they perceive you in the environment when they're socially active, how do they perceive you in combat. And then we have pretty much 90% of what I've talked about there is in the game. We've had balanced passes, we've played it, it's a lot of fun. And then what we have on top of that is future things that we're going to be adding even more. So Dann haben sie we've uns got versions of them doing Und ich schwöre euch, in Frankfurt hat der gesagt, und das war 2016 oder 2017, das Ding ist eigentlich fertig, also der hat uns das gezeigt, wie das so zusammengebaut wird und so, wie so eine KI mit Job und was die macht, und es fehlt eigentlich nur noch Motion Capture und dass die sich dahin bewegen kann und so. Das ist alles fertig. Schwöre ich euch. Aber hat er gesagt, im Grunde genommen ist die fertig. Im Grunde genommen ist der Tresor jetzt offen. You have a challenge, that you feel like you're being pushed, that you feel like you're under pressure. Because especially in Squadron, you know, you're not a commando, you're a fighter pilot. You know, fighter pilots don't go in and, you know, they're not John Rambo. And again, in the PU, you could be a haulage trucker. Ich kann auch erzählen, der Plan ist mit meiner Frau, sind nicht schon Rambo? meiner Frau, wenn wir erstmal die Kohle haben, wenn wir erstmal 1 Million haben, dann kann ich später, dann können wir das machen. Ja, da ist das Ziel, wir spielen jetzt Lotto. Und dann, wenn das passiert, dann kommt das mit dem, dann geht das alles. Dann kommt das mit der Insel. Alles, die gekauft wird, mit der großen Villa drauf. Und den privaten Wachdienst. Also das ist mir ein bisschen viel Luft gerade. The beginning, and there's a lot more systems now underpin it. That's why we threw the base one away, because we have more ones that are underpinned by, you know, a lot more of the things we talked about, like perception, the accuracy, and all this other stuff that happens. And within the context, Er sagte, die erzählen jetzt 20 Minuten wieder was, dann kommt 30 Sekunden oder eine Minute das passende Video dazu, dann wieder 20 Minuten bla bla bla, um wieder kurz was zu sehen. Was ist das denn, was er uns da zeigen will? Keine Ahnung. Social AI staying more the mess same. hall, more mess hall. Mess hall, yeah, the mess hall will never end. But we'll also be using some of these tenets and ethos to push into the flight AI. So the flight AI, which I think, you know, was talked about in the earlier talk in terms of the jousting and how we want to have more close combat. Things like accuracy and behaviors and how they can roll different traits and how that's something that we'll have holistically across AI, across Star Citizen as a whole. You know, we're showing it as the FPS, but it's very similar. So it's something that, I mean, we can show the clip of we've got what those we poor have. Resource guys waiting to do their race. So let's look at some videos. Yeah. So what I'd suggest, I think we'd probably show the investigation first before we go into the combat. Because the other things outside of, you just talked about combat. Yeah. There's a whole bunch of other behavior in terms of, because, you know, like I said, stealth game plays a lot. Yes. So, you know, Squadron is the test bed for that. So investigation, so like someone hears a noise, what's that? Let's go check it out. They radio their, you know, back to base or their buddy, hey, I heard something here. Or they get in a gunfight, they could actually call back, hey, I need reinforcements, and they'll come in. That's all behaviors that's working right now in Squadron. And then on top of that, you know, you're making the joke about the bartender and all the rest of stuff, but really the main cooking bed for what we call social AI, i.e. non-combat AI, is Squadron. There's a lot more stuff happening in Squadron that will come into the PU. So it's not just the bartender or, you know, even people eating at the chow line. It's engineers going about their daily business, or a janitor, you know, cleaning up messes that people leave systemically, or for instance, flight attendants or hangar personnel. Yeah, the hangar, you know, basically operating on the hangar, and then when they're not
fixing something, they're having a conversation. For instance, the whole dynamic conversation system that Francesco's been working on that allows Ihr könnt hier beim Triple RAI, gewinnen say, und mitmachen. Stanton, which is the address that you're based in. And it's huge. Conversation, when you're playing through a level and you can hear them talking to each other and reacting to what's happening, it all of a sudden brings that space to life. So yeah, but the dynamic conversation system allows it. So we have some that are sort of more story scripted conversations, like if you eavesdrop on some people patrolling, and we've got some stuff we want to let you hear so you know where to go and stuff like that. But also there's dynamic conversation, so people can just sort of, whether it's in a mess or they sit down and they just start up a conversation talking about the most recent vid show they saw, or talking about what they think the best ship thruster is. And there's a system in for that, and we're creating a recording, but that's also a system that's going to come into the PU. It's going to create a huge amount of life. So when you go into a bar in the PU or you're James MC hatte gesagt, hätte sich die Uhr angeguckt und die sind live. Gossiping, talking about, I heard there was something went on, the Ninetales attacked someone in Rice, but it will be systemic and dynamic, which is really cool. It just adds so much. It just adds so much. So let's look at some of this in action. We don't have the conversation today, but let's look at some of the investigation stuff, and then we'll look at some of the combat stuff you were talking about afterwards. So we've actually got it as 2 videos. So there's the investigation in the test map, and what you're seeing here, in some respects, you might think that this is scripted, that this is something that we just put on a track. This is purely systemic. So if we captured this 20 different times, it would be 20. It would play out 20 different ways. So those individual there is going away to hide behind that orangey boxy, whatever we want to call that color. So that's the player. Essentially. This is essentially a standard for the player. The other 2 AI are searching for him at the moment. The white spheres you see are basically hiding or cover spots. And so as AI, this is a sort of debug mode, as the AI goes around and they search, the spheres go away, indicating that, okay, they've checked that place, so no one's actually there hiding out in cover. So, and they're both kind of working together. So their logic is they need to clear these rooms first, and then once the rooms are cleared, they can sort of go on. So they share this information. So as they're clearing the cover points, and the cover points are basically all the nooks and crannies in the room, they're clearing the cover points and they're sharing together. So you'd see here that they're going, okay, this guy's coming in and go, okay, there's an open vent. Again, this is systemic. He's just coming to investigate this vent, but he's not cleared this entire room yet, so he's not going to progress. And he's just going to go and check the rest of the room alongside his buddy. And once they've then cleared it, they'll then progress. But again, here would be, you'd hear them talking to each other. I've not found him yet. Where is he? And again, we've got vents in here. Yeah, he's checking another vent there. Yeah, so we also have other usables. So it might be, there's something you can hide in, or they're going through systemically, checking the usables, checking the cover points. And you can see there's only a few balls left now. The ones at the bottom right, and then the ones at the back that he's clearing. And then one of these enemies will then go, okay, we've checked everything in here. I'm now going to progress to the next space because that's where, they're not in here. I think they're going to go this way. So you come back, there's only one set of ones left. He's going to check it. He's going to come through here. Cleared those, so now he's coming around here. And fire away! And what you're seeing here with the bar, which starts off, is something that we added for the perception. So they start off in green, and then it goes to yellow, then amber, then red. So once it goes to red, that's into full combat. Yeah. But the previous states are kind of levels of, they go up based on levels of different perception. So a green they just might have seen you. That's the equivalent of going, huh? Did I see something? No. And by the way, in the game, you don't see that. That's our debug. No, that's our debug. That's just indicating the level, and the level in the game would be. But we'll have audio and visual representation for those levels. So the initial green one would just be like a head turn, maybe a verbal cue. Then you're getting into the yellow and amber. That's where they're turning to face the noise and going, I think I'm going to go check it out. And then, maybe they'll walk over there to investigate. Or if there's 2 of them, one of them would go, hey, you go check it out. And then he goes and checks it out. And then we have obviously the red, where it's like, there's a definite threat here. And once they've been threatened, like in most games, what happens is if you wait a long enough time, they will then de-escalate to the green, and it's like their minds have been, it's like MIB, they've flashed through memory and it's gone. In our game, what they do is they go to a threatened state, and in that threatened state,
They'll still do their social activities and their functions, but they're more perceptive. So as soon as they see, if like he's there again, they'll get into it. So it makes a difference that if you've gone loud at the start and then tried to hide, you can't just go, oh no, they'll forget about me. It has memory, and that will be the case in the PU as it is in Squadron. So, and so that was on a test map. Yes. But we do have an example of it working. Yep. So I would roll the clip. Let's take a look at the real deal. So here's in Asiado in the decommissioned area. You can see the two AI in the distance catch you. And then this is kind of just a representation of it doing the same thing in a real environment. But obviously we wanted to show you the kind of the thing behind the curtain. What are they actually doing? They're checking cover points. Das haben wir alles schon gesehen. The usables that are there. Das geht jetzt. You know, in a lot of the cases when we actually captured this video, if we actually failed because they pincered the player and they actually found you before we were able to show you, what was happening. Oder es war gefaked, weil wir mal so gesehen it's haben. really good to see how this transition from social into combat so that you can actually play through the game. Diese verschiedenen Modelle. So here he's checking a usable, which we've set up where he's just kind of like looking and checking, okay, is there anything there? Nothing there. And again, he's sharing that information with his buddy. So if you've got 2, 3, 4 AI that are searching, then obviously they're sharing and talking to each other and letting them know that nobody's found you. Ja, weil ich wohl weiß, dass es überall ruckelt und nicht bei mir am Rechner. You may not be able to see them, but you're going to know they're out there looking for you. And if you stay in the same place for too long, they will find you. Yeah, so you can see the one in the background is actually looking over one of the vents, one of the railings, should I say, and then I think the Ross, who captured all these videos, I think he takes a bit of revenge. And again, not scripted. It's systemic. They understand all the hiding places. This is their station. They understand the hiding places. They understand where to look, and they just go through. Yeah, so you can drop these enemies in any environment, and they will play out like this. But obviously, the choices that they make at runtime will be different. Wow. And this is where we have to make sure that the AI that we're working on, even though we're working on it in Squadron, it has to work for the entirety of Star Citizen. Ja, und dann mache doch auch, dass die Scheiße funktioniert. Und laber jetzt nicht mehr und... It's a major improvement. So that's a major improvement. Let's look at Too many papers, geil, kenne ich auch. So let's do Combat Tactics 1. So again, what you're seeing here is in a test map. We wanted to just kind of show you a bird's eye view. So we've just turned God mode on so you can see it. And you can see the labels here. So we've got the defenders that kind of push to cover points. Then we've got the pusher who's kind of pushing towards you. And then we've got the strafer who is kind of like taking more of a wider angle. Now, there are some similarities between all the behaviors, but it depends on what happens. So whether they go to cover, a pusher, for example, can still go from cover to cover. A defender can still go to cover. So it's not like you've got these binary choices. It's about der springt ja über die Ecke drüber, anstatt rumzugehen. Die KI ist auch gut. But also ist schon an der Ecke, springt über die Ecke drüber. So that you're having to react to the AI. Right now, our current AI, you basically get the jump on them, and you can just take them all out. But in reality, what we want is we want you to react to the AI because they're pushing you and challenging you. And we want that challenge to be fair, so that you feel like you've made the mistake when you eventually, or if you do, get taken out. I want to get some of that God mode. And then we have one more video showing the tactics situation. Let's take a look at that. So this is just a short version but again, it's the same AI that have been dropped in, and they roll the dice for. They don't always become defenders or always become pushers or strafers. It can be random every time, so the combat experience is different. So you might all be pushers and they might all be defenders, but the way it works is, if one of them rolls a defender, then the wait for them to roll another defender is Schön, dass das auch erklärt wird und dann wissen wir genau, das ist ein Defender, das ist ein Pusher, der verhält sich so, der verhält sich so. Just because we want to show you the behaviors themselves rather than get taken out. So he's being a bit Lass more uns erst die Pusher rausnehmen und dann die Defender. Ich habe gerade noch gedacht, so als erfahrener Gamer weißt du also genau, okay, die laufen das und das Skript ab oder die laufen das und das Skript ab. And the other thing you might have noticed as well is that we're starting to add traversal Singleplayer den aus dem Weg gehen. So wenn die jetzt immer quasi
anders reagieren, weil die ja so intelligent jetzt sind. Hast du das nicht. Und jetzt hast du aber die Info, du hast den Defender, du hast den Pusher und du hast den anderen dabei. Dann guckst du, aha, okay, wie bewegt er sich? Das ist ein Pusher, alles klar. Ja, genau. Das ist ein Strafer, das ist ein Pusher und das ist ein Defender, super. Genau. Läuft auf dich zu, ist er ein Pusher. Läuft da so ein bisschen versteckt, ist es ein Strafer. Genau. Und weil hinten steht, kannst du mit Granaten erledigen. Weil die eh nicht rauskommen. Kannst du dich so schon mal drauf einstellen und dann weißt du, wie du den Level zu meistern hast. Aber ich habe doch so dieses Verhalten von AI mit zusammen und so weiter. Das habe ich doch schon bei CryEngine gesehen. Bei der ersten Iteration, wo man selber Maps bauen konnte, da konntest du die ja hinstellen und dann haben die sich verabredet automatisch. Das ist doch alles schon... Let's start with one that might be surprising to some. Most people maybe not, they won't know about it. We haven't done a lot talking about it. Der hat das irgendwie runterfallen lassen an der Jacke oder so. What can you tell us about skills in Squadron 42? So skills, it's not just Squadron 42, it will be Star Citizen as well. So we've split them up into kind of two areas. One is physical attributes. So we have 4 physical attributes such as strength, agility, endurance and fitness. And then we have techniques, which is kind of like whether it's takedowns or traversal. So if you look at the physical attributes, what we have, essentially we're going to have a skill system that you can go, and the way that you play the game will dictate how you level up these particular skills. So if you're constantly carrying boxes, you may get stronger, so you can actually lift stronger things. But getting stronger doesn't just allow you to lift heavier boxes, but it also means that your equip load that you can carry in your inventory is higher. That weight doesn't affect you as much, so you can sprint further because it's not affecting your stamina as much. Your force reactions, you're more resistant to that because you're stronger in yourself. Agility in terms of like weapon swapping or going to ADS. We have endurance, so that's, for example, like how resistant you are to the environment. If you look at, say, Navy SEAL training or SES training in Britain, essentially, they have cold weather training. They have, you can survive in harsher climates. You can go longer without sustenance. And then that's what also, for example, like G-force and Red pilots train for that, so they can actually modulate their breathing so that they're able to sustain higher Gs than a normal person would be. And then you have fitness. So fitness, for example, you can have a higher stamina. So when we have swimming, you can swim longer. You can hold your breath longer. You can sprint longer. So we have these physical attributes, and we have multiple different ways for how you improve them. And those physical attributes will denote how effective you are at certain things in the game. So, and that will come to obviously for flying as well as in FPS. But we're not going to be removing any of the skill elements. So there's nothing that we're going in there and going, oh, you've got 10% more damage. Or, we're going to make you fly the plane better. It's like, no, that's always relying on your skill. This is the things that you can't necessarily improve. So, like I said, how fast you can sprint or how far you can sprint. All of those different things that are tied into your physical attributes. Well, it's like real life, right? Absolutely. I mean, you've got to spend some time if you want to increase your strength. Yes, you could naturally be born strong, but if you go to the gym and you start lifting weights, I can do whatever. I can bench press 100 pounds. Now I can do 120. Now I can do 140. Now I can do 160. Now I can do 180, right? Well, you couldn't do 180 right from the beginning. You had to oder dann 220 oder 390 oder 450. Die machen hier wirklich Scum, Space Scum. Das wird vielen nicht gefallen. The gameplay that your gameplay. Hast du mal Scum gespielt? Ja. Go to the gym, do some squats. You can get some of your strength up, and again, that's part of like making the living world. So if you want to invest in your character that way, in a sort of more realistic way, the way the world works, because like Rich says, we still want all the skill in terms of being able to, aim and shoot and do all the rest of the stuff. Then you can do that if that's something that makes sense for what
your character's going to be. I mean, squadron's one thing, but in the PU, I'm a cargo hauler. I probably don't really need to be all buff and everything because I'm sitting there in the cab of my Caterpillar hauling a bunch of cargo. But if I want to be a bounty hunter, maybe I want to invest some time. Hallo, if I'm wer in a mich foot noch nicht race kennt, trying ich bin to Rosalinde. take someone down, I can outrun Der him. Buchs hat mich Geschenke gekriegt. If you're wearing heavy armor, Und and they're sein wearing Arm heavy steckt bei mir hinten armor, and drin. you put effort into, Ja. skilling up your character because you're, Ich will nicht sagen, dass das unangenehm ist. You can run further than them. You can carry things, that are heavier than they can. You can equip things onto you, and it doesn't. Ich hoffe, euch geht noch gut. So all of those different physical attributes, it allows you to progress your character in those Mein Name ist Rosalinde. And then we have Ich bin technique side of things. So we're amtierende going to have und multiple different aktive techniques for lots of different skills Alkoholikerin. across the star system. But a good one to how to explain it is it's almost like the 10,000 hours. 2018 und 2019 So takedowns is a good example. den So ersten the first time Platz you do a takedown, im that's going to Schnellsaufen be quite gewonnen. sloppy. It's going to take quite a In long Kastrop time. auf You might Platte. struggle, and eventually you take them down, and it's like, oh, okay. The guy Rosalinde, that hör hurt auf me, dazu it's not very erzählen. good. And after a certain amount of time, Das stimmt. you practice at them. More then takedowns. Das habt ihr mit 3 Mann you'll get better. ausgemacht. So then they'll change different Ja, animations. davon. So now you'll unlock a different animation where it's smoother. It's, yeah, very looking forward Und das andere Nashorn. all the versions Da waren of nur takedown 2 from Leute. sloppy to Dann war da nur ein Nashorn. pro. Yeah, and at the end ones, it'd be like, straight in, straight out. You lower him down onto the Das floor. hast du It doppelt takes, gesehen. genau. much faster. But you've put in the effort to level that skill to a level that you want to achieve. And I think that's what skills is about. It's about giving players goals that they want to do. We'll have the same Halbhohe Schuhe, volle Schuhe, like fist Sandalen. knife Ich habe Sandalen. Longer term, we Saufen want haben to wir sort of, früher this gemacht. is more PU, not squadron, but introduce Da geht auf die more Stimme. moves you could do in fights and martial arts, whatever. You have to go somewhere As well. and learn them from someone, Stimme and im then do it a Arsch. bit more, and then you would get better. Karriere So these als are all things you can Puppenspieler gain, im and that's Arsch. kind of the, like you Alles said, im the, Arsch. Sogar meine Hand sort steckt of, in deinem the Arsch. skills Ja, ich and weiß. techniques Arsch. that we want to introduce because again, it's Ich this gehe is going wieder. to be a Das really ist jetzt so huge, spannend. deep world, and it's sort of up to you how you want Ja, to tschüss, actually build Rosalinde. your character. If you look at fighter pilots nowadays or Formula One car races, Fighter absolutely Pilots und extreme Formel athletes. 1. They're not just, they don't just go get in the Alter, car. was and let the car machen do die everything. da? It's not the 70s No, anymore. exactly. You don't Garagentor They have a pint of beer trinken, before genau. they Eine Garage trinken, eine ganze Garage try to leer race the trinken. Formula One or they play a football match. Absolutely. So that's what it gives you. It gives us that ability for you to specialize your character in areas that if you really enjoy FPS, then you can push it there. If all you care about is flying ships because you want to be a fighter pilot, then you can be like, okay, I want to level up agility or I want to level up endurance because endurance allows me Schreibt to doch mal in den Chat, was ihr hold more gerade Gs. neben euch So, habt, if was that ihr guy esst. was going to black out, Was ihr I'm euch not going to gerade, black out was ihr euch because I'm zuletzt in den gonna Mund be able to do it. gesteckt And habt. it's those Und slight wehe, 1% schreibt einer differences Penis. that allow you Ich to meine, was put ihr some gerade effort into. hier, And that you will be Knabberzeug able und to so. level them as you just play the game Schreibt mal in den organically. Chat. Ich So hab you're not wieder- going to have to go out and level them, like Chris said, Flug- squats. Ja. If you do Zwei squats, like that's the Pizzen. equivalent of us going from crouch to stand, essentially. It's like we will allow you to do things like that if you want to go and kind of like level them yourself, but you'll also just be able to level them by naturally playing what you like in the game. That Pilates area in Microtech. Well, we went all the Kartoffelchips, the other thing that we're going Bockwurst, to do, which P, will tie okay, into the last Rockabilly. thing we're going to talk about, Doppelkorn. is, the way that you'll sort of track this Schön. is the same way as I've got Spekulatius, Zwiebelstück mit Stangengebäck. Guck mal. will tell me kind Bin of, zu blöd. Bin how zu unfit I am, bin right? zu blatt. Well, how fit I am. Zu dick heißt das, Unfortunately, at the oder? moment, it's mostly unfit. Brathähne gemacht und gegessen. That 2 would be Stunden lang hast du essentially one Brathähnchen of the gegessen. Glass, and then one of the Respekt. last Bombeer. things that we Energy talk about 5. as far as some of the stuff we're doing in Squadron is there's a complete ja, genau, wenn man stirbt. of the Moby Glass. Herrengedeck? And the first Ja, oder ein iteration is in Fakko. Squadron. There's Herrengedeck a ist ja sort of Pilz und cut-down Korn, oder nicht? set of apps in Ja, Squadron oder because Fakko, it's the military Fanta-Korn. Moby Glass, and you don't need all the Fanta-Korn habe ich auch getrunken, als ich 12 war oder so. Schokokross ist der but it's a Onduri. framework that we're building almost like a Arian, Kekse, so. Guck mal, wir sind nicht die Einzigen, die hier schnacken. Früher in den Diskotheken konntest du immer die Bedienung sehr schön verwirren, wenn du gesagt hast, mach mal ein Fakko. Wie ist denn das Mischungsverhältnis? Machst du 1:1. Halb. Halb.
how it looks and rendered, which is 5 Liter Fass aufgemacht. Gottschalk noch Zeit. Transitions much better before. Kaffee, hast du mal auf Uhr geguckt? Hier für einen Becher Ben & Jerry's, boah, die sind teuer, ne? Boah, Ben & Jerry's. Aber jetzt demnächst kannst du dir das leisten, also auf jeden Fall besser als Gas, als eine warme Wohnung, kannst du ja besser ein Ben & Jerry's kaufen. Gutes deutsches Wasser, ist geil. Playing the game, here's my mission assignments, here's the ship chat channel. The ship WhatsApp. Yeah, the ship WhatsApp, basically. Obviously the nav map that'll be in there. And Galactopedia. The Galactopedia, so you can look up, and then in the PU, Wie kann Slivovitz ablaufen? Das ist eine gute Frage. Potentially have a slight UI difference to be not the military version, but be the civilian version. In den du ihn in einen Kuchen kippst oder so. Dann läuft der Kuchen ab. One of the things that we've been really trying, und da irgendwas not draus just machst. on the Mobi, but on the HUDs. Was ist denn nochmal, woraus ist das gemacht? Das ist doch polnischer Wodka, oder was? Slivovitz, wonach schmeckt das? Share the same base code stuff, so it's easier to support and maintain. Because one of the problems right now in the PU is because it's a hodgepodge of the old system, which is the old sort of aber dann bestimmt nur noch kleine Dosen, ne? Die großen kosten ja 6 € oder so. Building blocks, it's really hard. Weil bestimmt beschiss mit dem Angebot. Right now, and so one of the big obstacles to doing features is actually the UI. 50% Klowasser und 50% Leitungswasser. One of the ways that we're really going to sort of just, clean the house. And weiß jemand, soll ich mal, ich kann ja mal den Chat aufmachen hier. Komm, wir gucken mal, wir belustigen uns mal. Guck da mal gerade rein. Yeah, I don't know if you want to say more. Definitely. Well, I'd roll the clip that we have, and we can. Da muss ich mal irgendwie hier bremsen. Oh, toll, jetzt toll. So the first page that you'll see that's coming up right now is kind of like the overview. So it's the overview of your player, it's the overview of your ship, and then it's like your primary objective. So and all of these that we call them are kind of shortcuts to the kind of the main focus areas. Alerts as you go to the other page. So you can see here we've got your messages. So this is kind of like the email client, and then on the right we've got kind of like the ship chat that's coming in with general ship chat from the AI, which again is kind of just making it believe that you're in this believable environment or a real life environment rather than just you alone. So responsive compared to the old one. Yeah, and it's just a lot cleaner, and the information. It's something that we've tried to be consistent across the HUD and the Mobi. So we want to make sure that we're giving you clean information. And you can see like the alerts. So the alerts are now cleared from the messaging app because we've read the messages, so it's gone. But there was an alert down on our mission side here, but now we've gone and looked at it. It's cleared. So that's the system. It's a framework. So like inside the, you'll get notifications or alerts. Oh, look, I got a new message over here. I'll click over to it. Now we're back. And the biggest thing as well is it's like in everyday life, everybody's pretty much interfacing with computers. They're interfacing with emails and, Google Chrome or, search engines, and everybody does it every day. So when we come to things like the Mobiglass, we have to have a level of familiarity that people understand. It's like, okay, this is intuitive to use. And it comes back to really the original message that we started this talk with. We want to make sure that the game that you're playing, we're removing the barrier to the entry, we're removing the complexity so that you can enjoy the stuff that you want to enjoy, that you want to go and do. You want to go and do missions, you want to go and get die fühlen sich richtig gut und erzählen das so und die glauben, dass die richtig cooles Zeug reden. This, where you go from player interaction experience to improve traversal, to improve HUD, star map. Free Jared. Mobi is a combination of that with where we want to provide all this different information. Free but we Jared. Want to provide it in a way that that you can go, we don't need to reinvent how you read emails. Jared. Or we don't need to reinvent how you understand a mission, or and you want to have the information at your. Free Jared. Like, okay, tell me what am I about to? Is my environment outside? Is it breathable? Yeah. Do I need a helmet? Is it hot? Is it cold? You look at an Apple Watch, or my wife has an Apple Watch, so she's got a Fitbit, and it's like, okay, this is your heart rate, and this is your oxygen. You need to have that information at your fingertips. And this okay, I can now plan for what I'm about to do. And coming back to what Chris said earlier in terms of, you're not just going to be all wearing heavy armor. Wir sind von 50.000 Zuschauern auf unter 24 gefallen. Let's go. You've got to decide what you need to take out with you on specific missions. It comes back to bringing all these things together
as a unified experience playing the game. And then you start to understand like why we've got an eating and drinking system, or actor status, or injuries, or readouts, and, you know, inventory, and holy shit, they're still going. The world. And when you put it, start putting it all together, which is kind of, we're seeing that glimpse in Squadron 42, because we're able to focus on that experience, not just individual features. You know, we're starting to not just see it, we're playing it. And I think that's what's really exciting to look at, to show you the progress that we're showing here today, is that nothing we've talked about SCSM Citizen, genau, Star Citizen, Sadomaso Citizen. Oh, we're going to do this in 2 years, or we're going to do that. A lot of it we've already done. Free Jared. We're in the position where we can go in there and play it and understand it and go, okay, let's tweak this, and let's start building on top of it of systems that we're really, you know, confident in, technically and from a design point of view, so that we can build on top. And we've got a very clear idea how they can scale in Star Citizen, because we've got the mini environment of Squadron, like the test bed of proving it out. And I think it's going to be a real benefit to the PU for when we push these features over, because also for the developers who are just specifically PU content, they've got an example of how to use these systems, and they understand how you know, other developers have already gone through the mix of putting it into the game, and now they go, cool, there's documentation, I know how to go to it. Yeah, I mean, I think that's a big thing, because, you know, as you're building the feature with the content means that, okay, you're doing the, you know, some of the traversal stuff we talked about. Well, here's where you're using it in Squadron, and here's how we use these different physical elements to make an interesting game experience. And that means that the PU team is now going, oh, Bierfass muss alle werden. Wo sind denn meine Jungs? Sind die noch da, oder sind die schon alle tot und eingeschlafen? Here's a feature, you figure it out, because großer Becher 2,98 und Penny einzelne Sorten für 2,99. Echt? Großer Becher. Von den Jerry's. Mounted darf ich gar nicht. Just features that didn't really have gameplay use associated with them. So, you know, I mean, there's a lot more going on in Squadron than just this, but we thought this is just a snapshot. It'd be very good to talk about some of the core gameplay things that we're working on, because we know that people are saying, hey, we'd like I wasted my Saturday for this. To use, or smoother or more responsive, and that's absolutely, we know, and we're working on, and the plan is it's ich glaube, der Chef war die Überraschung, ja. The PU as well as Squadron, and Squadron is Mitch van Hayden, basically, real rumba so that was our version of a short conversation about Squadron 42 and the benefits to the persistent universe. Before we let you go and get on to wrapping up our full day of activities, Chris, any final words you want to share with the Star Citizen community about Squadron 42, it's the co-development of 2 projects, how it'll affect Star Citizen? What do you got? Ich weiß nicht, well, Schlaganfall gestorben und it's incredibly challenging trying to have develop 2 games side by side, also while you're building the tech as well, and it's also incredibly rewarding. I have to say that the feedback, especially on the PU side that we see all the time, really helps inform as developers what we're doing all the time. And and it informs what we do on the Squadron 42 side too, in terms of some of the base mechanics, some of the areas that we go, okay, well, you know, we want to work on this thing. And really talked about this time. But, you know, for me, it's an incredible privilege to be building something of the level of ambition that we're doing on both Squadron, but also Star Citizen, because, you know, ultimately, I think that Star Citizen itself, in terms of an experience, in terms of how you can seamlessly go from sitting inside your ship, looking at your interior here, look at this Constellation Phoenix, and walking outside, to a planet and looking at the foliage and the trees and seeing them out in the distance and walking over and being able to actually go there rather than it just be a background that you can never reach. You know, the scope and scale, the sense of being able to go anywhere, do anything, that is something that most game engines and games generally just can't do and don't do. You know, they're limited to more limited spaces, and you know, we're utilizing in Squadron to give you a sort of single player experience that sort of feels like you're, you know, in a huge
play environment and system that you traverse around. I mean, we talked about, the various types of quantum travel you're using and all the different, down to the detail mechanics of picking up something off a desk and moving it over, and being able to build a system that can do that for the detail of fidelity that we're telling a really rich story in Squadron, but also a huge universe that you can exist in as a sandbox for everyone who a player is a complete, I mean, from a developer's standpoint, it's a dream. I mean, it's a dream I've had, my whole life. Being able to do it because we're supported by the community out there is something I'm always eternally grateful for, and it's the best job in the world. So as much as it can be difficult sometimes, as much as it can be frustrating when you see everyone bitching about something that's not working, or what kind of idiot did this, or which, doesn't this person know how to run a project, and all the rest of the stuff. Hier nochmal auf Mag ich zu klicken, Abo, Glocke, auch den Mitch nochmal auf, wo kann man die liken? Every developer reads everything, but you need a thick skin. I mean, at the end of the day, you have a vision in your mind, and we're lucky enough to be able to really so. Folgen kann man uns auf Twitch bei nerdsandgeeks.de oder auf YouTube bei der Verse Night. Normalerweise würde ich jetzt sagen, einfach mal bei uns unter verse.de gucken, aber die Seite ist momentan nicht erreichbar, weil wir mit Strato im Rechtsstreit sind wegen der Domain. Ehrlich? Also ja, da hoffe ich, dass die demnächst wieder erreichbar ist, die Seite. Im Rechtsstreit mit Strato, ey, da war ich mal vor 100 Jahren, die waren so scheiße. Ja, der Danny hat letztes Jahr im Frühjahr ganz schnell diese Domains irgendwie registriert. Strato hat da so ein Angebot für 1 Euro pro Domain. Und dann hat er den KK-Antrag gemacht, wollte mit den Domains umziehen. Dann hat Strato gesagt, Moment, du hast hier für 1 Euro das Sonderangebot gehabt, jetzt wollen wir von dir Einrichtungsgebühr von 250 Euro pro Domain haben oder irgend sowas. Was? Strato, super. Mein Schwager und ich haben jetzt auch wegen, ich hab ja noch einen Podcast, so einen realweltlichen ohne Star Citizen, und da haben wir uns jetzt registriert, haschenposten.de. Wegen der aufkommenden rauchbaren Grünware. Haschenpost.de, weil wir ich kann euch nur die Folge mal empfehlen. Wer noch einen guten Podcast braucht, um sein Gehirn mal baumeln zu lassen. There's more, spending more time in the game than there was last year, than the year before. I mean, ansonsten, jetzt Dienstag ist Verse Night. Mit, meinst du, wen wir zu Gast haben? Ja. Tobi Creates. Weiß nicht, ob du den kennst. Der ist gerade auch. Der macht ja eigentlich hauptsächlich Shooter, ist aber auch in Star Citizen aktiv und ist eigentlich ein netter Kerl. Den habe ich mal einfach eingeladen. Und ansonsten natürlich Recap jetzt zur CitizenCon. Ab 8:30 eben live auf YouTube unter Verse Night und auf Twitch unter nerdsandgeeks.de. Alles klar. Dienstag 9:30. Einschalten. So, while it is challenging doing these two games together, it's also nochmal so einen Link posten, was kann ich kannst hier. Over the next few years, because we got a whole bunch of really cool stuff coming down the pike. Der Stormaster macht das bestimmt. Nerds and Geeks und Verse Night, aber verse.night.de geht nicht, also YouTube-Kanal von... Noch kann ich. Video games. Ja? Strangely, video games get this reputation of dann hat der Bot das so difficult. It's YouTube lässt das nicht zu. Pain or whatever, but no, video games are fun. They're creative. They're expansive. They're collaborative. Da macht der Bot das nicht. Dann darf ich das hier nicht. There's nothing else like it. No other industry in the world would have a weekly behind the scenes documentary series that I now get to do from a spaceship landed on one of Pyro's planets. Rich, you want to try to follow unseren Podcast schon so the only one thing I would say is that even though we are focused on Squadron 42, we still read all of the feedback in, the spectrum online, the comments or Reddit.
So wir sind auch auf, wir sind auch über iTunes und Spotify zu finden. As forefront in people's minds, such as like the interaction Musst du noch Google anmelden. how you interface with the game and controls and the action queuing and traversal. Ja, dann hast du die and I think the biggest takeaway for me when we start to look at all these features is that ich weiß gar nicht, ob don't think of it as Google feature. It's so relevant ist. We're making the game. Ich höre selber die meisten Podcasts über Google. And we can sit down and play it. And while Star Citizen, there already is a game there. Kann ich noch machen. Und wenn du Apple, Google und Spotify hast, dann kommen noch die ganzen anderen automatisch dazu. Wie Amazon und so weiter, die greifen da auch die Datenbanken ab. Ach, okay. Ja, dann hast du natürlich noch die so ihr Extra-Kram machen, wie Podcast.de, Deezer oder iTunes. Die sind ein bisschen blöd. Da habe ich bei der Worstnut die Erfahrung gemacht, dass die dann zwischendurch auf einmal nicht mehr die Folgen aktualisieren, weil die Cronjobs bei denen rumzicken oder sonst was. Okay. War bei Podcast.de war es lustig. Da habe ich den Support angeschrieben, habe eine Nachricht gekriegt, habe den 2 Tage später geantwortet und dann hat derjenige, der mich angeschrieben hat, dort nicht mehr gearbeitet. Da wusste keiner, was ich wollte. If you're a developer, it's something that's really important because you've got to make sure that your game is. If they're not talking about that aspect of the game, then you've done so it ähnlich was bei dieser auch. Dieser hat gesagt, da hat ich die angeschrieben, hier, irgendwas funktioniert bei euch nicht richtig. Nö, also laut Datenbank ist er hier eingetragen. Oh, habe ich zurückgeschrieben, ja, ist ja gut, aber er funktioniert nicht. Keine Antwort mehr. Super. But all this stuff is coming to the persistent universe at one point. The stuff we've been able to show you, the stuff we haven't been able to show you today. And if you're surprised by the skills part in particular, like we just kind of TV schaut doch keiner mehr. Das war eine Großmutter, schaut zu 80% YouTube, ja. Dank dem Nachwuchs. Ja, ist lineares Fernsehen stirbt aus. So if you've already gone to Spectrum 30, 40 Jahre. your YouTube thumbnail and added little red laser eyes, so, was haben wir? Hier kommt noch was? Oh, that last part's okay, but everything else, we just ask that you hang tight and give us the benefit of the doubt. It'll be fine. So yeah, so thank you, Chris. Thank you, Rich, for taking the time to talk a little bit of Squadron 42 with us and how it'll affect the PU. We are just about to wrap up our entire CitizenCon day here. But before we do, I want to throw it back to a video that we opened today's show with. It was a bunch of our developers and staff at our 5 studios around the world. Talking about all their favorite things of the Star Citizen community. So we'd like to play that for you one more time. And when we come back, we'll put this whole baby to bed. So take a look. Tell you what my favorite thing about the community is? What am I gonna say? It's gonna sound cliche, but they believe as much as we do. I love them because they continue to support us. It's the only thing that's kept me going. I've seen a lot of games and I've seen a lot of invested players, but they're right there with us throughout the whole process. It's unlike anything I've ever worked on. The thing I really like the most about the community is how welcoming they are. To new players entering the verse for the first time. New players come every day, and I find that they're always happy to show people the ropes. Jake Acapella, very wholesome. When I first did the CitizenCon, where I got to fly the Carrack, everyone was so supportive, and the cheers I got when we were flying through that wormhole was unbelievable. Their effort they put into, like their creativity. Such as building a simulator inside of an entire RV or... Machinimas. I love watching them on my lunch break. I enjoy watching the videos on the content. There was one recently on Twitter where it was like the 100 players entering the atmosphere that just looks really grand. I love all the memes. Some of the incredible fan art and passionate drive that you see come out of them is fantastic. How they come up with crazy ideas each and every day and surprise me. I really like all the crazy shenanigans they get up to in the PU. I can't cuss, can I? The new and exciting ways they find to break shit. Just the random stuff that you do. It's not like gameplay we intend. People doing crazy stunts in their ships. I'm from the character team. That's why I think it's cool when they show off all the ships, because that's really the only time I get to see them. They create the community by themselves, and that's really, really cool. My favorite thing about the community around events. Going to Bar Citizen. It's always fun to meet some of the backers. They've all been lovely to me in person. Even if they're like really frustrated, you can tell it's just, they have so much love for it. I really like when the community is very
detail-oriented about our work. To see how excited they are about our progress. How much inspiration we get from them, from their ideas. I love the genuine enthusiasm. The quick turnaround on feedback. I love that. And how they're always interested in what's coming up. I especially appreciate the people who are able to keep track of dates. They, call us out. It really impacts our decision-making process for, what did we do right? What did we do wrong? It is the most rewarding thing in the entire development process. We're not making the game alone. We're making it with the community. Still keep fighting us. They really do make all this possible. In Wirklichkeit kotzen die alle, wenn I'm living the Community dream. abgeht und We all Shitstorm My favorite thing about the community, it'd be impossible for me to narrow it down to one. And if somebody said you had to, I'd probably just turn and walk away. And the community is at the heart of everything that Star Citizen is. So we've got one final addition before we wrap this up. The Community Hub was first introduced way back when, in 2015, 2016. I thought I had it, but I'm realizing I don't remember. It's needed some love, some TLC, some extra handling for some time. And finally, we're about to roll out Community Hub 2.0. So I'll throw it to Tyler and our friends at Turbulent to tell you more. Hi everyone, my name is Tyler Whitkin and I'm the Director of Community at Cloud Imperium Games. Each and every day we're taken aback by the tremendous amount of creative community content coming from all of you. From a small 3D printed MSR that fits in the palm of your hand, to a full-size replica sandcastle of a 300i. No joke, someone actually did that. In fact, maybe they can pop it up right here. Wow. On the community side, we've always felt that if our developers were going to push the boundaries of what's possible with technology, that we needed to match that level of ambition with the engagement and tools that we provide to help the community thrive. With the incredible amount of creative content flowing from our community, it was a no-brainer that we needed to find a better way to support that. So, we've teamed up with our good friends at Turbulent to completely rebuild the Community Hub, and we're very excited to show it to you today. The team has been hard at work and focused on building out a completely new platform that will make both sharing and browsing content easier than ever before. To build this community hub, we really try to keep the Star Citizen identity, see what was good for the community and what they would like. This is where most people will go when they want to search for new content or discover new people who play Star Citizen and make posts in the community hub. So it's a very good place to engage with others. We want the community of Star Citizen to have this space that they deserve outside of the game, to keep talking and creating about the game, share and comment with each others. Now, I know I'm a little biased, but for these reasons and for many others, I believe that the Star Citizen community is the best and the most creative community in all of gaming. In fact, if you agree, go ahead and drop an 07 in chat. Go ahead. By the way, this bit is pre-recorded, so I'm going to assume that you are spamming chat like crazy right now. Thank you. Don't let me down. When creating a new post, you'll be able to choose between 3 post options. So that would be an audio, a video, and an image type of post. Inside of them, you'll be able to obviously put a title and description in there, but also to pick and choose from a variety of different categories your post relates to. And that comes and play into the Discover page. On the Discover page, you can browse over all the content. You can also filter content with your preferences. For example, if I want to see only videos that are about cosplay, I can now filter that and find only videos about cosplay. And I can also sort them by popularity or by date. When you first arrive on the Community Hub, you arrive on the homepage, which features top trending content as well as posts from people you follow. Because yes, you can now follow people on the new Community Hub. You have a live stream section, which you can see the top players who play Star Citizen right now. You have a tutorial section also on the front page, and there's also the sidebar. And it's not just all about screenshots, videos, and crafts. It's also about the human connection we make with like-minded spacefarers that we've met along the way. It's about friendship.
Personally, for me, I've made countless meaningful connections with so many people that I otherwise never would have met outside of this community. And many of those connections I know I will cherish and carry with me for the rest of my life. And I'm confident that many of you have similar stories, which is exactly why it was vital to us to find better ways to keep you all connected with one another. The Community Hub is a place of creativity and exchange between all the Star Citizen players. The team has put a lot of work in it. We're working on it since quite a long time. We really put a lot of love and care in this, and we really hope the community will enjoy as much as us. So you can head over to our website, dive in, check out all the new features, break the new features. It's okay, it's part of the process. And as always, we want to hear your thoughts, so make sure to head over to our dedicated feedback thread on Spectrum and let us know what you think. And this is just the beginning. We've got so many cool things planned for the months ahead, such as site-wide notifications, a massive shared content calendar where you can sort between official CIG events and community-created and organized events, and so much more. And the best part about the new Community Hub? It's live right now. And if I'm not mistaken, that new version of the Community Hub should be pushing live right about now. Or now. I don't know what time my watch is saying. It says it's like 12:30 in the morning. One last thing before we let you go, because we got more endings than a Lord of the Rings movie. Atmo Esports is running our 10th anniversary racing event, the new Babbage Bash, or the Babbage Bash, or something like that. That's immediately following this stream. We got a short video just telling you a little bit about who they are and what they do. So let's throw it to Atmo. Atmo Esports operates a little differently. Born from emergent community events like the Demo Rally, the natural progression was to create esports events within an emergent environment and provide tournaments for esports teams in a unique way. All right, here we go. Every step you can count on me, every step you can follow. Whoa! Oh, baby, let's get this race started, guys. Let's go. Atmo volunteers create events within massive sandbox gaming environments, and we work with talented community gamers to supply supporting roles such as camera crew, shoutcasters, event organisers, and so much more. Our team is a group of passionate professionals from all over the world, all with gaming in their veins. We operate purely online, and everything we do is created collaboratively. It's gonna change the way we play the game. 5, 4, 3, 2, 1, go! And well, that's it. Another CitizenCon in the bag. The debut of our new home for our evergreen, recurring weekly video content for the foreseeable future. Hope you enjoyed it. There's a ton of information that I'm sure is going to feed our content creators in the community for months and months to come. But the last word on things shouldn't come from me. Let's throw it over to the peanut gallery, to our esteemed group of guests and visitors. Chris, oh, shoot, hold on, let me get in here. There we go. Get in here, get in here. Hey, what do you want to say? I think I've said quite a lot already. I don't really need to see that much more. You can do like 10, 15 minutes more. Well, let me start with back in 2000. All I'm going to say is that we wouldn't be here without all of you out there that have supported us over these years and believed in the project and the world and the universe that we're doing. I know everyone that meets everyone from the community out here really appreciates the sense of support and love that everyone puts in from your side and also from our side into the project. So we really appreciate that. This year's CitizenCon didn't quite have the big flashy demos that we've had in the past, but that's mostly because we've got a huge amount of people heads down working on getting Persistent and streaming out, and 318, which hopefully we're going to go to Evocati this coming week, right, Aaron, we think, maybe? We're absolutely working on it. All right, so we'll see Guillaume over here. He's not Mike, so he can't really say much. But he's our Director of Development on Star Citizen Live. So we're working hard on that for this year, and that's going to be a massive patch with a lot of really cool features and gameplay in it. And of course, we're working very hard on Squadron 2. But
It's been a great time. It's been an amazing ride so far. I'm looking forward to the future. Was ist denn Kornalski? Yes. And thank you very much. Happy birthday, Star Citizen. Happy birthday, the community. Happy birthday, Happy birthday. Star Citizen. Naja, da stoßen wir mit an. Ich bin auch schon 10 Jahre dabei. Let's throw it to Atmo. Bye, everybody. Goodbye. Bye. See you next year. Bye, everyone. Tschüss. Auf nach Atmo. Das war's. Okay. Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? So, wir haben noch eine kleine irgendwas für euch. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt einfach rüber. Ja, wir wechseln jetzt einfach mal rüber. So, mach ich mal F11, dann mach ich mal C. So, wir haben nämlich geplant, uns jetzt mit den ganzen anderen Content-Creatern zusammenzusetzen und unsere ersten Eindrücke Revue passieren zu lassen. So, ich betrete jetzt den Sprachchat, damit wir uns auch hören. So, bin ich hier der Einzige? Ich bin der Einzige. Wo bist du? Komm, Creator Talk. So, dann mach ich das mal so. So, hier. So, wir sind die Einzigen bis jetzt. Das ist schon gut. Ja, Ole, wir sind die Ersten. So, da kommt Ogles, Sitko, Dakasko. Ja gut, sein wunderschön. Ja, Hallöchen, ihr Lieben. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir warten jetzt noch mal so ein bisschen, bis alle eintrudeln, aber wir wollten euch alle mal Hallo sagen, weil ja jeder Community Creator immer so ein bisschen für sich streamt und wir sind ja eine fantastische gemeinsame Community und deswegen dachten wir uns, komm, wir treffen uns alle mal und sagen mal gemeinsam Hallo. Aber ein paar fehlen noch. Mal gucken, wer noch eintrudelt. Ja. Ich hätte noch eine Kamera im Angebot. Pass mal auf. Ich habe noch eine Kamera im Angebot. Wieso nimmt er die nicht? Ja, guck mal, da bin ich für euch vom Greenscreen. Das ist aber nett von dir. Oh. Ne? Hallo. Hi. Damit aber das ist ja nur für uns, ne? Das ist ja für Discord, ne? Ja, ich habe grüß dich. Ich habe einfach den Discord Pop-Out gemacht und zeige den hier auf meinem. Ich habe jetzt ja den Monitor, den ich streame quasi. Wollte gerade sagen, Astro ja ist auch nochmal reingekommen. Mensch, das ist ja schön. Das freut mich aber. Ich genieße gerade den Zwetschgenkuchen meiner Frau. Oh ja, Zwetschgenkuchen. Ist frisch gebacken aus dem Ofen, noch ganz warm. Seid schon. Nice. Grüße. Ich habe leider keine Cam mehr für euch. Warte doch, ich kann euch eine andere Cam geben. Solo, hi. Wir haben ein Problem. Minjo kann nicht rein. Der sagt, er hat keinen Zugriff auf den Link, weil nur 10 Leute rein können, oder? Nee, 25. Nee, eigentlich nicht. Ist der denn hier auf dem Server? Nee, der ist nicht auf dem Server. Der muss auf dem Discord-Server sein, weil er die Rolle braucht. Ah, okay, warte mal, dann gebe ich da einfach, mache ich den schnell einen Einladungslink und dann... Du es. Ja, du. Ja, sehr, sehr geil. Finde ich super, dass das geklappt hat. War so eine fixe Idee, finde ich echt klasse, dass wir mal so zusammenkommen. Aber von langer Hand geplant. Ja, genau. Super. Geplant. Sehr schön. Ja, guten Abend zusammen. Erstmal, ich werde euch jetzt hier gleich noch einblenden und auf jeden Fall 6 Stunden haben wir jetzt hinter uns schon, ne? Etwas über? Ja, 12 Stunden. Respekt. Wir sind schon seit, 12 Stunden, 12 Stunden, 5 Minuten sind wir jetzt schon am Start heute. Wow. Respekt. Also, wir sind jetzt gerade 6,5 dabei und ich merke es auch schon im Sitzfleisch. Ja. Oh ja. Wir haben eine gemütliche Couch, wir haben jetzt auf der Couch gestreamt hier zu zweit und Astro mit Cam und Minjo drinne und Couch geht eigentlich, ist gepolstert. Ich habe gehört, bei euch wurde Whisky konsumiert. Ja. So. Musst du mal vorbeikommen, Sawyer, ist doch kein Problem, du bist doch immer in der Gegend von Dresden. So, bei mir gab es 2 größte Fragen. Die erste war, übersetzt Astro die Panels? Nö. Das war das Erste. Ja, weil ich habe gesagt, ich mache es auf keinen Fall. Also das erste Panel mache ich auf jeden Fall. Da gibt es auch schön Exkurse zu bauen, Displacement Mapping, Height Maps und diese ganzen Geschichten. Da steckt auf jeden Fall Potenzial drin. Beim Rest weiß ich noch nicht. Nachvollziehbar. Ja. Astro hat am meisten abgerantet von unserem geheimen Chat.
Ach, das durfte ich nicht sagen, die zweite war noch, vielleicht wisst ihr das ja, wann kommt denn das Fahrzeug? Wo ist das Fahrzeug? Ja, das sollte es reinkommen. Wunderschönen guten Abend, ihr lieben Menschen. Hallo. Hey, Hallo. Wunderschön. So, wann kommt das Fahrzeug? Das ist jetzt drin. Ja, es sollte drin sein. Sie nehmen es jetzt fürs Racing. Für das Racing. Sehr gut. Genau. Jetzt sollte es da sein. Ja, das Besondere an diesem Zusammentreffen ist jetzt natürlich, dass wir, wie viele Streams haben wir jetzt noch gleichzeitig? Ich glaube, bestimmt 5 oder 6, ne? Oh, das ist eine gute Die dann noch live streamen. Ein paar, ja. Wo ist der Zeigshot jetzt hin? Ja, hebt mal alle die Hände hoch. Ich heb die Hand, aber das sehen nur meine Leute im Stream. Also ich heb meine auch hoch. Ich bin mal so frech. Sawyer, streamst du auch? Ja, wir sind auch aber live. Sitko, du bist auf YouTube, ne? Ja, genau, YouTube und auch so ein bisschen auf Twitch, aber da sind nur die Leute, die wirklich nur Twitch gucken, die habe ich gesagt, komm hier. Der Greycat STV ist jetzt zu kaufen, hat gerade jemand geschrieben. Ich habe mal kurz eine Frage für Minjo. Welche Rolle muss denn der sich geben? Wie macht denn der das bei dir? Der ist jetzt drauf, aber der weiß nicht, was er als nächstes machen soll. Und warte, ich mach das. Danny hat dasselbe Problem. Minjo. Ja, der Theokolis, das ist mein Moderator, den wollte ich rübernehmen. Grüß dich, oh Gott. Jetzt kommt er schon mal rein, auf jeden Fall, Minjo. Hallo. Und Danny müsste eigentlich hier reinkommen. Kommt er nicht? Ja, guck mal im Chat, da hat er gerade geschrieben. Das ändern wir sofort. So, ich lass mal uns das ab im Hintergrund laufen. Ich wechsle mal wieder auf die Couch rüber. Panel war eigentlich, schütten wir uns nochmal Whisky an. Saya hat gerade schon gemeckert, ne? Dass wir Überhaupt nicht gemeckert, das war mir der Neid. Der war so, ich will auch mit dem Whisky. Jetzt soll er rankommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich keinen hätte hier, aber er steht ziemlich weit weg und ich habe gerade keine Lust, mich zu bewegen. Aber Prost, ja. Cheers. Prost, ja. Vielleicht ist denn wieder mal so lieb. Ja, schön. Wie fandet ihr es denn im Vergleich zum letzten Jahr? Gut eigentlich. Es war zum Anfang nicht gewesen am Ende, ne? Ja, aber es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Es kommt ein bisschen drauf an. Also im Endeffekt muss man ja sagen, die haben ja schon vor Wochen und Monaten gesagt, dass dieses Jahr bei der CitizenCon nicht viel sein wird. Dass sie ja in der Entwicklung stecken für PES, Squadron 42 und Server-Meshing. Das haben sie ja in Spektrum und in den SC Lives haben die das ja groß und breit erklärt. Und offiziell war ja auch nicht weiter announced. Also, und dass halt Chris Roberts jetzt 2 Stunden über sein Lieblingsprojekt gesprochen hat, was ja sein Baby ist halt vollkommen nachvollziehbar. Es ist halt schade, dass es ein bisschen wenig Bildmaterial gab, aber man hat die Passion von ihm, man hat seine Passion halt super gemerkt. Man merkt halt, er hat halt immer noch die Leidenschaft wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren, wie vor 30 Jahren und dementsprechend bin ich im weitesten Sinne eigentlich recht zufrieden damit. Also für mich passte das. Also im Gegenzug zu letzten Jahr war es auf jeden Fall kurz und knackig zum Anfang. Alles drin, was man braucht, so die einzelnen Panels, war ziemlich cool. Zum Ende hin ja etwas lang gezogen, weil der Chris hört sich schon gerne reden, aber war sehr informativ, klar. Ja. Aber so, ja, super gemacht. Letztes Jahr war sehr lang und extrem auch irgendwann ging gar nichts mehr. Da ging es ja, glaube ich, bis 1 Uhr oder so. Wir haben letztes Jahr gesessen, 3 Uhr, Danilo, oder? Ja, 8 Stunden, oder? Wir waren 2:30 Uhr waren wir fertig. Ja. Für mich war wieder ein ähnliches Problem, was sie schon lange hatten, immer wieder bei CitizenCons, wo es auch mit Chris Roberts und solchen Überraschungssachen war, dass sie den Überraschungsteil natürlich als Ende hängen müssen, weil es ja ein Überraschungsteil ist aber und man ja auch nicht so. Aber eben. Naja, es es war ja Chris Roberts nicht angekündigt und so weiter und so fort. Aber letztendlich, dieser Teil am Ende, natürlich, da ist die Aufmerksamkeit von allen schon ganz weit runter. Man ist einfach schon müde von 5 Stunden vorher. Und sie haben Tony Z, ne? Wie letztes Jahr, aber genauso. Sie haben Dinge erklärt, die in jedem Spiel auch normal sind. Also erklärt, was der Spieler will und wann er drückt und wann er guckt und wann er sich bewegt und so. Und der Mitch hatte das vorhin bei mir, der Mitch und ich streamen ja zusammen, wir sind auch noch live. Mitch hat das so schön gesagt, wenn die das andersrum gemacht hätten, die zeigen das Filmchen,
Ne, hat der Mitch gesagt, zeigen das Filmchen und dann erklären sie kurz dazu, warum sie und was sie da gemacht haben. Also das mit dem Greifen was sie sich und dabei so, gedacht haben. Genau, und nicht so andersrum. Weil du hast 20 Minuten, hast du was irgendwie erzählt bekommen, das ist meine Vision, dann musstest du dazuhören und versuchen zu verstehen, was will er mir denn jetzt sagen. Chris Roberts ging ja noch, aber der andere, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ging gar nicht, weil der wirklich... Rich Tyra. Ja, das ist auch so ein Selbstdarsteller. Ja, der hat sich gerne selber sprechen gehört. Und dann, nach 20 Minuten, kommt 30 Sekunden Filmmaterial und du denkst, okay, gut. Und dann hast du bei jedem zweiten Thema hast du dir gedacht, das ist doch schon alt. Habt ihr uns mit der KI damals verarscht? Jetzt geht sie endlich und damals war es nur geskriptet. Schön, toll. Ja, oder auch mit den Animationen. Guck dir das neue Call of Duty an. Das ist jetzt das 19. Call of Duty. Okay, also seit Jahren gibt es das. Sie haben Assets gesammelt ohne Ende. Aber da sind die Animationen auch sauber gehen ineinander über. Sauberer als jetzt gerade bei dem, was ich gesehen habe bei Star Citizen. Also sollen sie sich da jetzt nicht selbst beweihräuchern und sagen, ja, wir machen das alles ganz toll. Und die KI ist weg. Und die wird jetzt super. Ja, das machen die noch toll. Da bin ich sicher, aber dafür muss nicht 20 Minuten, 25 Minuten geredet werden, bla bla bla, und dann kommt 20 Sekunden Video und du denkst, komm Jungs, echt. Aber ging es nicht um NPC-Mechaniken praktisch? Ich glaube, die NPCs an sich, das hatten sie ja mal erklärt, die sind nicht schlecht, das sind nur die Serverabfragen, die einfach nicht, die können die nicht übersetzen. Ja, gut, bei den NPCs jetzt als Beispiel ging es einfach darum, dass sie obendrauf die Schicht quasi abgetragen haben und neu gemacht haben. Ich glaube aber, es hätte, egal wie herum sie es darstellen, ob sie nun erst die Videos oder erst den Talk gemacht hätten, es hätte die Situation nicht verkürzt, weil die beiden reden einfach gerne. An der Situation hat sich nichts geändert. Ist euch aufgefallen, wie oft Jared in die Kamera geguckt hat und gegrinst hat, so nach dem Motto, help mich raus, hol mich raus. Jedes Mal. Und im Chat lief die ganze Zeit durch Free Jared. Ja. Da machen sie ja auch, da macht er ja schon einen Joke draus seit Jahren, wenn er mit Chris Roberts da zusammensitzt. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, habe ich nur gedacht, ja, mutig. Weil jeder, der Chris Roberts kennt, weiß, dass das so läuft. Also das ist doch jetzt nichts Neues. Wenn du dem kein Skript in die Hand gibst, ja, genau. dann wird das genau das. Ich habe dem beim Interview eine Frage gestellt und der hat 10 Minuten geantwortet. Das ist logisch und ich dachte nur, okay, mutig, dass sie das jetzt am Schluss machen, weil kaum einer kann natürlich dem allem noch zuhören. Also selbst wenn es noch die eigene Muttersprache ist, kann man dem schon nicht mehr folgen nach 5 Minuten. Das ist ja klar. Wir haben noch einen Gegenpol dazu setzen müssen, als jemand, der genauso tickt. Das ist ja das Problem. Ja, absolut richtig. Genau, und der Richard Tyra ist halt tatsächlich auch wirklich in dieser Art, wie Astro schon sagte, auch, oder wer es jetzt gerade war, der hört sich schon gern reden, das merkt man auch bei den Videos so, hat da dran auch Spaß, ich meine, man merkt seinen Enthusiasmus, was ja eine gute Sache ist an sich, aber die beiden zusammen, wenn wir jetzt noch Toni Z da sitzen, würden wir jetzt so um Himmels Willen, dann wären die immer noch dran und wären gerade beim zweiten Thema erst. Und vielleicht das wäre doch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, also ich meine, es gibt viele Menschen, die sich genau für diesen Part der Entwicklung ja interessieren. Ja. Und dementsprechend, nur weil das jetzt vielleicht nicht unser aller Interesse jetzt vielleicht 100%ig entspricht oder weckt oder weil wir vielleicht eine andere Erwartungshaltung hatten, würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, dass das too much war oder dass das zu viel war. Ich fand das halt sehr erfrischend, mal als Bäcker der ersten Stunde zu sehen. Also ich habe ja damals die Kickstarter-Kampagne mitgemacht, dass immer noch diese Leidenschaft im Unternehmen von all diesen Mitarbeitern, wie sie waren, da waren und vor allem vom Geschäftsführer und dem Verantwortlichen für Squadron 42. Natürlich war es ein bisschen zäh zwischendurch, aber die Euphorie, die hat mich auch wieder ein bisschen gepackt. So, ich glaube, ich das ein bisschen sacken lassen und ich finde das immer noch schön, dass nach 10 Jahren immer noch so viel positive Energie für das Projekt da ist, egal ob sie sich selber gerne reden hören oder nicht. Und das hat auch wieder mehr positive Energie auf mich und wie ich das für mich in Zukunft weiterhin behandeln werde. Also ich fand es für mich halt gut. Er wollte halt auch nicht spoilern, ne? Ja. Also letztes Jahr haben wir gar nichts bekommen und dieses Jahr wollten sie halt irgendwas bringen und dabei halt im Zwiespalt, also so hat es sich für mich angehört, dass sie wollten nicht zu viel zeigen, aber trotzdem dem Menschen irgendwas hinwerfen. Und wir haben ja schon ein paar, die kurzen Sachen, die gekommen sind, die sahen doch echt toll aus. Also ganz ehrlich, klar, es ist langatmig und er hört nicht auf zu reden und du denkst, scheiße, Mann, komm jetzt bitte echt jetzt. Aber es braucht's. Ich find's toll. Wir haben wenigstens was bekommen. Und die Panels davor, die waren alle mega super. Bevor das der Herr Roberts gekommen ist und so lange gelabert hat, wenn sie dann gecuttet hätten oder einfach alles reingepackt, das wäre der letzte Part von ihm ein bisschen kürzer gehalten. Das wäre perfekt gewesen, meines Erachtens.
Ja, man kann es den Leuten aber an der Stelle dann auch leider nicht so recht machen. Ja, Viele ja, meckern ja, genau. dass der Chris Roberts sich so raushält und gar nicht mehr vor die Kamera tritt. Und dann kommt er mal und dann alle, Ja, genau. redet zu viel. Ja. Da Ja, musste ich also- auch wirklich lachen. Da wollte ich euch mal fragen. Also bei uns war das allererste, was hier direkt beim Streamstart war. Ja, also man hört ja gar nichts mehr von Chris Roberts und wann kommt er denn? Und der ist ja auch gar nicht angekündigt für diese und überhaupt und ich möchte die aber jetzt mal wirklich sehen, ja? Und dann sehe ich die Emojis hier, wenn er dann irgendwie 20 Minuten redet und die Leute so und ich denke so, ey, kommt doch. Also bitte, ja? Mal ist Ja, heiß, das mal ist ja ist genau das kalt. Problem, genau. Also es ich war muss auch schon- sagen, ich fand das ganze Ding super geil. Also von vorn bis hinten, ich fand es mega spannend. Man denkt die ganze Zeit nur so, oh, gib das her, ne? Also auch diese Kleinigkeiten wie das überarbeitete Mobiglas, ne? Und das ist alles so, oder das Scannen im FPS-Bereich. Ich habe schon die Hälfte schon wieder vergessen. Das ist so, als wenn man 3 Filme hintereinander im Kino guckt und dann über den ersten Film reden soll. Das ist, ne? Also, aber wie gesagt, ich fand's mega cool, von vorn bis hinten. Super interessant. Echt. Aber es war doch mal wieder ein super Ausschnitt sozusagen aus der Community, der Star Citizen Community, ne? Erst meckern, erst meckern, aber dann gar nicht wissen, warum sie meckern und zum Schluss irgendwie meckern sie, dass sie ein Audit bekommen haben, worüber sie endlich gemeckert haben. Ja, Chris Roberts, genau. Wir haben ja gerade schon das auch ein sieht man bisschen dann ganz drüber geredet. Ich glaube, was vielen einfach geholfen hätte, wäre wir haben noch ein Special Panel und das dauert 1,5-2 Stunden. So. Also, dass die Leute Oder zumindest 4. damit planen können. Genau. Ja. Ich glaube, das hätte vielen geholfen, weil sie dann Aber zumindest Zeiten gewusst stand hätten, ja auch okay, gar ich darf nicht mich hier jetzt noch 1,5 Stunden hinsetzen und warten, bis sie fertig sind. Nee, das haben sie anders gemacht. Letztes Jahr standen ja immer die Zeiten drin und das wurde ja gar nicht eingehalten. Aber ich muss sagen, also die ersten Panels, die waren eigentlich genau richtig. Genau die richtige Länge, alle guten Informationen. Und zum Schluss halt das. Aber ich finde es gut, dass er überhaupt da war, weil letztes Jahr hast du gar nichts gesehen von ihm. Und das fand ich sehr enttäuschend. Also dieses Jahr war es schon gut. Ich dachte so, okay, kurz zum Anfang. Naja, okay, aber er war da und dann kam es halt zum Ende nochmal. Aber das, Ein so ein inhaltlicher Eindruck, wo ich endlich von mir selber beeindruckt war, dass ich das zweite Panel mit den unterirdischen industriellen Anlagen, dass mich das noch mehr gehypt hat als das erste mit den großartig aussehenden Planeten. Aber ich war irgendwie gewohnt, ich hatte schon in der Erwartung, dass Planeten toll aussehen werden, wenn ich sie sehe. Aber dieses Untergrund da, das hat mich richtig abgeholt. Also da bin ich total gespannt drauf. Auf Vor allen Dingen, das haben sie ja schon gesagt. Und sie haben ja Ehrlich, gesagt, dass das in Basenbau letztendlich mit einfließen wird. Ne? Sie haben ja schon bestätigt, dass Basenbau auch unterirdisch stattfinden wird. Und wenn das in diese Richtung geht, Wahnsinn. Das kann ich überhaupt nicht glauben. Ich sag mal so, wie es ist. Ne? Ich mit Jörg als Pirato, ich werde mich freuen, wenn ich bei euch mal vorbeikomme und an die Tür klopfe. Also von daher. Du meinst an die Bunkertür. Den Bunker. Aber weißt du, Gux, du hast recht, es waren nur Bilder, das ist richtig. Aber ich meine, das kennen wir doch, das Spiel. Ich meine, das kommt. Ich glaube auch, ja, das kommt. Genau. Es ist super, ja. Aber wie lange, es ist toll, dass die uns das zeigen. Mit den Untergrundfacilities. Aber es war nur Concept Art. Und wie lange warten wir auf Housing von NPCs? Nee. Rumlaufen? Das war nicht nur Concept Art. Sie haben da auch noch was gezeigt. Die sind schon ein bisschen weiter. Das Whitebox oder Greybox-artige und wo dann das ist schon viel. Nee, aber ja, selbst ich verstehe schon, was du meinst. Aber und es ist riesig. Und brauchen wir diese Mission? Das brauchen wir vielleicht. Ich weiß nicht. Brauchen wir diesen Bunker? Also diese Art von Bunkern? Und dann sind die ja auch wahrscheinlich. Auf jeden Fall, genau. Sind die ja später auch zusammengesteckt. Höchstwahrscheinlich mit irgendwelchen Automatismen. Also mit, so wie auch System halt. Genau, Stationen auch zusammengesteckt werden und so weiter. Wie viel Energie geht da auch wieder rein? Ich fände geiler, wenn die Housing-Sachen dann mal fertig werden, anstatt noch ein unterirdischer Bunker. Und der so groß ist dann. Die dann so groß sind die ja alle so groß. Was meinst du mit Housing? Ja, NPCs, die auf dem Mond oder auf einem Planeten wohnen und so weiter. Ja, die dann aber das kommt ja schon. Das haben sie ja schon gezeigt. Das ist ja schon fast fertig. Aber das ist ja fertig. Das kommt ja mit Pyro. Das ist ja schon fertig. Das haben sie doch mal in der letzten CitizenCon-Demo schon gezeigt, oder? Das ist ja schon fertig. Was sie ja schon gesagt haben, ist, sie geben uns in dieser CitizenCon Einblicke, die weiter in die Zukunft sind, als es sonst der Fall war. Ja. Und ich glaube einfach, dass das jetzt so ein Thema ist. Natürlich fokussieren sie sich jetzt auf Themen, die in der 4.0 kommen, wie die Derelict Outposts und eben die Homesteads und Co., weil die in den nächsten Patches kommen werden. Während sie aber uns einfach schon mal zeigen wollten, das ist wieder on the road.
Ja, aber dafür ein Panel machen mit Concept Art, weiß ich nicht. Ja, aber das ist Panel mit Concept Art für ein Riesenbunker. Der dann überall. Und dann muss das ja auch, das ist ja Concept, Bearing, ich wollte noch sagen, Bearing stand drauf, dann habe ich doch vorhin, schon gesagt, da gibt es ja die ganzen verschiedenen Konzerne, die dann auch wahrscheinlich andere Bunker haben, die dann anders aussehen und so weiter, ja, die sich jetzt dann wahrscheinlich auch unterscheiden. Also andere Underground Facilities. Boah, ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Aber wo ist das, wo kommt denn da deine Negativhaltung dafür her? Ja, also Negativhaltung nicht. Ich kann mich da nicht dran so hypen, weil Sawyer gesagt hat, boah, total super. Aber musst du ja auch nicht. Einer find's geil, der andere nicht. Genau, so, und ich fand halt das Panel völlig überflüssig. Also ich fand das kam nämlich gerade so rüber, so nach dem Motto, ja, das sind so viele Details, das brauchen wir nicht und deswegen wollte ich noch mal nachfragen, dass es in der Größe, aber brauchen wir dieses Panel, brauchen wir das mit, das kommt in 4 irgendwas. Ich hätte mich gefreut. Ja, aber die Frage ist, wenn du berücksichtigst, wie gerade schon erwähnt wurde, unter was das Motto quasi von dieser CitizenCon stand, und das ist ja, was die CitizenCon quasi immer macht. Die CitizenCon jedes Jahr seit Anbeginn beschäftigt sich ja eigentlich mit der Entwicklung der nächsten 2 Jahre. In der Regel immer so. Mindestens so im Schnitt 2,5 Jahre. Also wenn es fertig ist, dann passt das ja vollkommen rein. 2 Jahren. Doch, ich denke schon, das ist gar nicht mal, ich denke, das ist gar nicht so realistisch in 2 Jahren zu haben. Das kannst du ja in den letzten Events auch so ablesen, wenn du überlegst, wann Horizon vorgestellt wurde und der ganze Kram. Das waren auch alles Concept Arts. Und dann war es halt 1,5 Jahre später da. Das ist halt die Idee dahinter natürlich. Genau. Also ich weiß nicht. Dinge will Weile haben. Ja, okay, aber das kann ich eigentlich auch so nicht gelten lassen, weil die Geschichte mit zum Beispiel den Räumen, wo dann die Luft rausgelassen wurde, hattet ihr da auch einen Stopper drin mittendrin? Ja, war ein Leck drin. Gerade beim Feuer. Ja, das war auch richtig von CIG. Und beim wichtigsten überhaupt. Erstmal kurz die Phoenix durch den Sonnenstrom geflogen bei das Studio. Oder 2008 aber auch dieses Raumsystem. Genau. Also da werden sie nicht seit 4 Jahren dran arbeiten. Das sind so Themen, das hatten sie damals angefangen, haben dann festgestellt, okay, wir haben wieder andere Themen, Umpriorisierung und jetzt liegt es halt wieder auf dem Tisch. Also, es kommt halt jetzt gerade wieder. Was sagt ihr denn zum Speed? Weil ich fand das eigentlich das Wichtigste. Speed, wieder mal. Also, ich würde Astrosam reden lassen. Was meinst du, mit Quantum oder? Ich würde Astrosam reden lassen. Genau. Der ist am meisten motiviert über das Thema. Wieso? Okay. Astro. Warum? Ist Astro da? Doch, ich denke, oder? Ich will mich gerade verabschieden, weil es ist spät. Ach so. Ich wollte gerade sagen, er ist so motiviert, dass er keine Lust hat, drüber zu reden. Ich kann euch die Kurzfassung geben. Ich bin tot zusammengebrochen vor Begeisterung und freue mich riesig auf das Clicky-Bunti-Interface und dass wir, nachdem CIG vor 3 Jahren die Flugmodi abgeschafft hat, weil sie gesagt haben, das ist gar nicht immersiv, wenn man sie hin und her schaltet. Wir machen jetzt das Tollste vom Tollen. Wir haben übergangslose Geschwindigkeitsregulierung, alles super. Jetzt kommen sie an. Ich komme mir vor wie bei der Deutschen Telekom. Wenn wir einen Managerwechsel haben, dann wird etwas announced, was total toll ist. Und in 2 Jahren, wenn der Manager weg ist und ein neuer kommt, dann wird das gemacht, was man vor 3 Jahren gerade abgeschafft hat, weil das ist jetzt super toll, das ist der neueste geile Scheiß. Und jetzt haben wir wieder Flugmodi, wir haben den neuesten geilen Scheiß. Und ich bin maximal unbegeistert. Aber ich bin auch jemand, der erstmal unbegeistert ist und lass mich dann gerne eines Besseren überzeugen. Aber ich prophezeie CIG einen riesen Shitstorm, Balancing-Probleme, Tech-Probleme en masse und eine blutige Nase werden sie sich holen mit dem Thema, weil das tut nicht Not, was sie da machen. Ich halte das für die schlechtestmögliche Lösung, aber schauen wir mal. Geht so richtig dazu am nächsten Dienstag um 20 Uhr 30. So. Ich glaube vor allem, was Entschuldigung, wie bitte? Ja, Mitch hatte irgendwas mit zum Mach nochmal einen Anlauf, Mitch. Ich mach nochmal einen Anlauf, da haben gerade zu viele dazwischen gelabert. Mehr von Astrosam zu diesem Thema am kommenden Dienstag um 8:30 abends in der Burst Night. So. Ja, genau. Sehr gut. Ich dachte, er wollte nicht. Astro. Nee, so macht man Werbung auf allen Kanälen. Ja, du machst die Moderation, ne? Ja.
Also ich bin wirklich sehr gespannt. Tatsächlich dieses Thema Geschwindigkeiten irgendwie seit ich das erste Mal Star Citizen irgendwie in der Hand hatte, ist das ja ein Thema. Und es ist einfach ein Thema, was sich durch 1000 Iterationen schon gewendet hat. Und ich kann Astro absolut verstehen, wenn er sagt, ach Jemini, jetzt kommen sie wieder mit Flugmodi an. Da waren wir doch schon mal. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich bin aber auch nie ein Gegner persönlich von Flugmodi gewesen. Ich habe verstanden, was sie ausprobiert haben mit diesem dynamischen. Ich habe aber eigentlich damals für mich gesagt, und wir haben es auch selber sozusagen in der Community damals quasi unterrichtet, dass das nicht das Konzept sein wird, wo sie bleiben. Also weil es für den Space Combat einfach nicht funktioniert. Also es geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht und das bedeutet eben auch, du musst den Leuten in irgendeiner Weise da eine Art von Beschränkung geben und es geht eigentlich, wenn man wirklich alles runterbricht, nur mit Modi. So, darum bin ich jetzt gespannt, wie sie es jetzt umsetzen, wie sie das Thema anpacken, was ich gehört habe und das, was ich aus früheren Zeiten mit Precision Mode, SCM, Cruise Mode und diesen ganzen Sachen, die ich kannte, das klingt jetzt sehr viel besser. Das klingt sehr viel ausgewogener als das, was es damals war. Da war es nämlich wirklich ein harter Cut und du hattest im Endeffekt keine immersive Umsetzung, dass da jetzt irgendwie ein Generator hochgefahren werden muss oder sonst was. Du hast einfach so Switch und dann war es halt anders. Ich bin gespannt darum, ob sie es jetzt vielleicht schaffen, das besser hinzusetzen, weil ich glaube, anders kriegt man diesen Weltraumkampf nicht in den Griff. Die spannende Geschichte war ja beim SCM-Kampf, den sie dort haben, dass du halt kurzzeitig mal ein bisschen hochboosten kannst außerhalb der SCM, aber die ja auch quasi mehr oder weniger limitiert ist. Da muss man dann gucken, ob es wieder Abhängigkeiten vom Triebwerk gibt, über Kondensatoren etc. pp. Und was natürlich ganz spannend war halt das Thema, dass wenn du ja in diesen Quantum Boost gehen möchtest, dass die Schildenergie vorneweg abfällt. Und hier wird es jetzt, glaube ich, hier reagieren, glaube ich, schon viele zu früh, viele zu zeitig, was den Abfallzeitraum betrifft. Weil ich kann mir viel vorstellen, dass sie halt entweder über Effizienz von Schildemittern, die wir ja noch kriegen werden, und über austauschbare Kondensatoren vielleicht den Energieabfall regulieren können, dass wir sagen, okay, der Kondensator kann die Energie länger halten, parallel zum Schildgenerator und der Kombination mit den Emittern, braucht dann aber wiederum länger, um das Schild wieder aufzuladen, dass man dann halt über diese 3 Komponentenarten quasi dann miteinander richtig geile, hochindividuelle Loadouts basteln kann, dass man halt je nachdem, wie man es bei welchem Schiffstyp braucht, lange ein Schild hält, ein Schild kurz hält, da muss man vielleicht gucken, okay, wie lange braucht aber der Quantum Drive als 4. Zusatzkomponente, um in den Quantum Boost zu gehen, dass du halt richtig geilen Scheiß basteln kannst. Und wenn du jetzt noch einen Ticken weiter gehst, kannst du jetzt noch auf diesen Level gehen, das hat CIG mal vor, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt öffentlich oder mir mal gesagt haben, dass die ja noch Quantum-Signaturen haben wollen, dass du quasi Leute durch den Quantum via Quantum-Signaturen verfolgen können sollst, orten können sollst. Das heißt, wenn das Thema noch auf dem Tisch liegt bei CIG, wird das eine ganz, ganz spannende Geschichte, dass du selbst Leute über den Quantum Boost heraus, weil du kannst ja den Ding auch lenken, verfolgen kannst. Also das wird also nochmal, ich denke, ein großartiges Thema werden. Was ich übrigens noch anfügen wollte, um nochmal zu Astro auch den Anschluss zu machen, nochmal, wo ich glaube, wo es wirklich am meisten dran hapern könnte hier dran und wo es vielleicht am meisten Balancing-Issues gibt oder auch am Ende Kritik an dem Modell, ist, dass die Leute, die schnell fliegen, keine Schilde mehr haben. Ich hab ein bisschen Angst davor, dass man halt wirklich Asteroiden also es geht ja gar nicht mal darum, dass man irgendwie jetzt zu schnell auf eine Raumstation rast, sondern dass es wirklich in einem Asteroidenfeld, wo man eben schnell raus will oder schnell durch will, in Anführungszeichen, dann doch irgendwie sehr, sehr schwierig werden könnte. Aber nicht gesagt, dass der dann abbricht automatisch, wenn da ein Gegenstand irgendwie in die Nähe kommt? Der Quantum Jump, Genau, dieser eigene, ne? Genau, das hatten Sie ja im Mai oder Juni schon in einem Monatsreport erwähnt. Da hatten wir ja alle noch darüber spekuliert, was Sie meinen mit dem, Sie können jetzt Spieler ausgewählte Quantum Jumps machen, weil dieses neue Quantum Jump System, das Sie gebaut haben, in der Lage ist, Hindernisse auf dem Weg zum Ziel hin zu erkennen. Aber das ist genau das, also nur beim Quantum. Wenn du normal fliegst, kannst du immer noch reinfliegen. Aber dann hast du ja die Schilde. Kommt drauf an, in welchem Modus du fliegst. Ja, genau. Aber du hast ja diesen SCM-Modus, da hast du die Schilde und kannst kämpfen. So habe ich das verstanden. Dann kannst du umschalten in den Quantum-Modus und da kannst du dann eigene Sprünge initiieren. Zusammen, ich möchte jetzt dahin. Fliegen. Genau, und schneller fliegen. Und wenn du dann reingehst in den Quantum, dann baut sich ja erst das Schild oder geht das Schild aus, weil die Energie dann praktisch für den Sprung gebraucht wird. So habe ich das verstanden. Nicht automatisch, wenn du in den Quantum-Modus gehst, sondern erst, wenn du den Sprung machst. Doch. Du schaltest um.
Du schaltest um und damit wird dieser Quantum-Generator irgendwie quasi mit Power versetzt und die Schilde gehen runter. Und damit hast du letztendlich auch mehr Und die Output für die Waffen aus. Triebwerke. Und die Waffen gehen auch aus, stimmt, korrekt. Und wenn du dann, ich stelle mir halt nur vor, ne, fliegst mit der Herald durch die Gegend, Knüppel auf den Tisch, ja, so, und dann ballert das Ding mit 1400 Metern pro Sekunde da durch die Gegend. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die das wirklich unter Kontrolle haben können im Spiel. Also wenn ich einen 400 Kilometer gegen Asteroiden knallst, dann sollten da auch keine Schilde mehr helfen. Tut mir leid. Ja, gut. Schlechtes Beispiel. Theoretisch. Also, du weißt, was ich meine. Ich sehe da beim Shiel dauernd zum Gux, weil guten Abend erstmal alle zusammen. Ich schiel immer zum Gux, weil ich sehe, wenn jemand kämpfen will, dann hat er Waffen und Schilde. Und will er nicht kämpfen, dann ist er einfach nur verdammt schnell und kann denen entkommen, die Waffen und Schilde haben. Genau. Wie will denn ein Pirat mit so einem System überhaupt spielen? Quantum Mit den Jammer. Webbern. Mit den Webbern. Die Jammer. Das ist ja genau das. Wenn der abhauen will, mal angenommen, also das würde so funktionieren, ich stelle mich irgendwo hin, warte bis der mit SCM raus, der wird ja wahrscheinlich nicht vom Boden aus sofort einen Quantumsprung machen können, ne? Das wird so bleiben wie bisher. Ja, genau. Der fliegt irgendwie raus, so dann kann er plötzlich, irgendwann kann er aus der Atmosphäre raus, kann er das Ding starten. So, jetzt kommen wir, oder wir holen ihn raus, also die Bösen kommen, und er muss ja jetzt, um Quantum Jump zu machen, muss er ja Schilde und Waffen fallen lassen. Oder um sehr schnell zu werden, muss er auch Schilde und Waffen fallen lassen. In dem Moment... Da kann er erstmal in den Quantum Boost gehen. Ja, genau. Der muss ja nicht direkt springen, dann geht ne? dann geht ja auch alles aus. Quantum Boost, Dann, das ist ja der... Richtig, dann hat er aber 1000 Sachen auf der Uhr. Ja, aber erstmal hat er noch 400. nicht 1000 Sachen auf der Uhr. Wenn ich mit der Mantis hinterher fliege und den einfange, ja, dann mache ich dem seinen Quantum Boost aus. Genau. Ach so, okay. Und dann machen wir ihm mit EMPs, weil er die Schilde unten hat, auch noch, dankbarerweise, machen wir ihm das Schiff aus. Ja, also genau, das wäre quasi das. Das ist das, wie ich mir das vorstelle. Wie viel das nachher ist, müssen wir dann gucken, ne? Sie hatten aber auch gesagt, es wird doch zusätzliche Technologie geben, zusätzlich zu der Mantis jetzt und ähnlichem, die dann gezielt eben entsprechend sozusagen dich festhält. Also die entsprechend sozusagen, oder die schützt vielleicht auf der anderen Seite. Oder Genau. Und so. Also das will ich sehr begrüßen. Also wenn das ein bisschen ausgearbeiter wird. Und das ist Hauptsache, der Hover-Mode kommt nicht zurück. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist, glaube ich, das Gesamtding, an dem, wie jede große Änderung am Flugsystem, der letzte war eben der Hover-Mode, was CIG richtig machen muss. Weil der Hover-Mode ist meiner Meinung nach, ich mochte die Grundidee, ist meiner Meinung nach daran gestorben, dass sie diese ganzen Assistenzsysteme, die dieses Feature eigentlich gebraucht hätte, nicht mit released haben. Ja. Sondern sie müssen gucken, dass sie, wenn sie jetzt diese Flight-System-Änderung machen, dass eben genau diese Themen, wann kann ich springen, wie stark fällt das Ganze ab, kann ich das mit Capacitatoren, den Schildabfall abfangen und solche Themen, das muss alles mitkommen. Sie können so eine große Änderung nicht bringen mit, hier habt ihr erstmal den ersten Teil und damit das eigentlich richtig funktioniert, kommen die nächsten Features aber erst in einem halben Jahr. Ich glaube, das wissen die auch. Also das ist nicht das Thema. Die nächste Frage ist auch übrigens die Cooldown zum Thema, wenn du einen Piraten abhauen möchtest, als Beispiel, wenn du jetzt der Jäger bist, wenn jemand quasi das System verwendet und wenn das jetzt wirklich noch mit diesen Quantum-Signaturen kommt, dieser Quantum-Boost geht ja nicht unendlich lang, das haben sie ja auch gesagt. Und dann hast du noch die Frage, hat der Quantum Boost, weil er halt kurzfristig so schnell gezündet wird, hat er halt eine gewisse Cooldown von 20, 30 Sekunden. Das heißt, du könntest als Angreifer den vielleicht sogar verfolgen im besten Fall. Außer der zu flüchten, der hängt in einem Asteroidenfeld ab und hat dann die Cross-Section-Signaturen oder vielleicht andere Strahlungssignaturen durch irgendeinen Nebel, wo er dann Interferenzen erzeugen kann. Also diese Techniken, die kommen ja alle im Einzelpart und ich denke, die werden mit Sicherheit alle irgendwo sehr stark zusammenspielen, dass halt dieses Skill-Level von dir als Pilot unglaublich wichtig ist, in so einer Situation zu deeskalieren in dem Fall. Oder einer ganzen Crew, wie man ja dann auch später in dem Panel gesehen hat. Ne? Also das hängt ja dann irgendwann nicht mehr nur an dir, wenn es ein größeres Schiff ist. Und deswegen bin ich da auch eigentlich, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin da echt sehr positiv gegenüber gestimmt, weil vor allem ich mag ja dieses immersive, tiefgehende Gameplay, dieses, YOLO, ich gehe jetzt rein, ich muss nichts machen, alles ist voll automatisiert, mag ich persönlich überhaupt nicht. Und selbst wenn sie das System so bringen, ist es ja immer noch easy to learn. Ne? Du kannst ja das Schiff immer noch starten, landen, fliegen etc. pp. Kannst immer noch in den Quantum Drive gehen. Für die Casual Gamer ändert sich halt nicht viel. Wenn du aber natürlich in eine spezifische Situation kommst du halt zu diesem Modus Hard to Master und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Da kann aber auch keiner rummeckern, weil das Spiel standardmäßig kann er ja spielen. Das geht ja grundsätzlich. Das kann ich so unterschreiben. Ja gar nicht in die. Das sehe ich genauso. So. Ja, und die Komplexität, das ist ja alles dermaßen komplex, das wird immer komplexer und irgendwann, das ist ja für die Zukunft gedacht,
wenn wir mehrere Sternsysteme drin haben, dass du in Stanton bleiben kannst, wenn du deine Ruhe haben willst. Da hast du halt nicht so viel Profit oder hast du nicht so viel Action oder Gameplay, wenn du so willst. Aber wenn du dann nach Pyro willst, dann musst du halt einfach überlegen, wie du das Ganze machst. Mit verschiedenen Menschen dazukommen oder wie auch immer. Momentan ist es halt nur, wir haben nur Stanton und hier wird alles getestet. Deshalb ist auch in der Community das Gefühl mit dem, ja, zu viel Geballer, zu viel das, zu viel dieses, das wird halt alles vorbereitet für Pyro. Deshalb fühlt sich das alles so unbalanced an. Und wenn die neuen Sachen dann reinkommen, dann müssen sie weiter balancen und hoffen, dass wir dann mehr Gameplay, allgemein mehr Platz haben und die KI vielleicht auch besser funktioniert mit den UEI, mit anderen NPCs, die uns vielleicht auch beschützen oder die Piraten oder die Piraten sein wollen, auch die NPCs rausziehen können und damit ihren Spaß haben, nicht nur einfach die Spieler, dass man da keinen Unterschied merkt. Dann aber haben alle ihren Spaß. Ich glaube, ich muss dir da aber trotzdem ein bisschen den Zahn ziehen, weil in der Lore Stanton alles andere als ein sicheres System ist. Es ist so eher so ein beliebäugeltes System von UI. Stanton ist ja dafür bekannt. Im Gegensatz zu Pyro ist es doch sehr viel sicherer, oder? Nee, eigentlich gar nicht, weil Stanton ist halt kein sicheres System, sonst hättest du die CDF nicht und Stanton ist halt ein Wirtschaftssystem mit niedriger Sicherheit, deswegen hast du ja auch die Ninetales, die Pyro-Piraten kommen genau deswegen. Rein. Weil das ist ein Schlaraffenland. In Pyro hast du ja keine Commorays, da hast du ja gar nichts. Deswegen hast du, du musst dich von diesen Gedanken verabschieden, dass nur das UI existiert mit Gesetzen. Das musst du ganz schnell ad acta legen. Weil selbst wenn ich im Pyro bin, wirst du im Pyro Gesetze haben, die der jeweiligen Regierungsmacht unterstehen. Ob das jetzt irgendein Outlaw Don ist oder whatever, der wird die Regeln festlegen. Sei es durch eine Lore oder sei es durch Spieler in irgendeiner Form auch immer. So, und dann wirst du dort Regeln haben. Und dann kann es ja natürlich sein, dass du dich aus Pyro vielleicht nach Stanton flüchten möchtest, aber Stanton ist ein Schlaraffenland für Piraten, für Kriminelle. Und dann bist du dort auch nicht unbedingt sicher. Was du meinst, wären dann eher so Systeme wie das Soul-System, was das zentrale Einheitssystem der Menschheit ist. Dort würde das, was du sagst, ja, gut, das würde dann aber noch sehr viel länger dauern, natürlich. Ne? Also, ich bin immer davon ausgegangen, Commorays, UEI, da hast du wesentlich mehr deine Ruhe als in Pyro. Davon bin ich irgendwie rein logisch ausgegangen. Du hast doch theoretisch es wird mehr Präsenz geben und die Leute werden da auch, du wirst da auch beschützt werden. Aber halt nicht, da kannst du jetzt nicht sagen, ich fliege jetzt mal los und mir passiert nichts. Das ist eigentlich das habe ich auch nicht. Nee, das meine ich auch nicht damit. Absolut nicht. Achso, nur mehr als in Pyro. Ja. Nee, da muss man halt gucken dann. Ich hätte mal noch ein anderes Thema, oder besser gesagt noch was anderes hier. Da war ja das mit den Items oder mit den Schildgenerator, Powerplant und so weiter. Wenn man genug Schaden bekommt, dann geht es ja kaputt und so weiter. Ne? Das ist ja teilweise jetzt schon drinne. Also wir hatten letztens so eine Mining-Operation und da ist uns so ein Asteroid um die Ohren geflogen und der hat das Powerplant kaputt gemacht. Und wir sind zwar nach Hause noch gekommen, aber die hat immer runtergefahren und kurz vor der Station sind wir liegen geblieben. Und das fand ich sehr cool, dass du die Teile jetzt halt dass du den mitnimmst, vielleicht im Lager und dann kannst du das Teil austauschen und dann geht's wieder. Also das war ein geiler Game-Aspekt, den fand ich ganz nett. Aber der hat da nicht wirklich ein Powerplant getragen, oder? Naja, also es kommt immer drauf an, wenn du diese Schwebedinger hast oder weißt du, diese hier, womit du jetzt auch Leute transportieren kannst, das wird sicherlich auch, das war aber ein kleineres Aber Item. Habe ich das auch richtig verstanden, dass er praktisch das Ding in die Werkstatt gestellt hat und dann in dem Powerplant auch noch Sachen modifizieren konnte irgendwie? Ja, genau. So wollen sie es vielleicht haben, aber ich denke, das wird später kommen, aber jetzt zum Anfang wird es noch nicht drin sein. Das ist schon vor 4 Jahren angekündigt worden, mit Bildmaterial, alles drum und dran. Da hat damals Sawyer, du hast das damals gut gemacht. Sawyer, du hast da damals gute Videos, glaube ich, mitunter dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das sogar alle 3 damals noch gemacht habt. Und da habt ihr ja auch gezeigt, dass die ja wirklich schon sogar ein Köfferchen hatten in ihren Bildern drin, wo du Teile drin hattest. Du konntest quasi, kannst dir vorstellen, du kannst einen Koffer mit Schaumstofffüllung von A nach B tragen, weil die Komponenten empfindlich sind. Du sollst sie positiv beeinflussen können, negativ beeinflussen können. Die Komponenten haben die schon seit Jahren fertig, die Subcomponents. Das ist für die nicht das Thema. Genau, die haben ja viele Sachen schon fertig. Das System für die Subcomponents, die Idee davon ist schon lange fertig. Ja. Ich glaube, im vergangenen Jahr war es, wo sie auch im Rahmen von Inside Star Citizens immer mal wieder gezeigt haben, wie Schildgeneratoren oder ähnliches oder Powerplants waren es, glaube ich, an der Stelle
dann genutzt wurden und wie da Subcomponents eingesetzt Das wurden. war das SCL, was du meinst, mit den NPCs wahrscheinlich von der Hammerhead, das Ding. Von Gut. diesem Jahr, glaube ich sogar. Nee, sie haben Sieht auch lustig aus, in Google. Sprints schon Dinger gezeigt. Letztes Jahr, ja? Kann ich mich nicht erinnern. Ja, und wir können- Da Citizens Zeitangabe sowieso immer so ein Thema. Ja, stimmt. Dass das jetzt Allerdings. dass das 2 Jahre mit der Hammerhead her ist. Das war 2020 November, als der uns das erste Mal gezeigt hat. Mit der Hammerhead, ich bin erschrocken, als mir das vor 2 Wochen vor den Augen gefallen ist. Ich so, was, 2 Jahre schon wieder heftig. Ja, wir Da können war ja auch Corona, muss ja, ne? davon ausgehen, dass die viele, viele Dinge fertig haben, die wir noch nicht gesehen haben. Wir müssen ja immer bedenken, und ich glaube daran, kann natürlich jeder anders sehen, wie er will, aber ich glaube daran, dass wir nicht alles sehen, was fertig ist. Wir sehen nur das, was wir testen müssen. Ne, dafür ist das PU da. Die schmeißen da Dinge rein, wo sie wissen, okay, da sind jetzt Tausende von Leute, die müssen das testen, die müssen das prüfen. Aber alleine gerade das HUD, was wir gesehen haben von der Aegis Gladiator zum Beispiel, das haben die auch schon ewig fertig. Das müssen wir aber nicht testen. Das brauchen wir nicht. Das bringen die Da waren rein. ja auch schon wenn das released viele wird. Sachen. Da waren ja auch schon viele Sachen da, die sie wieder rausgenommen haben, weil die erst später kommen, weil die aufeinander aufbauen und so weiter. Das Oder kennen wir ja schon. 300i-Serie, dieses Kit zum selber Ausrüsten der Farben und so. Das haben wir jetzt einmal getestet und das wird dann kommen. Also ich glaube, selbst wir werden das Verse nicht wiedererkennen, wenn das mal released wird. Wahrscheinlich. Ich wollte doch noch überleiten, wegen Mining. Wir wollten noch zu der Abstimmung gehen. Sitko. Ja, das machen wir dann gleich, wenn wir hier durch sind mit der Runde. Endlich ein Mining-Schiff. Was sagt ihr? Genau. Was sagt ihr zu den Avatar-Attributen? Also dem Trainieren eurer Avatare. Diese Passivskills da? Das war ziemlich cool. Sozusagen, ja. Also nicht. ich fand's eine logische Konsequenz aus dem Actor Status System, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und hätte mich gewundert, wenn es nicht kommt, dass man den Charakter im Endeffekt in gewisser Weise trainieren kann, um ihn eben ausdauernder zu machen oder in bestimmten Sachen zu bringen. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt spielentscheidend ist, aber es hätte mich gewundert bei der Feinheit des Systems für die Avatare, wenn das nicht gekommen wäre, ehrlich gesagt. Vor allem auch, wie viele Fitnessstudios da sind. Ne? Absolut, die musst du ja voll bekommen. Ne? Stimmt. Die musst du voll einfach nur dieses, es macht dir das Leben Wichtig ist hier der einfacher Punkt, dass das auch wieder zurückgeht, wenn man die Fähigkeiten nicht mehr benutzt. Das heißt, wenn ich viel schleppe, wird die Stärke größer. Wenn ich es nicht mehr mache, dann geht es ja wieder runter. Du meinst, es Also verkümmert solange, dann alles. dass Ne? du wenn du immer so dermaßen schwere Rüstungen trägst, trainierst du ja automatisch. Genau. Ja, genau. Und immer, wenn du zu viel Burger isst, dann passt du nicht mehr in deinen Raumanzug irgendwann rein. Und was ist, wenn ich esse und halt nichts tue? Ja, nee, sie wollen ja nicht, dass du dick werden kannst, sonst passt nicht mehr in den Stuhl rein. Das wäre schlecht. Eher träger, ne? Dann kannst du nicht mehr so schnell laufen. Dann spawnen die NPCs auf dem Stuhl und der Stuhl bricht unter dir zusammen. Sehr gut, ja. Aber weißt du, was das Gute ist, Gucks, dann können sie wenigstens auf dem Stuhl noch nicht mehr stehen, ne? Genau, dann kriegst du sie weg. Aber das kommen die auch ist hinterher. aber im Hintergrund, oder? Da holst du dir ein Dreieckschiff, da brauchst du keinen Stuhl. Und Skillbaum habt, sondern das passiert in so einer Leiste, dass man das sieht, ne? Wie die Fitness ist und sowas. Ne? Rein, Sie sagten ja, es ist rein im Hintergrund und es wird einen wahrscheinlich auch nicht großartig besser machen als einen anderen, aber es hilft einem halt in vielen Situationen. Also wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, so Themen wie, wenn du halt mehr Ausdauer hast oder mehr Fitness hast, dann kannst du halt vielleicht die Luft ein bisschen länger anhalten, wenn du mit einem Sniper irgendwo auf dem Berg liegst und jemanden erschießen willst. Also du musst immer noch gut schießen können, sonst bringt dir das alles. Oder 5 Sekunden länger sprinten zum Beispiel. Genau. Ja, kleine Tweaks. Ja, ihr kennt doch bestimmt noch das Spiel GTA San Andreas. Na klar. Ja, da habe ich auch ja genau so ein. Da wurde es mir dir vorhin auch als erstes eingefallen. Genau, da hatte ich nämlich so ein System. Leider. Und das war natürlich jetzt nicht so essentiell spielentscheidend, aber es gab halt vor allem in brenzligen Situationen, hat es sehr häufig entschieden über Leben und Tod. Ja. Und für die Allgemeine, da sind wir wieder beim Thema Easy to Learn, Hard to Master, für das allgemeine Gameplay wird das nicht viel ausmachen, aber wenn du dann wirklich in brenzligen Situationen bist oder Parcours-Geschichten oder was passiert, wenn dein Bein zum Beispiel verletzt ist, aber du hast mehr Sprungkraft, kannst du da mit einem verletzten Bein dann immer noch diese Klippe schaffen und dein Mate, der zum Beispiel zwar auch die Verletzung hat, aber nicht so viel Kraft, kann da überhaupt dort noch hinkommen. Das ist natürlich auch gerne irgendwann mal spielen und nicht, welche Fasern sind gerissen? Ist das ein Kreuzbandriss gewesen oder? Nee, doch nicht so. Ja, Metal Gameplay wird ja noch viel komplexer.
das aber ist das ist alles doch, eine geile Sache. wie weit wollen die denn gehen? Wie weit? Das wirst du ja gar nicht merken. Das läuft ja dann alles im Hintergrund. Du wirst dann einfach sehen, wenn du genug lange rennst. Einer muss es programmieren. Ich bin Softwareentwickler. Einer muss es programmieren. Aber du machst ja nicht, du arbeitest ja nicht bei CIG, oder? Die haben doch genug Leute da rumlaufen. Also dann was. Ja, irgendwer wird schon machen. Die haben da genug, die machen das schon. Ja, genau. Ja. Die können alles und die machen das gestern fertig. Ja, genau. Ja, da haben die jetzt den Community Hub da wieder überarbeitet. Ne? Da hätten sie doch lieber mal PES da machen müssen. Ja, weil das ja dieselben Entwickler sind. Ja, genau. Wie gut das funktioniert. Ich habe vorhin schon mal eine Geschichte erzählt. Ich war zweimal in Frankfurt bei einer Führung. Und da war der KI-Programmierer in Frankfurt, der mit den dicken Augenbrauen. Wie heißt der? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Weigel. Ja, Weigel, genau. Nee, weiß ich nicht. Und das war super. Das war 2016, 2017, glaube ich. Und ich weiß nicht, wann er uns das erzählt hat, aber er sagte, eigentlich ist die KI fertig. Ich schwöre, das hat er gesagt, eigentlich ist die KI fertig, mir fehlt nur noch Motion Capturing. Ja, eigentlich und jetzt schmeißen sie den ganzen oberen Teil von der KI weg, was die alle konnte und so weiter, wird alles neu machen. So viel zum Thema, das können die alles und machen die alles. Ja, ich glaube, das wird nie aufhören. Ne? Das wird wirklich nie. Ja, aber wenn das Spiel released wird, werden die immer wieder Sachen über den Haufen schmeißen und neu machen. Der ganze wenn die immer weitermachen. kommt weg. Mich würde mal interessieren, wo die den Cut machen. Was ist die Basis und was werfen die alles in ihrem Subsumption-Modell? Ja, und man muss ja auch sagen, deswegen und was aufhebt oder ob die dann irgendwie sich einen Kaffee nimmt. Wo der Cut ist, was die wegschmeißen. Das würde mich mal interessieren. Aber das ist ja das, weshalb Jared auch so häufig nachgefragt hat, weil er genau wusste, wie er schon selber sagte, sonst gibt es wieder einen Kotaku-Artikel, in dem erstmal gesagt wird, CIG fängt wieder von vorne an, so nach dem Motto. Das machen sie er sowieso. sagte ja ganz klar, es geht... Genau, das kommt dann, ja, genau. Aber er sagte ja, es geht speziell um FPS Combat AI Behavior. Und daran, die schmeißen sie weg und das auch nur das aufgesetzte Behavior. Die AI-Grundmechanik lassen sie identisch. Genau. Und davon ist Social AI zum Beispiel. Das habe ich aber nicht von betroffen. Das habe ich anders verstanden. Also ich habe es extra ja nochmal. Also dass es nicht nur an der Combat-Geschichte liegt, sondern dass sie hatten ja gesagt, dann haben sie sich vergaloppiert ein bisschen, als sie da zusammensaßen, ne? Und dann, dann kommt noch das dazu, dann wächst das ein bisschen aus, dann läuft das in die falsche Richtung. Und dann haben sie gesagt, der Grundgerüst bleibt stehen und dann der ganze Behavior kommt weg, aber nicht nur Combat. Das heißt, wie sich eine KI verhält, ob das erkennen kann, ob es sich ja gerade um einen Kaffeebecher handelt oder um eine Dose mit Säure, ja, ob das trinken möchte oder ob das gerade irgendwie was gehört hat und dahin läuft. Ich glaube, dieses ganze Behavior neu zu setzen. Jared hatte ja extra nochmal nachgefragt, ob sein Bartender AI, ob die auch komplett über den Haufen geschmissen wird. Und da haben sie ja extra gesagt, nee, die nicht. Die bleibt, genau. Nur die bleibt aber. Ja. Also der nicht geht, der Bartender, der One moment, please. Und eine Viertelstunde später stehst du da und bist verdurstet. Der bleibt. Das ist gut. Dann bin ich zufrieden. Also, wir müssen wahrscheinlich einfach nochmal reinhören, um es genau am Ende zu klären, aber mein Verständnis war halt zu sagen, so grundlegend dieses Social-Ding, wo sie ja auch viel gemacht haben für die Living Idris und Co. Da haben sie ja viel drüber iteriert schon. Über dieses ganze Social-Thematik, über die alltägliches Leben von NPCs und so. Aber das ist ja dieses ganze Social-Ding, dass sie das bestehen lassen, aber dieses ganze AI-Combat-Behavior weggeschmissen haben und sagen, da bauen sie von Grund auf nochmal das Verhalten. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde mich dann einmal jetzt verabschieden. War jetzt ein bisschen sehr anstrengend alles. Nachvollziehbar. Das nächste Mal hoffentlich ein bisschen früher. Ja klar, meinetwegen. Ja, ich hoffe nicht drauf. Ich glaube, wir machen auch genau. Sehr nett, aber hoffentlich nicht meiner Person wegen. Nein, ich meine, um Gottes Willen. Ja, toll, Erik, danke. Ja, war super. Ich meine nur insgesamt, früher, da würde ich bei Star Citizen grundsätzlich nicht von ausgehen, egal um was es geht. Ja, ist klar. Nee, ich meine nur im Allgemeinen können wir gerne mal irgendwie so ein Gespräch mal zusammen machen, wo jetzt nicht unbedingt eine CitizenCon vorkommt. Das meine ich. Na klar, das auf jeden Fall. Ja. Danke dir. Hat sich jetzt nur gut ergeben. Ja, wie gesagt, natürlich. Wir können das auch gerne auflösen. Ich wollte nur kurz nochmal sagen, dass die ganze, dass das alles wirklich einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht hat. Also ich gebe ein positiven Gefühl raus. Ich freue mich auf, was da kommt. Mir war klar, dass die nichts darüber erzählen, wann Squadron 42 kommt oder wann irgendwas released wird. Das machen die auch nicht mehr. Wenn die auch schon so den Termin gesagt haben? Warst du nicht da? Nee, haben sie nicht. Da haben die, das war nichts. Jetzt kommt die Gerüchteküche. Das hat er aber gesagt. Also ich fand es echt sehr, sehr,
sehr cool. Und auch fand ich cool, dass wir wirklich hier zusammengekommen sind, dass das geklappt hat. Ne, finde ich echt toll. Und ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal hinkriegen würden. Sehr gerne, auf jeden Fall. Dankeschön. Und kleiner Hinweis übrigens, wenn ihr mal die neuen CTVs in Action sehen wollt, jetzt gerade hier bei ATM Sports, Atmo Sports sind sie jetzt gerade hier dabei, sich aufzustellen. Da kann man ja vielleicht auch mal das ein oder andere Bild snacken. Vielen Dank, Leute. War echt schön. Hat mir echt Spaß gefallen hier. Ja. Dann habt noch einen schönen Abend, habt noch einen schönen Stream und bis hoffentlich bald. Ja, auch ihr Alles Lieben. klar. Bis später. Vielen lieben Dank. Jo, Ciao. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Danke fürs Organisieren, ne? Danke Sehr fürs gerne. Organisieren. Auf Coole jeden Sache. Fall. Genau. Ciao. Wir klingen uns auch mal aus. Bei uns war das schon lang. Wir müssen 9 Uhr wieder hier auf der Plattform sein. Dementsprechend haben wir wenig Schlaf. Zeig schon, Ja, mach's gut. Mein muss Lieber. man, ne? Ich Bis wünsche euch bald. was. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr habt noch einen schönen Abend. Quatscht noch gemütlich. Und an alle, die bei euch noch im Empfang sind, habt alle noch einen schönen Abend. Kommt alle gut ins Bett und seid nicht so traurig, dass vielleicht nicht so viel von Squadron 42 kam. Wir haben ja dieses Jahr noch ein bisschen was vor uns, ne? Also, tschüss. Ciao. Tschüssi. Ciao. Tschüss, bin auch weg. Mitch, wir gehen auch rüber, ne? Wieder zurück. So, und wir gehen auch wieder runter, Leute, ne? So, alles klar. Freunde, War ciao, nett. ciao. Haut Gucci. rein. Bis bald, ciao. Ciao. Alles klar. Guxi. Gute Nacht. Ah. So, da sind wir wieder. Wir beide nur für euch. Wir beide nur für euch. So, hier ist James NC hat vorhin gesagt, der Ding hat einen Tankdeckel. Was? Den man aufmachen kann. Warum? Was kommt da rein? Hydrogen. Das ist schon super. Irgendwas Flüssiges. Ja, Hydrogen-Gel oder irgend sowas. Ja. Ah, schlecht. Na guck mal, die haben auch nur... Ach nee, wieso haben die High Quality, aber... Warum sieht das so kacke aus? So. So, ich hoffe, ihr hattet noch Spaß. Wir haben... war eine kleine Überraschung. Ich hoffe, war noch ein bisschen ergiebig. Wie fandet ihr denn die CitizenCon? Warum war der Knebel nicht dabei? Der war nicht eingeladen. Oh, ich kann es ja sagen. So, hier nochmal Tickets, bevor ihr das, bevor ihr mir schreibt, wie ihr die CitizenCon fandet. Genau. Wie sie schon wieder die Bomber feiern. Wieso? Ja, ist das so? So, ich mach mal hier wieder meine Alerts an. Mal gucken, ob die noch nachkommen. Was ist denn jetzt so dein Resümee von der CitizenCon? Tickets. Also. Es gab schon schlimmere. Ja. Es gab schon schlimmere CitizenCons. Sitcom. Von der Sitcom, genau. Was halt nee, warte mal, das sind die alten alle. So, dann mach ich den nochmal aus. Tja, was soll ich sagen? Gab schon schlimmere. Ich fand, waren wieder Füller drin. Also das mit den Underground Facilities fand ich scheiße. Schön. Ja. Pyro, die Monde, sie haben gearbeitet. Das haben sie schön vorgestellt. Also was jetzt vorhin auch gesagt wurde, dass das immer 2 Jahre so eine Vorschau ist. Die haben ja auch gezeigt, was schon da ist. Also sie hätten, ich weiß nicht, mit den Underground Facilities, ich weiß nicht, was das soll. Ist das ein Gamechanger? Fand ich jetzt nicht so schlimm, dass sie es gezeigt haben, dass sie daran arbeiten. Aber nein, ja, aber nur... Wie ich schon während des Panels gesagt habe, wenn sie jetzt hingehen und sämtliche Bunker gegen die Dinger austauschen, finde ich das wieder blöd. Als Ergänzung, ja, gerne. Ja. Ne? Aber ich möchte auch weiterhin so diese einfachen Bunker haben. Ja. Und da sollen sie nicht auf die Idee kommen, das jetzt auszutauschen. Also. Ansonsten, die Panels fand ich in Ordnung. Ja. Ich fand die Sachen, die nicht angesprochen wurden und vielleicht mal hätten auf den Tisch kommen sollen, das fand ich ein bisschen schade, dass zum Beispiel nichts von Theaters of War gesagt worden ist. Ne? Ja. Ja. Ne? Und so weiter. Also also diese letzten 2 Stunden, wo sich die beiden gegenseitig da hochgequatscht haben, da hätte irgendjemand sein müssen, der das Ganze moderiert.
So, Jared hat sich nicht dazwischen getraut. Ja, weil wahrscheinlich. er seinem Chef nicht ins Wort fallen wollte. Ja. Die amerikanische Art ist das. Das ist die amerikanische Art. Wahrscheinlich war es auch so quasi nicht ausgemacht. Ne? Also da hätte, wenn Chris Roberts vorher sagen müssen, pass auf, du kannst auch da ruhig mal moderieren, wenn du der Meinung bist, wir driften zu sehr ab oder so, weil die sind mir beide zu sehr abgedriftet da. Ja, Chris Roberts ist wie Stan aus Monkey Island. Ja. und sie hätten eben da mal auch auf gewisse Themen, die sie schon lange irgendwie nicht mehr angesprochen haben, mal kurz eingehen können. Ne, man muss ja dazu jetzt nichts großartig zeigen, aber mal kurz sagen, was weiß ich, wenn er da mal gesagt hätte, es wäre die Chance gewesen zu sagen, Theaters of War liegt momentan auf Eis oder ist eingestampft, war ne, und so weiter, das hätte ich gut gefunden. Und da gibt es auch noch, weiß nicht, müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber da gibt es, glaube ich, noch 10 andere Themen, die man hätte auspacken können. Man hätte ja das auch fand ich noch ein bisschen mal schade. den Stand zu Meshing auch noch mal kurz erklären können, ob die da irgendwie gute Fortschritte machen. Ja, ich meine, der Chris Roberts hat ja auch schon bei anderen CitizenCons so Folien aufgelegt, wo er dann quasi die Roadmap hatte, ohne aber irgendwelche Daten oder so zu nennen. Sondern einfach nur so und so stellen wir uns das jetzt weiter vor. Momentan hören wir immer nur 4.0, 4.0, 4.0. Ja, wann kommt denn die 4.0? Kommt die nach 3.18? Kommt die nach 3.28? Kommt die nach 3.80? Ja? Also soweit ich hören sagen. Ja. Nee, ich sag das lieber nicht. Ich sag das, ist es egal. Man weiß es nicht. Ja, komm, sag mal, keine Pinguin-Nummer, nicht anteasern. Nee, weil ich habe nichts Offizielles gehört. Irgendjemand sagte, 3.18 kommt, wird ein großes Ding, und dann kommt eine kleine 3.19 und dann kommt 4.0. Ja, das ist so ungefähr der Plan, den wir haben. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Nur, das kann natürlich auch so momentan ist nicht verbindlich. So ein rund erzähltes Ding sein, was überhaupt nicht stimmen muss. Ja. Aber das ist dann, ich meine, das könnte natürlich passen. Ja. 3.18 kommt, dann kommt eine 3.19, eine kleine, wo Sachen gepatcht und gemacht werden und nachgereicht, und dann kommt 4.0 mit Meshing. Mhm. Das würde passen. Das heißt, das wäre dann Mitte nächsten Jahres. Ja, Sinn macht's auf jeden Fall. Ne, das wäre dann irgendwann so zwischen April und Juli. Oder so. Also 4.0. Ja, wollen wir hoffen, dass es dann so kommt. So, über welches Panel haben wir jetzt nicht gesprochen? Was war das langweiligste offensichtlich? Also das mir am Arsch vorbeigegangen ist das Underground Facility Ding. Ist bestimmt super, wenn es da ist. Keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass wir das sehen werden. Vor 4.3 oder so. Oder, keine Ahnung. Jetzt hatten wir, also Speed finde ich total wichtig. Das fand ich gut. Ich finde auch die Technik, ich habe darüber nachgedacht, ich finde, wir hatten vorher so ein mehrstufiges System, also früher schon mal wurde ja gesagt, ein Modulsystem, also ein Geschwindigkeitssystem, aber das hatten wir jetzt auch. Also wir haben jetzt auch ein 3-stufiges System. Der Unterschied ist, dass wir jetzt noch viel schneller fliegen können, um irgendwo hinzukommen, was ich geil finde, weil das Freiheit gibt. Und den Weitensprung machen können, und den Kampf beschränken wir auf eine gewisse, also eigentlich haben wir das gleiche, nur mit einem Zusatz, eine Zusatzregel, dass die Schilde und die Waffen ausgehen. Und dass du eine Zeit hast, wo das Ding runterfährt, und eine Zeit hast, wo das Ding wieder rauffährt. Also wenn du springen willst, musst du halt erstmal alles starten, und in der Zeit bist du verwundbar, kannst natürlich schon mal Geschwindigkeit aufbauen. Und wenn du rauskommst aus der Geschwindigkeit, irgendwo hin, bist du nicht sofort kampffähig, sondern die Systeme müssen erstmal umschlagen, Waffen hoch, Schilde hoch und so weiter. Finde ich super. Da muss man aber abwarten, wie sie das umsetzen dann nachher. Du hast ja auch viele, wenn du Bounty Hunting machst oder so, du hast ja auch viele Missionen, wo du quasi in so einem Asteroidenfeld drin bist, und dann musst du erstmal wohin fliegen, und wenn ich da dann nur mit 200 Metern pro Sekunde vorankomme, dann brauche ich eine halbe Stunde, um da irgendwie die 250 Kilometer, die ich da fliegen muss, hinter mich zu bringen. Das ist dann auch nicht so dolle. Also, ja, aber wenn du, wie das mit den Cruise-Motern ist, oder ob ich dann, aber du kannst selbst ja in so einer, die 250 Kilometer kannst ja mit 1400.
Und dann kannst du ja mit 1400 Meter pro Sekunde dann zurücklegen, sag ich Im mal, so wie jetzt auch. Asteroidenfeld, ja, ohne Schilde zum Beispiel. Ohne Schilde. Ja, wie ich auch schon gesagt habe, wenn du 1400, dann sollte dir eigentlich auch kein Schild mehr helfen. Wie Sawyer das vorhin auch gesagt hat, das muss dann auch mit sämtlichen Funktionen ausgestattet sein, wenn das ins Spiel kommt. Und nicht wie der Cruise-Mode, so halb gar, halb fertig, dass man sich da auch ein vernünftiges Bild von machen kann. Aber guck dir an, es gibt ja Asteroidenfelder, die sehr dicht sind. Auch gerade im Iron Belt, die meiner wissen hat. Und es gibt aber auch Bereiche, die sehr frei sind. Und da finde ich eigentlich auch schon wieder, Risk and Reward oder also Geschwindigkeit zu Gefahr, finde ich okay. Wenn das alles ein bisschen auseinandergezogen ist, kannst du auch schneller fliegen. Wenn das ein bisschen enger ist, dann ist halt unsere Chancen, eine direkte Kollision mit einem Asteroiden zu überleben, stehen 1.000.000:1. Ja. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist das noch einstiegsfreundlich? Ich glaube, das ist Storky fragt, ob das noch einstiegsfreundlich ist mit dem Quantum. Ja, mit dem richtigen Tutorial schon. Ich glaube schon. Wichtig ist, ich meine, der Astro hatte ja gerade richtig Bedenken wegen Clicky Bunti. Ja, das wird darüber. Also dieses Minigame, und ich denke mal, das Bunte haben sie jetzt einfach nur gemacht für die ersten internen Tests oder so. Ich glaube nicht, dass das dann im fertigen HUD irgendwie so bunt sein wird. Aber trotzdem, dass das noch irgendwie mit so einem Minigame da verbunden sein soll, finde ich auch nicht so prickelnd. Aber was heißt Minigame verbunden? Ich habe das so verstanden, dass wenn du quasi dich mit diesen roten Balken und gelben Balken, wenn du dich irgendwie auf eine Masse zu bewegst, dann siehst du dann, Achtung, jetzt gefährlich. Also mit dem Minigame du musst dann irgendwie mit der Maus quasi das austangieren. Dass du dann dass sich keiner dieser Balken, die haben sich ja dann so aufeinander zubewegt, dass die sich irgendwie auf Null gehen oder irgend sowas war das. Ja, nicht verstanden. Sonst bricht dieser Quantenflug dann ab oder so. Keine Ahnung. Da kann ich mir nicht vorstellen. Da sollen sie noch ein bisschen dran basteln. Boah, wie viele Leute sind denn da? Space Tomato, guck mal hier. Ja. Wer ist denn das alles da? Kenn ich die? Astropub ist auch dabei. Surveys kenne ich nicht. Ah, witzig. Da wird's gelb. Also ich finde das neue Flugsystem, ich denke, das wird einiges können. Also wenn wir ein Minigame zu spielen müssen, dann finde ich dann scheiße. Aber müssen wir mal gucken. Niemand auf Deutsch. Naja, sonst, was haben wir noch verpasst? Warte mal, ich guck mal hier in die Liste. Ja, dann hatten wir das hier, das Powerplay. Pyro. Investigation haben wir nicht drüber gesprochen. Ich glaube, das war Pillepalle. Das war von allen Panels das Schlechteste. Ja, das kann sein. Ja. Weil das war, wie ich schon währenddessen sagte, zeigt mal so ein bisschen, was ihr so für die Zukunft plant. Und das war wirklich das, was noch am meisten in der Schwebe ist. Das war wo man am wenigsten, ja, sie konnten da am wenigsten zeigen, weil da noch nichts fertig ist. Und ja. Das war aber so ein generelles Problem von dieser CitizenCon, dass man wenig eigentlich zeigen konnte. So von dem, was man gewohnt ist. Wie gesagt, mir fehlte letztes Jahr die Kinopräsentation, dieses Jahr fehlte mir die Kinopräsentation. Das ist wohl irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber die letzte richtig große mit Road to 4.0 hat es das erste Mal gemacht, da war ja total im Eimer, 2016 oder so. Ich weiß nicht, wann gab's denn, da kam das erste Mal, glaube ich, Road to 4.0 wo dann gesagt wurde, ja, wir sind nächstes Jahr fertig oder so. Ja, oder von Road to 4.0 oder Journey to 4.0, davon rede ich ja gar nicht. Ich rede davon, dass wir bei den Live-Veranstaltungen immer eine Präsentation von Chris Roberts hatten. Und nach Danny, nach Space, Glasses. Ciao. Und da hätte es mir gereicht, was weiß ich, ein 20-minütiges Video mit irgendwelchen wie gesagt, Vergleichsszenen irgendwie vom Vertical Slice von Squadron oder sonst irgendwie was und das dann kurz kommentiert von Chris Roberts, wie er es eben bei den Live-Panels sonst früher immer gemacht hat. Das hätte ich jetzt ein bisschen besser gefunden als dieses ganze Gequatsche.
Also halt zuletzt war furchtbar. So, Journey haben wir gesagt, Investigations war schwach. Fand ich auch. Underground, gehen die Meinungen auseinander. Ist toll, wenn es kommt, aber zum Beispiel Housing haben sie nicht mehr gezeigt, wie da der Fortschritt ist. Die haben ja gezeigt, dass die KI angeblich weiß, wo sie herlaufen muss. Das ist ja auch jetzt wieder hinfällig. Offensichtlich, weil geht ja auch nicht vernünftig, wenn man sich die Derelicts anguckt, wo die ja rumlaufen können. Ich war da jetzt nicht so oft, aber manchmal war die KI auch gar nicht da. Das Housing leider, das fehlt mir total. Müsste ja jetzt schon ein bisschen bevölkert werden, bestimmte Bereiche. Und die ganzen Außenposten sollen ja ausgetauscht werden gegen, oder sagen wir mal, drumherum bevölkert werden. Wenn es zum Beispiel ein Mining Area ist, da wohnen ja Leute, die da irgendwie auch arbeiten und so. So habe ich das jedenfalls verstanden. Dann, das hat mir gefehlt. Need for Speed fand ich gut. Lorville Redux, was hast du denn zu Lorville? Was sie da angepackt haben? Ist okay. Ja. Muss man schon hat jetzt nicht oberste Priorität, aber vor allen Dingen fürs Gesamtbild ist es vollkommen in Ordnung. Ne, Ja. dass es so ein bisschen auch mit den anderen Städten dann zusammenpasst. Wie, also jetzt zum Beispiel New Babbage oder. New Babbage, genau. Personal Hangar kam auch nicht dran, nein. Aber hier, Storky sagt, das neue EVA fand er gut, das fand ich auch richtig gut. Das sah richtig super aus. Da hätten sie ein Panel draus machen können. Da hätten sie ein ganzes Panel. Ja, da hätte man mehr rausmachen können. Ja. Das sah richtig gut aus, machte Sinn, ergab Sinn. Da kann man bestimmt auch viel mitmachen. Hätte man zum Beispiel dieses mit dem Gravitationsausschalten nochmal kombinieren können irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Neues Mobilglas habe ich ein bisschen wenig gesehen, muss ich sagen. Also sah jetzt auch nicht so viel besser aus als, oder so viel anders aus. Ist halt jetzt mit Building Blocks. Das ist der große Knicks. Das ist halt hast die Animationen drin, hast es wieder, dass es so mitten im Bildschirm hängt, bis sie dann irgendwann merken, ach, wir müssen das wieder bis zu den Rändern strecken, wie beim letzten Mal. Ja. Weil's, ja, also ja, verschiedene das ist wieder Monitorgrößen und so. Und Style over Substance, ne, das ist, ja. Irgendwann kommen sie dann selber dahinter. Form follows Function. Powerplay, was hatten wir da? Ressourcenmanagement, das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Aber hatten wir schon. Und jetzt hatten wir Bilder dazu. Und dann lassen sich auch viel Zeit. Ich meine, das ist ein schöner Ausblick mal, dass sie jetzt auch wirklich dran sind. Wir hatten da, glaube ich, nur mal damals auch einen Prototypen gesehen. Hier von Dan Truffin sogar, genau, der da rumgebastelt hatte. Wie gesagt, dieses Fensterchen mit den Schaltungen und so weiter, das war jetzt hier ein bisschen sehr ausführlicher. Wird geil. Aber das muss ja auch alles eingebaut werden, ne? Überall. Überall, auch in die Raumschiffe, in die 150 oder 100. Wie viele Raumschiffe haben wir jetzt mittlerweile? 170 Raumschiffe. Ja. Ganz und viele. Fahrzeuge und das sind nur die. Und da muss das noch in die Häuser rein und dann muss das noch in die. Boah, ey, das wird bitter. So, Talking Ships. Jetzt kommen wir nochmal zu dem neuen Raumschiff. Können wir nochmal. Ich habe das doch noch gar nicht gesehen hier. Wo ist denn mein Robot Space Industries? Da ist doch. Machen wir mal so. War noch gar nicht auf der Seite. Wo ist denn hier, dass man mal was sieht? Ist das vorne? Ich komme Link, ne? Greycat STV, Community Hub, Pick a Chip. Komm, ich mach nochmal Pick a Chip. Was soll ich nehmen? Pick a Chip? Welche Manufacturer? Argo, Musashi, Misk, SI. Misk finde ich doof, Argo. Komm, ich mach Argo. Boat. Okay. Fertig. Argo. So, dann haben wir hier die Crusader E1 Spirit. A1 Spirit, C1 Spirit. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was wofür ist.
Ja, ist ein Raumschiff, ne? Achso, das ist die Transportvariante. Das können sie ja, ne? So Werbebroschüren. Muss man sagen. Machen Sie mal nochmal eine Seite hier. Das können sie ja, so Broschüren. Olympia Paint. 162 €. 180 € Standalone. Achso, wenn ich das mit Ingame Look-Karten kaufe. Also mit Schmelzgeld. Boah, und Farben dabei und... Ja, guck mal, das ist hier nur für Concierges. Damit du die Farben kriegst. Wo sind denn hier die Eckdaten? Hast du hier erstmal gar nicht dabei auf Anhieb. Upgrade today. So, hier, 2 Crew, Tech-Specs. 2 Crew, 6 Sitze, 1 Size 2 Schild und ein Turret. Hier sind die Specs. Die vollen. Ach so, da muss ich eine PDF aufmachen. Auch das noch, ey. So, was haben wir hier? Mitch, die Eckdaten ist ein kleiner Satz. Hier, ich habe die. Von den Eckdaten, da musst du hier immer durchscrollen. Das hast du Cargo. normalerweise ja immer so zusammen, wenn du auf Buy gehst. SEO. Also kannst du davon ausgehen, auch wenn ich das Mannequin hier sehe, das ist so Cutlass-Größe, etwas größer vielleicht. Ja, Länge okay. 35, Weite 25, Höhe 15. Oh. Bisschen größer als ein Cutlass, ne? Bisschen größer, hat ungefähr gleich einen Cargoraum, hat einen Traktorbeam. 48. Gravity Fuel, Battery Life Support. 2x S3 to be developed, weil wir kriegen ja noch eine Änderung an den Gimbals. An den Flügeln 2x S3, an der Nase 2x S3. Was heißt 2? Verstehe nicht. Und ein Turret. 2x2. Und Bombenrack. Das heißt, hat das andere. Achso, das ist die C1. Das ist die E1. Missiles. Was auch immer. A1. C1. Ja, schön. Ist toll. Ja, mein Gott, ist zumindest ein nettes Schiff. Sieht gut aus. Ja. Für den Preis wahrscheinlich auch ganz gut, glaube ich. Crusader gefällt mir eh. Das ist jetzt so ein bisschen eckiger, ne? Die Variante. Ja, so richtig. Insgesamt, ne? Das ist so die Herkules auf klein in eckig. Mhm. Aber nicht trotz schlecht. alledem eben Crusader. Ja, gefällt mir gut. Also ist in Also Ordnung. optisch finde ich das gut, aber ja. Nice. So, was hatten wir noch auf dem... jetzt habe ich das hier weggemacht. Ach, guck mal, jetzt fahren die los hier. So, sonst hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Bis auf das Ende. Das war furchtbar. Ja, zu sehr eine Länge gezogen. Das hat echt wehgetan. Ich fand's besser als letztes Jahr. Ich hoffe, die machen nochmal die Videos zusammen, die sie gezeigt haben. Nochmal zusammengeschnitten. Ja, du kannst die ganzen Panels ja direkt bei YouTube abrufen. Ich denke mal, ich guck mal, die müssten eigentlich schon alle hochgeladen sein. Letztes Jahr war es zumindest so. Nobifier, tut mir leid. Wenn das letzte Ding zusammenfasst. Das will er nicht. Ja. Aber im Star Citizen YouTube-Kanal sind die ganzen Videos schon verfügbar. Ah ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das alles... Ist das so? Warte mal. Star Citizen. Guck mal, da sind wir noch live. Star Citizen. Da. Zack. Zack. Da sind die, aber die kleinen würde ich gerne sehen. Ja, das kommt dann noch in den nächsten Tagen. Salute to Planetary Journey.
Investigation, Underground, Community Hub, nein, Outlaw Lifestyle, achso, das war auch gut. Geh mal davon aus, dass das Montag, Dienstag dann nochmal der komplette Stream auch kommt. War bis jetzt meistens so. Ja. So, ich würde auch jetzt gleich Schluss machen. Ich habe morgen früh eine Verabredung. Ja, geht schon wieder weiter, ne? Ja, morgen früh. Wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, morgen früh 9 Uhr, oder haben wir schon morgen? Nee, in 20 Minuten ist morgen. Morgen früh 9 Uhr, vielleicht eine Viertelstunde später, mal gucken. Begrüße ich euch recht herzlich bei Star Citizen. Wir spielen Star Citizen und reden über die Sachen, die gewesen sind. Vielleicht. Joa. Ja, mein Lieber, war mir eine Freude. Schönen Dank, du bist unscharf. Schönen Dank, dass du hier warst. Ist deine Kamera. Schönen Dank, du bist unscharf. Ja. Mit uns beiden wird halt nichts. Mit uns beiden. Nee. Die Leute wissen ja gar nicht, wir wohnen ja relativ nah beieinander sogar, ne? Das wissen die Leute ja gar nicht. Wir können quasi uns zuwinken. Genau. Ja, schönen Dank fürs dabei sein. Wir verabschieden uns jetzt ohne großes Pimpamporium. Ich mache jetzt auch kein Ticket mehr. Der gibt's morgen früh wieder. Schönen Dank. Wir sagen bis die Tage und haltet mal die Augen und Ohren offen, wenn wir irgendwann, ich würde mal sagen im Frühjahr, auch das nächste Citizen bekannt geben. Und denkt dran, Dienstag, 8:30, Verse Night mit Mitch und Astro Sam. Ja, genau. Ne? Und dann reden wir nochmal hier über die CitizenCon. Der Astro hat ja, glaube ich, auch so seine dezidierte Meinung. Dann gucken wir mal weiter. Und Tobi Creates ist dabei. Also Leute, gute Nacht und tschüss. Alles klar. Tschüss. So, ich drücke jetzt einfach auf Stopp.